Grüezi miteinander! Let's go! Shield of Reflection! Lieber Chat, wie geht's euch? Wie geht's euch? Ich habe es auch noch geschafft. Sunrise hat gesagt, ja, Troy, du darfst schon streamen. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe mega Probleme mit meinem Sunrise-Modem. Das Netzteil ist mir ausgestiegen. Jetzt musste ich kurzfristig ein neues organisieren und da musste ich noch ein paar Sachen erledigen, die ich in dieser Zeit eben nicht machen konnte. Und darum bin ich ein bisschen später da. Aber lieber Chat, schön sind ihr trotzdem da. Und ich bedanke mich schnell für alles. Also zuerst mal danke Clou für den Gifted Sabbat Troilina. Das habe ich gerade vorhin gesehen. Merci vielmals für das. Nasty, merci vielmals für den Resub im 7. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Snuffis, merci vielmals für den Resub im 5. Monat. Danke vielmals für deinen Support, Snuffis. Und ich hoffe, ich habe alles vorgelesen. Ich begrüße schnell alle Leute. Ich muss aber da schnell mein Chat-Tool, ich muss da schnell aufscrollen. Mein Chat-Tool habe ich einmal refreshed mit F5 und jetzt sehe ich da nicht mehr, wer geschrieben hat. Aber ich gehe schnell durch. Highway Racer, Hamster Sound, grüezi und geht's jetzt zum First. SDTLC. Schnell weiter scrollen. Wo haben wir noch? Jutti, grüezi, Jutti. Und bitte schimpfen mit mir, wenn ich euch jetzt nicht lese. Wenn ich es überlese, bitte schimpfen. Nelfi, grüezi wohl. Was haben wir noch? Nick, grüezi Nick. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Und da haben wir noch Trini Mungo, Steampunk Lady, natürlich Snuffis, natürlich Flo, Calls, grüezi wohl, Hamstad CH, Redbeard und Carnage, grüezi miteinander, wie geht's euch? Wie war eure Woche? Was sind die Highlights eurer Woche, lieber Chat? Habt ihr es auch so warm wie ich? Habt ihr heute auch so Stress gehabt wie ich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Mack, Nick, Mann. Nick. Jetzt muss ich da noch schnell etwas einstellen. Moment schnell. Und irgendwie, wieso heisst es jetzt, mein YouTube-Livestream sagt nicht mehr live? Das sind doch Fake News, Chat. Ich muss schnell Troubleshooting machen. Das sind Plugin-Updates, Chat. Die verdammten Plugin-Updates. Never touch a running system. Aber ich glaube, ich bin noch live auf YouTube, oder nicht? Updates, Never touch a running system. Ja, ich bin noch da. Wahrscheinlich muss ich schnell den Chat neu verbinden. Bin gerade für euch da, lieber Chat, bin gerade für euch da. So. Übrigens, Jutti. Ich weiß, es ist nicht genau die gleiche Version. Ich habe natürlich bei der zweiten Bestellung habe ich es wieder verkackt und habe die falsche Farbe bestellt. Ne? Aber das wäre das Partner-Look-Shirt. So, und Levi, grüezi. Grüezi, Levi, wie geht's dir, mein Guter? Grüße nach YouTube rüber. Ja, Levi, Grüße an dich. Und wenn du das volle Programm willst, ne, die ganzen Effekte, die ganzen Easter Eggs, die ganzen Chatbefehle, dann kannst du auch rüberkommen auf twitch.tv/treuhammeren. So, Chat. Wo bin ich? Ich fange mal irgendwann an mit Chat. Irgendwo fange ich jetzt an. Und wenn ihr irgendetwas geschrieben habt, das ich jetzt überlese, einfach nochmal schreiben, lieber Chat. Einfach nochmal schreiben. Ich fange mal hier an. Ich war lange nicht mehr da. Aber now Jut is back. Chat? Jut is back. In the house. Und gönnt dem Chat gratis Gipfelis. Hey Jutti, das freut mich natürlich. Und Jutti, man kann nicht immer dabei sein. Ne? Das musst du dir auch gar keinen Kopf machen. Alles gut. Wie geht's dir denn? Und ich habe keine Gipfeli. Durch den ganzen Stress, ne? Mit Netzteil holen und dann doch noch irgendwas einkaufen gehen, war es denn so spät, die hatten keine Gipfelis mehr. Ey, es hat mich so genervt, Chat. Es hat mich so genervt. Und Highlights meiner Woche: neue Silicon-Pads für meinen SNES-Controller, eine kaputte Sicherung in meinem SNES und erfolgreicher Austausch der Sicherung und ein Mod. Ja, let's go, Carnage. Ich hab die Bilder gesehen auf Discord. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ne? Das sieht sehr gut aus.
So, hier nochmals die Grüße an Levi. Sagt man das Levi? Levi? Levi oder Levi? I'm not sure. Hey, Partnerlook mit cooler Dude. Geil. Hast du es auch an, Jutti? Hast du das auch an? Wähle einen Song aus der Playliste von Troy für mich. Süßer Mod. Oh, der Mod, der ChatGPT-Mod, ich weiß nicht, ob der das kann. Ja? Ich weiß es nicht, Nick. Ich glaube es nicht. Aber Nick hat... Oh, wait. What the hell? Ja, aber Nick, es ist verdammt gut. Es ist verdammt gut. Mein Bot hat das geantwortet. Aber er hat es natürlich nicht direkt in die Playlist reingenommen. Nick, du müsstest es vielleicht selber noch in die Playlist reinnehmen. Aber das ist sehr verwunderlich, die Antwort. SDTLC schreibt irgendetwas, das der Treu überlesen hat. Ja? Danke vielmals für diesen wertvollen Input, SDTLC. Skibidi, was ist denn passiert? Erzähl mal. Und Pascal, grüezi. Also Skibidi, Skibidi, geiler Name. Pascal, grüezi wohl und Speck, grüezi wohl. Wie geht's euch? Und wow, Speck, Mann. Hallo, Motherfucker. Merci vielmals für den Resub im 20. Monat. Danke vielmals, Speck, für den riesen Support. Speck, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir und wie ist deine Woche gsi? Sehr wichtig. Also es freut mich, dass es dir gut geht, Jutti. Das ist sehr schön zu hören. Und meine Woche war warm, ein bisschen stressig, aber sonst ganz gut. Also ich kann mich nicht beklagen tatsächlich. Snuffis, oh, was haben wir da? Hype-Gipfeli, Chat. Die Hype-Gipfeli, da sind sie schon weg. Da sind sie. Gipfeli für den treuen Snuffis, merci vielmals. Oh shit, was habe ich jetzt gedrückt, Chat? Leider nicht, aber demnächst haben wir Partnerlook. Oha. Jutti, da bin ich aber gespannt. Oh, Decor, Mann. I will be your light, love will survive. In this hell you are my paradise. Boah. Decor, grüezi, Mann. Decor, wie geht's? So schön, dass du da bist. Direkt mit einem Song-Request. Decor, wie war deine Woche? Oh, Speck schreibt wunderbar und der, hey, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir wunderbar geht, Speck. Ja, wenn man Speck im Namen hat, lieber Chat, dann kann es einem ja noch mal gut gehen. Da sind wir uns einig. Nick, das kann er nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Du musst selber Ausrufezeichen SR Abstand Spotify Link hineingeben, Nick. Weil der Bot hat keine Berechtigung, das zu machen. Und grüezi die Core, Mann. Ich mache Sport. Oh, jetzt habe ich es falsch ausgewählt. Ich mache Sport fertig, dann ziehe ich es an. Dann haben wir Partnerlook. Oha, let's go. Und machst du dann ein Foto, Jutti? Troy, du bist heute Abend unser Date Night. Oh mein Gott. Also du und Snuffis nehme ich an. Und ich bin auch nicht dabei. Also ein Date zu dritt, so quasi. Aber denke daran, da sind noch viele andere Leute auch dabei. Der ganze Chat ist Teil vom Date, sozusagen. Aber hey Flo, das freut mich natürlich. Ich hoffe, ihr habt es nicht so warm wie ich. Oder ihr könnt mir ja sonst ein bisschen kühle Luft überwinden zu mir. Ich bin bei 29,5 Grad. Es ist doch recht warm, gerade bei mir. Und Jack, grüezi Jack, Mann, wie geht's dir? The Black Chat, genau. Black Jack V12. Let's go. Jack, alles gut? Was hast du dir gewünscht? Stranglehold by Ted Nugent. Kenne ich gar nicht im Fall. Hey, Decor, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Hey, freut mich, dass es dir gut geht, Decor. Das ist das Wichtigste.
Gang ein bisschen klebrig, aber gut. Aber gang gut. Hey. Ja, ich kenn's. Klebst am Stuhl. Klebst am Stuhl, das kenne ich allzu gut. Hey. Wobei, ich muss sagen, ja, ihr seht, mein Stuhl ist eben aus Stoff, also das bringt etwas. That's just saying. Das bringt halt etwas. Hey Jutti, dann sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und Jenny, grüezi, wunderschöne grüezi. Und dann einfach der Mr. Blatch, der aus Lightsabers schwingt. Let's go. Hey, sind das neue Emotes vom Blatch? Ich glaube, das sind neue Emotes. Das ist mir eben gestern aufgefallen im Fall. Habe ich Mr. Blatch Emotes aufgemacht, weil ich irgendwie, ich glaube, das Dance-Emote machen wollte. Und dann sehe ich so mega viele Emotes, die ich noch nie gesehen habe. Also, wenn ich wirklich richtig liege, dann kannst du natürlich Mr. Blatch sagen, hey, Troy findet die Emotes so richtig geil. He? Richtig geil. Ey, das wird dir gefallen. Gerade im Clone Hero entdeckt. Muss ich noch aha, Stranglehold. Okay. Okay. Also, das heisst, ich muss es hören. Und nachher muss ich es noch spielen, oder, Chat? Dann müsste ich es eigentlich fast noch spielen im Clone Hero. Hey, mir geht's ganz gut, danke, ganz gemütlich da gerade. Hey, das ist cool. Ja, Jack, du hast es eh kühl, oder? Dich muss ich ja nicht fragen, ist es warm? Nein, ist es natürlich nicht, weil der Jack hat ja eine Klimaanlage. Und Stai, grüezi Stai und Flöru. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hey Flöru, wie geht's dir? Wer ist Stefan Flöru? Wer ist der Stefan? Stai, Flöru, wie geht's euch? Ist das der Song? Ich muss schnell schauen. Ist das der Song Request vom Calls? He? Ich hab's erwartet. Ich hab's halt erwartet. Geile Song Calls. Wo bin ich? Ich bin am Photoshop lehren und er muss haben. Also, wait a second. Sind die Emotes von dir? Also, sind die Emotes von dir, Jenny? Also, so interpretiere ich jetzt da. Du bist im Photoshop und hast Emotes gemacht. Nice. Jenny? Oha. Ja, jetzt aber. Du bist ja schon fast besser als ich, Jenny. Holy shit, Mann. Nice, Mann. Ja, nie mehr kaufe ich Leder. Ja, ich auch nicht. Ich meine, das Leder sieht schön aus. Also Kunstleder ist auch schnell kaputt, meiner Meinung nach. Echtes Leder ist teuer, sieht schön aus. Aber ich habe am liebsten so etwas Stoffiges. Weil dann klebst du effektiv einfach auch nicht im Sitz im Sommer. Und das ist, ich bin der Meinung, es ist auch im Winter angenehmer, tatsächlich. Danke fürs Kompliment, wie geht's dir? Hey, sehr gern. Jenny, ich habe nicht einmal gewusst, dass ich dir ein Kompliment mache. Holy shit. Hure gut, hey, mir geht's gut. Kann mich nicht beklagen, Jenny, alles gut. Ja, da nochmal im Flöru ist Hallo Stefan. Flöru, du bist wahrscheinlich im falschen Chat. Der Flöru ist sicher mit dem Mauszeiger verrutscht und ist auf dem falschen Chat gelandet. Hey, ich bin nicht der Stefan. Ich bin nicht der Stefan Raab. Und Freya, grüezi Freya, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Freya, wie war deine Woche? Oh, Arch Enemy ist auch schon reingekommen von der Trini. Let's go. Hey, schau jetzt, die Animierten sind von mir. Holy, aber... Nein, hey, also Jenny, ohne Scheiß jetzt. Grosses Kompliment. Für das, was du jetzt so ein bisschen gestartet hast, so ein bisschen mit Photoshop rumgeübt hast, so wie ich da verstanden habe, ist es also schon recht krass, dass jetzt du schon animierte Emotes machst. Just saying. Und dann nicht nur animierte Emotes, sondern einfach auch noch geile animierte Emotes. Jenny, ein grosses Kompliment. Jetzt muss ich gerade Chat, da muss ich jetzt gerade schnell. Ich muss schnell die Emotes suchen. Mr. Blatch, was haben wir da? Was sehe ich da Neues?
Oh, oh mein Gott, bin ich an so vielen Orten abonniert. Wo ist der Plätsch, Kopferdeckel? Ich finde den Plätsch seine Emotes nicht, Mann. Ah, da. Also was ich da... Jedi. Also da hat es ja einige neu. Oder Jenny, machen wir schnell so. Post doch schnell all die Emotes, die du neu gemacht hast. Das nimmt mich jetzt Wunder. Aber ich glaube, es sind einige. Hey. Es sind einige. Freya, grüezi nochmal. Läuft und bei dir. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Es ist warm in der Wohnung, aber das ist es jedes Mal. Es ist immer noch Sommer. Es gehört dazu. Pascal, Mann. Pascal, merci vielmals für 69 Biddies. Danke vielmals für deinen Support, Pascal. Habe ich dich schon gefragt, wie geht's dir, Pascal? Bin mir nicht sicher, ob ich dich schon anständig begrüßt habe. Und Rumpelmann, howdy du, so du Bot. Jetzt gönn mal eine gute Karte, verdammt. Rumpel, hast du jetzt eine zu sagen? Hast du eine zu sagen? Habe ich es nicht gesehen. Oh, da zieht jemand eine Karte. Und die legendäre, die seltenste Karte von allen. Spielzeugkarte für den Rumpel. Nein, let's go. Rumpel, ich glaube, es ist nicht die Karte, die du hast wollen. Aber mit MyCards kannst du abchecken, welche Karten du schon im Inventar hast. Nein, noch nicht viel. Es ist noch nicht aufgeladen. Die da sind von mir animiert. Okay, da haben wir sie. Hey, aber... Okay, aber geil. Ja, da mit dem Wasser, das habe ich gesehen. Oder ist Wasser, das soll Wasser sein. Und natürlich das Lightsaber-Emote. Das ist mir gerade ins Auge gestochen. Aber mega geil, Jenny. Wirklich mega geil. I love it. Und grüezi Lilo. Jetzt habe ich das falsch angeklickt. Lilo, grüezi. Mann, mein Chat-Tool will nicht. Jetzt. Lilo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hello. Lilo, wie war deine Woche? Vergiss das Gang Speck. Jetzt habe ich jetzt habe ich den Faden verloren. Gerade schnell am Faden ziehen da. My Cards. Okay, Specko mit Troy's Hammer 3, Spielzeughammer 4, Gameplay 3, Troy-Lina 1. Da fehlt dir noch Troy-Karten. Und dann kannst du Franziskus-Karten herstellen. So, jetzt muss ich da... Oh, what do we have here, Chat? Pascal. Pascal einfach mit der legendären Troy's-Karte. Holy shit, Mann. Holy shit. Mega geil sind auch diese hier. Gipfeli, Jutti. Oh, jetzt aber. Chat, jetzt kommt der Leonidas. Hey. Jetzt kommt der Leonidas. From the Heart of the Darkness. Parkway Drive. Oha, geil. Das klingt richtig nice, Chat. Nice. Ich stelle mir jetzt auch so den Leonidas vor, wo das so singt. Chat. Weiss ich ehrlich gesagt nicht, aber Psyche kickt gerade rein, sucht gerade Ablenkung auf Twitch. Hey, fühlst gedrückt, Pascal. Hey, holy shit. Ja, man kennt es. Ich hoffe wirklich, dass ich ein bisschen Ablenkung kann sein für dich, Pascal. Da würde mich natürlich freuen, wenn das auch funktioniert. Das lacht einfach wie ich. Der lacht so fest, dass er versauft in den Tränen. Let's go. Ist das... Jetzt muss ich gerade nochmal... Ja, jetzt komme ich raus. Ja, das sind Tränen und dann erfüllt sich quasi der Raum mit Tränenwasser, Chat.
Das ist das Emote. Let's go. Was auch, da mal schnell schauen. Rumpel mit Troy. Mann, ich kann es nie richtig lesen. Troy's Hammerkarte 3, Spielzeughammer 4, Gameplay 4, Troy 4, dann fehlt dir noch Troy Lina. Da kannst du eine Franziskuskarte herstellen. Der Rumpelmann. Hey, Juttis Gipfeli sind immer geil, ne? Ich wünschte, ich hätte welche, Jutti. Aber leider hat das Universum heute gesagt: Nein, Troy. Heute keine Gipfeli. Du bist zu spät. Ja, so hat das Universum mit mir geredet heute. Alle haben es gehört im Coop. Highway Racer, das werde ich ja schnell abchecken. Highway Racers Karte, Troy's Hammer 5, Spielzeughammer 1, Gameplay 2, Troy 2, Franziskus 1. Das heisst, dir fehlt immer noch Troilina-Karte. Das heisst, eine ist Troilina-Karte, die da so quasi. Ja, die fehlt im. Da, Highway Racer, willst du eine? Ich schenke dir sie sonst gerade. Und wenn du dann alle hast, wenn du Troilina-Karten noch hast, dann kannst du mir Bescheid sagen, ob du das ganze Deck per Post willst. Dann würde ich dir das schicken. Streng letzte Woche vor der Ferien der Kids immer Horror, alles organisieren und so. Oh, Lilo. Ah ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kenne es, ich kenne das nicht, aber ich kann mir es vorstellen. Aber dann hoffe ich, dass das gleich wieder ein bisschen kannst entspannen, Lilo. Wie ist eigentlich... Wie war der Geburtstag? Wie war der Kuchen? Du hast doch einen Kuchen gemacht, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung, Lilo? Let's go. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Habe ich endlich den Hamster-Sound begrüßt? Ich glaube, der Hamster-Sound hat auch noch eines geschrieben. Habe ich dich begrüßt, Hamster? Wenn nicht, I'm so sorry. Das habe ich hier gerade gesehen oben. Weil mein Chat-Tool, ich habe halt mein Chat-Tool am Anfang refreshed und dann waren alle Namen weg. Oh, Decor, nein, musst du dich ganz sicher nicht entschuldigen. Hey. Das ist ein guter Song. Holy shit. Geiler Song, Mann. Und Lilo, hey, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Danke vielmals fürs Fragen. Universum war nicht bei uns. Oh, hey, sowieso mit der Dunkelwaldkarte. Gerade mal schnell schauen, Chat. Ich habe zufälligerweise alle Karten griffbereit. Ich habe da was vorbereitet. Ja, da. Die Dunkelwaldkarte. Let's fucking go. Von dort kommt der Franziskus, lieber Chat. Der Heimatort von Franziskus und den 400 Eichelkriegern. Chat. Kein Gipfel, Janik, leider nicht. Das Universum hat gesagt, nein, Troy. Heute gibt das Netzteil von deinem Modem auf. Hey, ich habe mich so aufgeregt. Oh mein Gott, ich habe mich so aufgeregt, Chat. Und wir haben es alle gesehen, oder? Ich habe es ja noch angekündigt, dass das Abo-Wechsel ist und so. Und es war halt wirklich ganz holprig gewesen, die Umstellung. Einfach, dass du es gesagt hast. Dass du es gesagt hast. Dass es gesagt ist. Liebe Sunrise. Es war also schon sehr holprig. Also, holy shit. Ich habe gewusst, es wird holprig, aber dass es so holprig wird, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, etwa 10-mal müssen anrufen. 10-mal müssen anrufen, 3-mal bin ich angelogen worden von der Sunrise. Sunrise hat mir gesagt, das Modem, ja, das ist unterwegs. Ja, ich gehe schnell schauen. Ja, das ist unterwegs, Herr Troy. Ja, sie hat mich 3-mal angelogen, weil plötzlich hat mir jemand gesagt,
Es ist gar nie verschickt worden. Ja, liebe Sunrise, ja. Get your shit together. Ja. Und Intel, ja. Get your shit together too. Ja. Uli, merci vielmals fürs Pet. Danke vielmals. Let's go. Uli, habe ich dich endlich richtig begrüßt? Grüezi, Uli. Wie geht's dir überhaupt? Wie war deine Woche, Uli? You got the groove. Nach dem Sound hat er nach alle einen Schock, wenn mein Request kommt. Ist das dein Request jetzt? Musst du nachschauen? Das ist doch ein guter Song. Also, was? Das nennt sich Abwechslung. Das nennt sich eine abwechslungsreiche Playlist. Schmeckt, du machst es gut und es ist ein guter Song. Vielleicht ein bisschen, ist ein schöner Song. Vielleicht ein bisschen emotional, Vielleicht ein bisschen zu emotional, aber es ist ein guter Song. Oh, hab ich eigentlich Lizzie begrüßt? Hey, heute habe ich echt das Gefühl, ich begrüße die Leute nicht, oder? Lizzie, habe ich dich begrüßt? Lizzie, wie geht's dir denn? Oh mein Gott. Und ich muss da nochmal schnell zurück. Uli, was geht? Uli fragt, was geht. Es ist warm bei mir, sonst geht es mir gut. Wir werden heute wieder ins Kino reingehen, tatsächlich. Irgendeinisch. Aber müssen wir noch schauen, wenn das so weit ist. Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Der war gut. Ich mache ja immer Motivbild. Ist im DC, bei dir? Okay. Nächste Woche geht es los. Die ersten 2 Wochen werden streng, aber schön. Aber am Wochenende gehen wir mal mein Mann und ich auf Österreich ein paar Tage, weil er sein Geburtsgeschenk einlöst. Eines an die MotoGP. Let's fucking go, Lilo. Das klingt richtig geil. Das ist ein geiles Geschenk. Also, es ist nicht meine Welt, aber es ist ein geiles Geschenk für jemanden, der Fan ist. Das ist nice, Lilo. Nice. Drum Swisscom, schreibt der Pascal. Ja, schau. Mein Problem, ich habe keine Glasfaser. Und damit ich wirklich gute Geschwindigkeiten hinbringe, da wo ich bin, gibt es eigentlich, so wie ich das sehe, nur Sunrise. Also was früher UPC war, dann sind sie von Sunrise aufgekauft worden. Und darum bin ich bei ihnen. Unterwegs ist es off vom Lager zum Einpacken. Ja. Nein, also die letzte Person, die ich am Telefon hatte, hat mir gesagt, hey, da ist nie etwas gemacht worden. Es ist nie im System eingegeben worden, dass ich ein Modem selber bekomme. Ich muss jetzt nicht weiter kommentieren, aber das ist halt schon besorgniserregend, Chat. Besorgniserregend. Ui, OMFG 22 Monate Liebe pur. Oh, Arti, merci vielmals für den Resub im 22. Monat. OMFG. 22 Monate Liebe pur. Hey Arti, merci vielmals für deinen Resub im 22. Monat. Arti, merci vielmals für den Support. Und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey, freut mich, dass es dir gut geht, Swiss Uli, freut mich. Jeder Wechsel ist holprig. Die Affen kriegen nichts hin. Null. Du musst immer hinten telefonieren, streiten, weil es nicht wissen, Leute von den Affen-Supporter sind. Du hast schon recht, ja. Also, ja, die Erfahrung habe ich schon früher gemacht. Jetzt so extrem wie jetzt in diesem Fall habe ich sie noch nie gemacht. Also, es braucht viel, dass man einen Kunden 3-mal anschaut. Ollen Mann! Not. Ullen, Mann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo, Ullen. Wie war deine Woche, Ullen?
Und hey, Ullen. Ich habe es vorhin schon gezeigt, aber ich glaube, der muss ich vor allem diese Karte zeigen. Da. Der Ullen hat mich nämlich zu dieser Karte inspiriert. Da. Die Dunkelwaldkarte. Also der Ullen hat Teil von dieser Lore, die ihr unten seht, mit auch der Mutter von Franziskus, hat der Ullen ein bisschen Lore zu dem Ganzen beitragen. Danke vielmals auch nochmal für das, Ullen. Und Snuffis Fernsehen. Hey, der Fernseher von den Snuffis folgt mir jetzt halt einfach. Nice one. Hey, merci vielmals für den Follow. Snuffis Fernsehen. Oh, da haben wir noch ein paar Karten. Ullen mit der Gameplay-Karte. Let's go. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was der Jack gezogen hat. Treus Hammerkarte. Nice. Hey, aber die, Corey, wie gesagt, ich gebe dir absolut recht. Es ist zum Kotzen. Also ich könnte jetzt auch wirklich stundenlang wahrscheinlich einfach wirklich fluchen über Sunrise. Ich bin jetzt aber fair und halte das Ganze kurz. Der Frust war da, der Frust möchte ich da auch kommunizieren, aber holy shit, man. Es läuft jetzt. Dass das Netzteil ausgestiegen ist, das kann passieren. Da gebe ich auch Sunrise nicht Schuld, das ist ein dummer Zufall. Aber da muss ich vielleicht jetzt auch noch sagen, heute ist mir das ausgestiegen, das Netzteil. Da habe ich angerufen. Da hat sie gesagt, hey, wir können ein neues checken, aber das haben sie erst am Dienstag. Dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, ich brauche es heute. Und jetzt suchen wir eine Lösung, wie wir das hinbekommen. Und dann hat sie schnell ein bisschen geschaut und abgecheckt und hat sie gesagt, hey, fahren Sie dort hin. Die haben noch bis um 6 Uhr offen, Sunrise Shop. Und die sollten so ein Netzteil haben. Da bin ich dort hin. Und da muss ich aber wirklich sagen, dort hatte ich einen echt coolen Dude im Laden, der unkompliziert das Ding austauscht hat. Und ich habe auch nichts gezahlt, weil zuerst war es davon, ich müsse es eben kaufen und es wird mir noch gut geschrieben. Also, habe ich schon gedacht, wieso einfach, wenn es so kompliziert geht. Aber es hat wirklich alles gut geklappt. Also dort muss ich wirklich Punkte geben. Im Sunrise Shop, ich nenne jetzt den Ort nicht, aber der eine Mitarbeiter in diesem Sunrise Shop hat Top-Arbeit geleistet. So. Genug Sunrise jetzt. Sonst muss ich den Geld verlangen von der Sunrise. Wo bin ich gewesen? Nein, aber bin ja nicht anders von dir gewohnt. Ach, Lissy, Mann. I'm so sorry, aber schön bist du hier, Lissy. Gut zu gucken, habe ich sonst noch was? Du hast Why Are You Running? Hast du reingeschrieben. Okay, Lissy. Lissy Moon. Schon emotional, aber ein Legendenlied. Hey, absolut Legende. SDTLC, heute ist mir das Netzteil ausgestiegen und ich habe eigentlich das Modem erst seit 4 Tagen oder 3 Tagen. Also ein neues Modem bekommen, was jetzt erst eben lange nicht gekommen ist. Und dann habe ich es installiert und nach 3 Tagen heute ist mir das Netzteil ausgestiegen. Hey Uli, merci vielmals für 20 BDs, danke vielmals für den Support. Chat, ich tue da schnell ein paar Sachen überfliegen. Das ist. Ich gehe aus Solidarität mit, dass er nicht allein ist. Hey, das find ich aber schön, Lilo. Das finde ich schön. Schicken mal am Toy Hotspot. Ich möchte mir keinen Hotspot schicken, Chat. Alles gut. Ja, okay, ohne Glasfaser schwierig, ja. Und ich bringe jetzt ohne Glasfaser bei mir 2,5 Gigabit hin, was schon nice ist. Lisi, merci vielmals für den Lurk-Support, danke. SCTLC, du hast das schon mal gesagt, Init 7. Ich glaube, ich muss das nochmal anschauen. Pagania. Pagania mit der Troy's Hammer-Karte. Let's go. Und Pagania, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Uli, merci vielmals für den Lurk-Support. Danke vielmals. Come on.
Oh, what? Holy shit! What the fuck, Chat? Calls? Holy fucking, what the hell? 42. Hey, von allen Zahlen bekommst du das 42. Weil, ich kann euch sagen, also Chat, ich muss euch das nicht sagen, das 69 und das 42 sind die wertvollsten Zahlen. Es wird zufällig gezogen. Der Calls hat das 42 gezogen. Holy shit, Mann! Er hat nicht gedacht, dass das 42 so gleich weg ist. Calls, GG's. Will, hack wieder ab. Du bekommst keine Karte. Du weißt schon, wieso du keine Karte bekommst, Will. Hey, jetzt bin ich völlig neben der Schuhe. Calls, Mann. GZ, richtig geil, Calls. Das freut mich riesig. Ich tue die da raussuchen, die Nummer 42. Du darfst mir gern dann auf Discord nochmal, ich glaube, du hast es mir schon mal geschickt, bin mir nicht mehr sicher, aber schick mir auch nochmal deine Adresse, wo ich das hinschicken darf. Und dann bekommst du die Karte Nummer 42 zusammen mit ein paar Goodies dazu tatsächlich. Hey, richtig geil. Ich habe mega Freude für dich, Karl, dass du ein 42 gezogen hast. Holy moly. Jetzt bin ich gerade so neben der Schuhe, 7 Minuten hinten nachher jetzt. Chat, ich lese noch ein bisschen weiter. Das ist übelst, aber kenne ich auch von Swisscom solche Gespässli. Oder man wird oft als ultra dumm angeschaut. Ja, also ein weiterer Punkt ist halt wirklich, kein Mitarbeiter hat 2,5 Gigabit können richtig sagen. Ein paar haben 2,5 Gigabyte gesagt, einer hat 2,5 Megabyte gesagt. Schwierig, Chat, schwierig. He? Also wenn man sein eigenes Produkt nicht einmal richtig kennt, also das Produkt von der Firma, für die man schafft, schwierig. Vielleicht sind sie nicht gut trainiert, also ich werde jetzt auch nicht unbedingt dem Mitarbeiter die Schuld geben. Ich gebe der Sunrise die Schuld. Da läuft bei der Sunrise etwas verkehrt. Oder vielleicht auch an anderen Orten, wie es jetzt erwähnt worden ist. Sehr gut möglich. Ist jetzt das gegangen oder nicht? Ich sehe es gerade nicht. Speck. Nein, es hat jetzt noch Cooldown. Es hat noch Cooldown-Speck. Probier es nach dem Cooldown. Aber ich bin 8 Minuten hinten nachher. Hallo, ich bin der Troy aus der Vergangenheit. Chat. Ich muss mal schnell ein bisschen vorwärts machen. Das ist unglaublich. Alles gut soweit. Ich bin ein bisschen kaputt vom Laufen, aber sonst stopp. Hey, aber Laufen ist gesund. Nein, ich weiss auch, dass ihr das regelmässig macht. Und let's go. Aber das schon, jetzt kannst du dich ein bisschen entspannen und so. Und jetzt bist du bei mir, Ulle. Jetzt entspannst du dich hier bei mir im Stream. Also. Nein, aber es freut mich natürlich, dass du da bist. Ich habe auf dieser Branche gearbeitet, ich weiss leider, von was ich rede. Ist ja nicht am Mensch persönlich gerichtet. Aber ist leider der True, bis du mal in Support Level 2 landest. Dann hast du die Menschen am Draht, die wirklich daraus kommen. Hey, das ist so. D-Core, übrigens GZ zum Kaffeetrink. Ich glaube, Kaffeetrink war es. Ja, habe ich auch da. Der Kaffee, und weg ist sie, Chat. Ja, der Kaffeetrink. Ein Becher gefüllt mit Kaffeetrinkmagie. Und es ist halt deutsch geschrieben. Kaffeetrinkmagie. Weil ich es halt eigentlich noch durch GPT-Korrektur gejagt habe, bevor ich es drucken lasse. Aber es ist halb so schlimm. Aber hey, D-Core, es ist wirklich so. Es ist einfach traurig. Es ist einfach. Also, ich meine, es können nicht alle Bescheid wissen. Du kannst Leute schulen, es weiss gleich nicht jeder gleich gut Bescheid. Aber dass einem anlügen, dass ich eine Frage habe, wo ist mein Päckchen? Sie sagen, wartet Sie schnell. Dann ist man schnell 30 Sekunden in der Wartemusik in. Und dann heisst es, ich habe es überprüft. Das ist unterwegs, das kommt morgen an. Dabei ist es aber gar nicht abgeschickt worden. Also dann habe ich schon Mühe. Und dann,
dann läuft da gewaltig was falsch. Und wenn mich auch mehrere Mitarbeiter genau gleich so anschauen, dann läuft nach System etwas falsch. Dort. Ja. Aber jetzt ist gut. Chat. Die Gameplay-Karte hängt in meinem Zimmer. Jutti, du hast die Gameplay-Karte bekommen. Let's go, let's go. Na Jutti, wenn du alle Karten hast von der Season digital, dann bekommst du von mir physisch das ganze Deck auch zugeschickt. Und das kann man auch machen, Chat. Hat es wenigstens eine Art Entschuldigung gegeben? Ja, jein. Ich habe Vergünstigung bekommen. Ich habe eigentlich fast ein gratis Mobile-Abo geschenkt bekommen. Aber ich glaube nur für 2 Jahre. Aber schwierig. Chat, also, ich habe von der Sunrise, ich sage jetzt mal, sie sind mir ein bisschen entgegengekommen und haben mir ein Mobile-Abo im Wert von doch fast 60, 70 Stutz quasi geschenkt. Zahlen gleich viel, aber ich habe endlich noch ein Mobile-Abo dabei. Aber ich kann euch sagen, ich habe dort 5-mal anrufen, bis das funktioniert hat. Ich habe es schlussendlich bereut, dass ich diesen Deal eingegangen bin. Es hat mich nur wieder Stunden an Aufwand gekostet. Ja, genau. Aber ja, sie sind mir so gesehen ein bisschen entgegengekommen. Aber ein Sorry ist in dem Sinn nie gekommen. Jemand hat gesagt, also die Person, wo mir nachher wirklich das Päckchen, die dafür gesorgt hat, dass ich das Modem bekomme, die hat gesagt, das ist nichts Neues bei uns. Das verwundert mich nicht, dass das passiert ist. Aber es ist auch keine Entschuldigung gekommen, sondern eher so, das ist normal bei uns. Wenigstens war sie ehrlich. Das gebe ich ihr. Ja, mein TV ist grosser Fan von dir. Let's go, Snowfis. Für irgendetwas hat man Labornetzteil. Ich habe noch geschaut, ob ich Netzteil, ein anderes Netzteil habe, so ein Universalnetzteil. Aber ich habe gerade nichts Passendes gehabt. Und ich bin auch ein bisschen unter Zeitdruck gewesen, weil ich habe wirklich irgendwie so vor der 6. habe ich angerufen und ich wusste, um 6. macht das Sunrise Center zu. Also habe ich nicht noch selber umprobieren vorher. Ist jetzt der Narzisst drinnen? Welcher Narzisst? Speck? Versuchst du da ein Lied reinzutun? Muss ich schauen? Narzisst? Ja, ist drinnen. Cataclysm ist drinnen. Let's go. Speck, das hat geklappt. Nein, Kena heute. Ja, SDTLC. Gefällt dir das nicht, wenn es Kena gibt? Press X for Doubts. Für das habe ich, glaube ich, irgendeinen Knopf gecheckt. Moment schnell. Ja, jetzt suche ich wieder ewig, oder? Jetzt suche ich wieder ewig, bis ich das Knöpfchen finde. Oh. Also, lieber Chat, heute gibt es Kena. Heute gibt es irgendeinen Kena. Glaubt ihr da dran? Chat, was meint ihr? Gibt es heute noch irgendein Gameplay? So, Chat, ich muss da ein bisschen überfliegen. Calls, Mann, Cheat-Cheese. Ich bin einfach beim Calls, wo Karten gezogen hat. Der Freddy von Init 7 hat Swisscom bis vor Bundesgericht geschleift, damit sie den Glasfaserausbau nicht ficken. Oha! Holy shit, okay, krass. Hat das Fienchen schon Franziskuskarte? Ja, hat sie. Fienchen hat, also der Hamster-Sound hat eins, Fienchen hat eins und du hast jetzt eine. Ich weiss aber gerade auswendig nicht mehr, welche Nummern sie hat. Da müsste Fienchen was war es? Card Number, ich muss es selber schnell probieren. Card Number. Genau, Ausrufezeichen Card Number und dann sieht man, welche Nummer man hat von der Franziskuskarte. Also die natürlich eine haben. Arch Enemy Chat, Arch Enemy. 8-Bit, Byte, ist doch alles dasselbe.
Ja, du jetzt das nicht kommentieren, Pascal. Hä? Du jetzt das nicht kommentieren. Aber ich habe mir schon überlegt, weißt, ich habe mir wirklich überlegt, als ich den Verkäufer am Telefon hatte, der ja immer von Gigabyte erzählt, 2,5 Gigabyte pro Sekunde erzählt hat. Ich hätte auch noch mehrmals fragen und noch mal schnell schriftlich das einfordern, 2,5 Gigabyte, und dann bestellen. Und dann sagen, hey, wo sind jetzt meine 2,5 Gigabyte pro Sekunde? Wo sind sie jetzt? Ja, Troy hat amigs beim Support-Telefon mit dem Fachwort mein Problem erklärt und dann habe ich genau gemerkt, wie es auf dem anderen Ende das Hirn gerattert hat. Nach langem Schweigen ist dann die Antwort gekommen. Ja, Specko, true. Ja. Morgen der Dude in der Ferien. Morgen ist der Dude in der Ferien. Welcher Dude nicht? Gehst du in die Ferien? Wo gehst du hin, Nick? Wo gehst du hin? Gehst du ins Ausland? Ich würde Tracking-Nummern verlangen von denen. Ich habe mir es nachher auch überlegt, aber dann war es schon zu spät gewesen. Aber nach dem dritten Mal habe ich echt gedacht, hey, nächstes Mal, wenn ich so einen Fall habe, oder auch Chat, wenn ihr so einen Fall habt, oder auf ein Päckchen wartet und es kommt nicht, fragt nachher und verlangt Tracking-Nummern. Weil dann können sie die nicht anlügen. Wenn sie keine Tracking-Nummer haben, dann haben sie es nicht verschickt. Das ist ganz einfach. Sir Simple, hey, grüezi, Simple, wie geht's dir, mein Lieber? Wie war deine Woche, Simple? Wann gibt es heute Bossfight? Hey, Bossfight gibt es halt erst, wenn wir Raids reinbekommen haben. Wir haben aber noch keinen Raid bekommen. Das heisst, 15 Leute müssten reinkommen. Also nicht 15 Raids, aber 15 Personen. Und wenn die 15 voll sind, Swissuli, dann würden wir einen Bossfight starten. Ja, 24 mal 70 Stutz, ja. Aber es ist mega komplex, vor allem die Probleme. Ich wollte die Nummer portieren und das hat hinten und vorne hat das nicht geklappt. Also ich kann euch sagen, lieber Chat, ich habe schlussendlich 3 SIM-Karten bekommen. Sie hat mir 3 SIM-Karten geschickt, bis es dann geklappt hat. Und auch 3 Nummern haben sie mir zuteilt, schlussendlich. Und da ist irgendwie alles schief gelaufen, was man schief laufen kann. Lieber vom Nachbar WLAN teilen. Ja, aber WLAN ist... Also WLAN, ich finde als Gamer oder auch als Streamer ist WLAN, verhebt WLAN meiner Meinung nach nicht. Ich finde, für beides braucht man Kabelpont nichts, vor allem aber für zum Streamen. Geben wir da recht, Chat? Oder sind ihr einer anderen Meinung? Ich meine, WLAN ist cool, wenn man irgendwie mit dem Mobiltelefon Videos schaut und WhatsApp schickt und so, dann ist ja easy peasy. Der hat resigniert. Also der Freddy. Also wer hat jetzt resigniert? Swisscom oder der Freddy? Hey Joti, kein Problem. Merci für den Lurk-Support. Bye bye Joti. Tschüss und viel Spaß. Ich kenne das von meiner vorherigen Stelle. Irgendeins oder 3 ist es nicht mehr, die dauernd bei den Kunden zu entschuldigen für den Mist, den andere machen. Und sie immer die gleichen, die gleichen Mist machen. Also quasi der Mist, wo deine Arbeitskollegen bauen. Meinst du jetzt das so gesehen? Also es gibt auch immer gute Leute, das muss man schon auch sehen. Es gibt auch gute Leute. Wie gesagt, ich habe auch plötzlich eine dran gehabt, die hat genau gewusst, dass niemand etwas gemacht hat. Und die hat mir gesagt, Herr Troy, ich löse jetzt die Bestellung aus. Und wir bleiben jetzt noch am Telefon, bis Sie das SMS bekommen mit der Bestätigung, dass die Bestellung ausgelöst ist. Damit sie sicher ist, dass es geklappt hat und ich sicher bin, dass es jetzt unterwegs ist. Und das sind so Leute, wo ich muss sagen, die geben sich jetzt wirklich einfach Mühe und sind für einen da und erkennen alles Problem. Und wollen einem nicht auch abwimmeln und, wie soll ich sagen, so kurze Telefonattour wie möglich haben mit den Kunden. Also, ja.
Es ist möglich, dass das nämlich auch ein Punkt ist. Dass es so kurz wie möglich muss dauern bei denen. Kannst du mit diesem Effekt nicht noch gerade eine Abstimmung triggern? Aha, hey, das wäre geil. Das wäre geil. Der Doubt-Effekt. True, true. Oh no, Trini besitzt keine limitierte Franziskus-Karte. Hat es denn jemand at the Calls, hast du noch eingegeben? Ausrufezeichen, Card Number. Dann können wir noch schnell schauen, ob es auch wirklich registriert ist. Ob auch das Päckchen wirklich unterwegs ist. Nimm mal Cam mit die Hand und zeig uns deine Füße. Sind sie Masse? Nein, sind sie nicht. Aber ich weiss, ich habe den Vorschlag gemacht. Und ich habe den Vorschlag eben auch mal von jemandem bekommen. Ich glaube sogar hier im Chat. Aber Pagania, es ist geil, dass du dich noch magst erinnern an die Aussage. Oh nein, ich habe keine limitierte Franziskus-Karte. Nicht ich, aha, der Kundendienst. Ja, come on. Ja, genau. Gehen alle in die Ferien. Hey Pascal, auch dir viel Spass. Danke vielmals, Pascal. Merci. SIM-Karten sind so 2008. Ja, aber ich habe eben in meinem Gerät habe ich jetzt 2 Nummern am Laufen tatsächlich. Ich habe eine eSIM und die neue physische SIM-Karte. Und so kann ich natürlich Dual-SIM machen. Also es war schon überlegt, SDTLC. Da gebe ich dir absolut recht. Nein, bei der Sunrise, wo er erzählt hat, was alles falsch läuft. Aha, ja. Ja, true. Ja, so resigniert. Ja, ich weiß, was du meinst. So quasi, hey, ich habe die Nase voll, ich weiß gar nicht, wieso ich noch da bin. Ja. Aber das ist auch mühsam. Also es ist vor allem, wenn die von 10 Personen quasi gibt es 2 Leute, sage ich jetzt einmal als Beispiel, wo das noch richtig machen, die für einen Kunden da sind und auf die Sachen eingehen und sich die Zeit nehmen. Und du bist eine von diesen 2 Personen. Und 8 andere sind auch, bauen eben immer nur Mist. Dann würde es mir ja auch ablöschen. Also logischerweise ja, resigniert man dann auch ein bisschen in dem Moment. LAN bzw. PowerLAN geht auch und dann die Wi-Fi-Verbindung sehr gut ist, dann geht auch das auch in Ordnung. Ja, das stimmt. Gut, DLAN ist, also PowerLAN ist halt mega abhängig von der Elektroinstallation. Das kann super funktionieren, bis gar nicht. Und alles zwischenin. Ich habe dort auch eine Weile lang die PowerLAN-Dinge supportet, so ein bisschen weit, unter anderem. Bei mir ist WLAN scheisse, wenn von meiner Wohnung Schirme ab. HD-LAN, sonst geht nur ein Zimmer etwas. Ja, aber wenn DLAN auch wirklich gut ist, dann kannst du froh sein. Wenn es gut funktioniert, dann ist es eine super Lösung. Aber ich habe wirklich schon viele Kunden gehabt, wo es gar nicht geht oder wo es ultra langsam ist. Ja. Meine Woche habe meine Wiedergeburt als Slime-Serie beendet. eBay verkauft, Vorbereitung von Star Wars Fahrzeugen, wenig eingekauft, weil wenig Appetit und jetzt spiele ich Judgment auf PS5. Oh, was ist das für ein Game, Judgment? Um was geht's da, simpel? Aber Star Wars Fahrzeuge klingt auch gut, simpel. Hey, das freut mich doch, simpel. Hey, ich habe mich nicht beklagen, alles gut. Ein bisschen stressig, ein bisschen warm, ein bisschen wild mit Sunrise tatsächlich. Ich glaube, gefühlt bin ich mehr mit Sunrise am Telefon als irgendetwas anderes in meiner Freizeit diese Woche. Jeweils am Abend bin ich immer nur mit Sunrise am Telefonieren gewesen. Mein Kollege hat nie aus dem Nest mögen und ich habe jahrelang Kunden auf einen Nami vertröstet. Irgendwann
habe ich dann steilher gesagt, dass ich noch nicht um. Ja, aber hey, ja, würde ich auch machen. Ist auch verständlich, oder? SDTLC, das ist verständlich. Ja, das ist einfach auch mühsam. Ja. Ich habe ein Jahr lang über... Hey, Pagania, merci vielmals für den Lurk-Support, danke dir. Ich habe ein Jahr lang über WLAN müssen, weil nicht wollte durchs Treppenhaus ein Kabel verlegen und Swisscom mir die Buchse beim Büro nicht hat können aufschalten. Hat extra einen müssen vorbeikommen und hat auch noch zuerst mehr Zeug verkaufen und andrehen, anstatt einfach Buchsen aufschalten und die anderen abstellen. Das ist so typisch, dass der halt noch etwas verkaufen will, Lilo. Das ist so typisch. Da musst du auch, ja, aber es ist manchmal auch noch recht schwierig, so quasi wegzukommen von diesem Verkaufsgespräch. Das war bei mir auch so, weil ich zuerst kein Mobile-Abo wollte. Ich habe gesagt, nein, brauche ich nicht, weil sie wollten, dass ich meine Hauptnummer zügle. Und dann habe ich gesagt, nein, meine Haupt-Mobile-Nummer wird nicht zügelt. Und dann schlussendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass ich meine Zweitnummer zügle. Also meine Zweitnummer, wo viele haben die Kontaktnummer von mir, also die meisten Streamer haben die Nummer von mir, die Zweitnummer. Und, aber die ändern die jetzt. Also da gibt es jetzt eine andere Nummer. Also wird abgeschaltet, neue Nummer und dann habe ich Ruhe. Da kann mir niemand mehr schreiben, lieber Chat. Und bin ich inkognito unterwegs. Und, hey Tommy, merci vielmals für den Resub im 20. Monat. Danke vielmals für deinen Support, Tommy. Und grüezi, wie geht's dir? Ah, schau jetzt, Calls besitzt die limitierte Franziskuskarte. Nummer 42, Chat, Nummer 42. Krass. In Flames, hey, let's go. Geiler Song. Wer hat sich das gewünscht, Chat? Der Pascal, wer sonst? Der Pascal, der In Flames-Fan. Mary on a Cross ist stapelt. Ich schaue schnell. Mary on a Cross. Wo ist es, Chat? Ich finde es nicht. Leckt mir, haben die viele Requests reingegeben. Also, Mary on a Cross, nehme ich das zweite rausgeholt. Ist gelöst. Let's go. Merci fürs Bescheid sagen. Seit Sunrise den Support des Ausland outsourced hat, ist die Quali extrem gesunken. Auch da, also nicht falsch verstehen, wenn ich das sage, aber ja, das ist auch meine Meinung. Und das hat mit dem zu tun. Ich habe halt schon ein bisschen Mühe. Und ich habe jetzt wirklich manchmal telefoniert mit Sunrise in den letzten Tagen. Also etwa 10 Mal. Ohne Scheiß, etwa 10 Mal habe ich telefoniert. Und von diesen 10 Mal habe ich 8 Mal geschätzt Hochdeutsch müssen reden. Ich bin immer so fair gewesen. Ich frage immer, wenn ich merke, hey, es ist nicht Schweizerdeutsch am anderen Ende, dann frage ich, darf ich Schweizerdeutsch reden, soll ich Hochdeutsch reden? So fair bin ich immer. Jedes Telefonat habe ich das gesagt. Und 8 Mal von 10 Mal haben sie mir gesagt, ich soll doch bitte Hochdeutsch reden. Und ich würde auch sagen, man merkt halt durch das, dass der Support im Ausland ist. Und die 2, die es noch richtig machen, werden dann zusammengestaucht, weil sie zu lange pro Kunde haben. Absolut true. SDTLC, absolut true. Die Guten, die müssen nachher gehen. Die Schlechten können nachher bleiben. Aber dann muss sich die Firma einfach auch nicht fragen, wieso sie einen schlechten Ruf haben. Und da haben sie halt einfach wirklich. Weil da habe ich schon so viel Mal gehört, also gerade bei dieser Firma, jetzt, wo ich gesagt habe, habe ich so manchmal im Voraus gehört, oh nein, das kommt nicht gut. Bei mir geht Elan super, heisst Specko, dann kannst du froh sein, wirklich. Ich komme gerade wieder, bin noch kurz weg. Uli hat kein Problem bis nachher. Judgment ist ein Spin-off von der Yakuza-Serie. Oha, okay, simpel. Du hast Judgment gespielt. Okay, nice. Da, Judgment wie Yakuza, nur Protagonist ein und Ungnad
ein in Ungnade gefallener Rechtsanwalt, der Privatdetektiv spielt. Interesting, simple, interesting. Als Techniker gruselt es mich, im Strom irgendwelche Daten aufzumodellieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich muss sagen, das Powerlan, DLAN-Gedöns gibt es jetzt auch schon sehr lang. Das gibt es wirklich schon lang. Irgendwie gibt's immer, ich weiß gar nicht, ob heutzutage noch so neue Geräte rauskommen, die noch schneller sind. I don't know. Ich weiß nicht, gibt es Gigabit über DLAN oder 10 Gigabit Leitung über DLAN? I don't know. Was ist das Maximum, Chat? Weiss das jemand? Ich sage immer knallhart, nein, ich will nicht. Und dann hören sie ja nicht auf, Highway Racer. Das habe ich etwa 3 Mal gesagt. Schlussendlich musste argumentieren, wieso das keinen Sinn macht, und hat er aufgegeben. Weil er kein Gegenargument hatte. Oder wenn Abteilungsleiter zu einem sagen, wie haben Sie jetzt das Problem gelöst? Und ich so, alles richtig eingestellt und es läuft. Anscheinend ist 1 Jahr das Problem nicht gelöst worden, weil angeblich nicht möglich. Gut, solche Momente habe ich auch schon häufiger gehabt. Also da rede ich jetzt nicht von Support-Geschichten, sondern einfach im Geschäft, wo wir arbeiten, in seinem Job. Ich habe das schon so manchmal erlebt, dass geheißen hat, hey, Herr Troy, Troy, also so sagen wir ja alle in meinem Privatleben, vergiss es, das haben wir schon x-mal probiert. Das haben wir in den letzten 5 Jahren schon wirklich genügend probiert, genug manchmal probiert. Das geht nicht. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Innerhalb von einem halben Tag. Und habe gesagt, jetzt ist es gemacht. Jetzt ist es erledigt. Ja, also das kenne ich allzu gut. Aber das ist halt, wenn man gewisse Skills hat, die andere vielleicht nicht haben. Und jeder von uns, lieber Chat, jeder von uns hat einen Skill, den andere nicht haben. Bin ich überzeugt. Hallöchen, Papöchen. Mir geht's super, bin ziemlich müde vom Arbeiten. Erste Woche ist erfolgreich vorbei. Let's go. Und wie geht's dir? Stressig und warm. Stressig und warm, Tommy. Bei mir verstehen sie nicht mal Hochdeutsch. Ja, also bei mir haben sie es jetzt geschafft, aber ich hatte zum Teil ein Problem, sie zu verstehen. Also ich hatte 2 Leute. Vor allem der erste tatsächlich. Der erste Mitarbeiter. Am liebsten hat ich aufgehängt. Ich habe gesagt, hey, bitte geben Sie mir jemand anderes, weil ich verstehe nicht, was Sie sagen. I'm so sorry. Ich gebe mir so Mühe, aber ich verstehe es nicht. Und ja, also das gibt es tatsächlich auch, lieber Chat. So spät Minimus. Meine Maus spinnt. Und was haben wir da eigentlich für schöne Musik, Chat? Wer hat das hier reingemacht? Der Nickmann. Wo bin ich? Ich bin nur noch 4,5 Minuten nachgechat. Oh, ja, das kommt auch noch Hochdeutsch. Sonst verstehen sie einem nicht. Ja. Wie gesagt, ich bin gerne bereit. Wie soll ich sagen? Ich habe grundsätzlich kein Problem, wenn eine Firma sich sagt, hey, wir outsourcen. Aber dann sollen es wenigstens wirklich Leute sein, die daraus kommen, die einem helfen. Weil das ist ja das Wichtigste vom Support. Mich stört es grundsätzlich nicht, wenn ich Hochdeutsch reden muss. Wirklich nicht. Also da rege ich mich noch nicht auf wegen dem. Ich rege mich dann auf, wenn einfach gar nichts klappt. Und dann ist halt das alles ein Punkt, wo ich muss sagen, hey, jetzt hat nichts geklappt. Wir haben uns kaum verständigen. Also irgendwie, das kann es ja nicht sein, oder? Geil, Mann. Was ist das von Scar? Like a breeze, country roads, take me home to the place I belong.
West Virginia. Jet, geiler Song. Love it. Geil, geil, geil. Wo bin ich? Bin da immer noch beim Highway Racer. Also bei mir hört es auf, wenn ich mit einem anderen Ton komme. Ui. Also der haust du richtig auf den Tisch, oder? Highway Racer. Dann schreist du so richtig rein, oder? Oder machst du dann so, machst dann so meine Erzählerstimme so. Und dann sagst du, jetzt lassen Sie mir mal zu, liebe Sunrise. Das kann es jetzt effektiv nicht sein. Die Firma Fritz wird mit 1300 Megabyte, Megabit über DLAN mit Geräten, die Gigabit-LAN-Buchse hat. Okay, das ist nice. Das ist nice. Okay, habe ich nicht gewusst. DLAN ist darum halt auch ein bisschen ungeschickt, ungeschämten Kabel hochfrequenten Plunder drauf zu tun. Das kann zum Beispiel Einfluss aufs DSL haben. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, SDTLC. Das kann ich mir gut vorstellen. Extra Sunrise-Mitarbeiter werden und wenn Troy anruft, ich verstehe Sie nicht, bitte warten. Ja, genau. Ja, Chat, das wäre doch eine gute Idee. Und dann arbeiten also, keine Ahnung, 10 Jahre dort und warten auf meinen Anruf, oder? Und dann verwünsche ich nicht einmal einen von euch, oder? 6 Monatsplan. Calls, let's go. I Got You, Babe, von der Etta James. Nice, nice calls. Mein Skill ist meine Kenntnis über Film. Ja, Jenny, also ich finde es schön, dass du es nochmal erwähnst im Chat, aber da wissen wir ja eigentlich alles schon, oder? Jetzt muss ich gerade schnell schauen, habe ich mein goldige Kappa eigentlich noch? Ich habe mein goldige Kappa nicht mehr. Verdammt, ich habe gestern eins gehabt. Egal, anderes Thema. Ja, Jenny. Was ist denn der letzte Film, den du geschaut hast, Jenny? Wollen wir schnell Film-Talk machen? Machen wir Film-Talk, Jenny. Let's fucking go. Ups, Troy, hast du für sie ein Lied 2-mal eingegeben? Kannst du eins löschen? Das ist in dem Fall Hero bei Charlie Puth. Der Puth. Der Putt. Also, wo haben wir da den Charlie Putt? Hero Charlie Putt. Dann nehme ich den zweiten raus. Das ist okay. Danke fürs Sagen. To turn black. I see the girls walk by. Lisa Version 2. Lisa Version 2, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wie geht's denn der Lisa Version 1 eigentlich? Hi Lisa. So, und wo bin ich? Hast du das Goldene immer nur für 24 Stunden? Ja. Ich muss gerade überlegen, wo habe ich es überhaupt bekommen? Bei der Freya. Habe ich bei der Freya das Golden Cup bekommen? Ich glaube, bei der Freya war es. Und dann hast du es, glaube ich, für 24 Stunden überall. Ich fühle den Frust, den du gerade hast mit. Ich habe in den letzten 15 Jahren dermassen viele Streitereien und Probleme gehabt und alles nur, weil die ersten Kontaktsupporter gelogen haben. Das ist wirklich aus meiner Sicht das grösste Problem. Dass die Lügen, die müssen weg. Das darf nicht passieren, Mann. Probleme nicht haben können lösen, ja. Vielleicht kann es nicht jeder lösen, okay, aber dann gibt man es eine Stufe weiter rauf. I don't know. Wir müssen zur Verteidigung sagen, es gibt sehr viele nicht wissende Menschen und auch Dumme, absolut richtig. Ich habe nach 6 Monaten und 4-mal Techniker in der Bude einen SMS-Code bekommen, damit ich immer direkt zum Support Level 2 gekommen bin.
Und auf einmal ist es 2 Wochen gegangen und das Problem war gelöst gewesen. Ja, ich wünschte mir auch, dass ich, keine Ahnung, so einen Code hätte, den ich eingeben könnte. Also direkt Level 2, weil das sind halt einfach auch Welten. Also Level 1 und Level 2 Support, das sind Welten. Das ist so krass. Also du hast wirklich Level 1, im schlimmsten Fall einen, der keine Ahnung hat, den du nicht verstehst und der auch nichts machen kann. Oder vielleicht noch etwas antreiben, im besten Fall. Schnell etwas verkaufen. Nein, I don't know. Aber Level 2 Support, bis jetzt, jedes Mal, hatte ich jemanden, der rausgekommen ist und wo auch etwas machen konnte. Und gewusst hat, wo ist das Problem. Also, jetzt... ich muss jetzt halt gleich noch mal schnell lästern. Wenn wir von dem Netzteil reden, das ja heute kaputt gegangen ist, lieber Chat, das Netzteil, das heute kaputt gegangen ist, habe ich ja angerufen und dann habe ich gesagt, hey, das Modem hat keinen Strom mehr und ich vermute, es ist das Netzteil. Weil das Netzteil hat ein LED, das leuchtet nicht mehr. Also wahrscheinlich ist das Netzteil, das kaputt ist. Ich brauche also nur ein neues Netzteil. Da haben wir schnell so ein paar Sachen versucht und sie hat mir gesagt, ich soll noch mal alles einstecken und so. Und dann haben wir herausgefunden, ja, es leuchtet nicht am Netzteil. Und dann hat sie aber gleich noch mal gefragt, ob dann das Modem leuchtet. Dann habe ich so gesagt, nein. Also habe ich schon gesagt, dass es nicht leuchtet, aber nein, logischerweise leuchtet das Modem auch nicht, wenn das Netzteil kaputt ist. Also, das ist auch so etwas, was ich sagen musste. Du dort. Jetzt sind wir sind ein bisschen am falschen Ort gelandet jetzt, weil das Problem ist eigentlich jetzt erkennbar. Und man kann sagen, da ist das Problem und jetzt muss man nicht noch jemand anderes suchen. Also jetzt habe ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Soll ich noch versuchen, mit dem Browser aufs Modem draufzukommen? Wenn es gar keinen Strom bekommt. Ja, ich weiss nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich habe mich dort auch schnell wieder aufgeregt. Oh, Majestic by Waxfang, Let's Go Calls. Schon lange her, seit ich das letzte Mal einen Film geschaut habe. Momentan suche ich gerade Netflix-Miniserien. Ja, Chat, was könnt ihr empfehlen? Fernando. Chat, wo könnt ihr Jennifer Miniserien empfehlen? Ich habe tatsächlich, mir fällt gerade nichts ein, aber ich schaue im Moment auch wirklich nicht so viele Serien, muss ich ganz ehrlich sagen. Es liegt ein bisschen an dem. Ich bin glücklich, hab Geburtstag, hab gut gefeiert, mega Lisa, hast du heute Geburtstag? Hast du heute Geburtstag, Lisa? Das muss ich jetzt nochmals wissen. Weil dann gibt's was, ne? Dann gibt's was. Dann machen wir was, ne? Aber ich lese noch kurz weiter. Lisa Version 1 hat die E-Mail vergessen, ist deshalb kaputt. Es ist wirklich so, ne? Ich wusste es, dass es so ist, ne? So Version 2, so. Ich glaube, da hat jemand den Zugang nicht mehr zu Version 1. Okay, alles klar, Lisa. Ja, aber Lisa, sag mir noch Bescheid. Vielleicht hast du es schon geschrieben. Hast du heute Geburtstag? Weil, wenn ja, dann gibt es noch ein Happy Birthday von mir in spezieller Form. Was ist denn das für eine Zwetschge? Ja, genau, Specko, das habe ich auch gedacht. Aber sonst muss ich ihr geben, eigentlich hat sie mein Problem recht gut können lösen, abgesehen von dem Abschweifer plötzlich. Weil ich wirklich gedacht, hey, wir sind auf einem guten Weg, okay, das Netzteil, ich kann es holen, ich habe noch bis um 6 Uhr Zeit, um das zu holen, klingt gut, wir probieren noch schnell ein paar Sachen. Wir haben auch schnell probiert, ob das alte Modem noch geht, einfach zum Überbrücken im Notfall, das hat aber nicht funktioniert. Und dort hat sie auch noch mal gefragt, ob das Netzteil dann überhaupt funktioniert beim alten Modem, und das alte Modem hat ja geleuchtet. Egal, wir haben 2 Abschweifer in eine ganz komische Richtung gehabt, aber schlussendlich hätte sie mir helfen können. Das Problem haben wir lösen und das ist das Wichtigste. Klar leuchtet das Modem. Der hat Strom und es läuft aus der Luft. Ja!
Hey Bounce, Mann, wie geht's? So schön, dass du da bist. Bounce, Mann. Kapiert? Lalali. La. Mack. Mack. Kapiert? Kapiert? Ich finde es lustig, wie wir immer Moni noch gehört am Anfang. Sie sagt, glaube ich, auch Mack am Anfang. Hey, Bounce, wie geht's? Wie war deine Woche? Hey? Dieser Bounce ist halt auch hier, ne? Ist halt auch hier. Hey, aber Arti, also so true. Die hat doch scher das Hirn verloren. Hey, ja. Also vor allem, da, was ich jetzt eben vorhin noch gesagt habe, da ist mir erst jetzt in den Sinn gekommen. Man hat nachher wirklich das alte Modem nochmal angeschlossen, altes Modem, altes Netzteil, aber es hat nicht mit dem Internet verbunden. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich deaktiviert war. Sie hat aber gesagt, es müsste noch gehen. Und dann hat es immer geblinkt. Dann habe ich immer gesagt, es blinkt, das Modem blinkt und sie so, ja, dann sucht es die Verbindung. Dann haben wir noch ein bisschen gewartet und dann plötzlich fragt sie, ja, aber beim alten Modem leuchtet denn da das Netzteil? Dann habe ich wirklich gedacht, also jetzt hast was ist jetzt passiert? Kyle, man, Troy, man, get man und Bider, man. Biden, man. Chat, ich muss mal schnell ein bisschen weitermachen. Da. Troy, was denkst du, wie mache ich meine in Real-Life-Stream? Der Luft gibt mir die Power, die ich brauche. Artisan sage ich, du selber. Deine Aura gibt jedem Gerät die Energie, die es braucht. Deine positive Aura, Arti. Wer hat das Lied von Fernando gewählt? Ich sehe da immer die Malcolm in the Middle-Folge, wo die einen Herzinfarkt hat, weil sie zu dem Lied tanzen. Oh mein Gott, ich mag mich gar nicht mehr erinnern an das. Gibt es eine Folge, wo einer einen Herzinfarkt hat? Licorice Recoil kann ich empfehlen. Licorice Recoil. Sagt mir gar nicht. Mini ist die Serie nicht, aber Clarkson, oh ja, das hast du mir auch empfohlen. Clarksons Farm, falls sie nicht mit dem Blatch mitgeschaut hast. Muss ich auch noch schauen, tatsächlich. Also, Jack, das hast du mir ja schon empfohlen dort, tatsächlich. Ja. Dort bei dem schönen Moment, wo wir zusammengehockt sind. Mit dir, Jack, mit dem Barracks, mit dem Ullen, mit der Lizzie, mit der Jenny, mit dem Blatch. Ah ja, und mit mir. Danke, brauche keine Empfehlung. Ich habe noch eine volle Liste. Okay. Hey Lisa, du hast heute Geburtstag. Dann pausieren wir jetzt die Songs, Lisa. Wir pausieren die Songs. Ich blende mich kurz aus. Ich blende mich wieder ein. Dann suche ich den Knopf. Für den Reverb. Lisa, bist du hier? Weil nur für dich, Lisa, gibt's jetzt ein Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lisa Version Nummer 2. Happy Birthday to you. Wow. Let's go! Hey, Happy Birthday, liebe Lisa. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, merci für den Kaffee-Drink, lieber Chat, danke vielmals. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Was hast du geschenkt bekommen, Lisa? Nebst dem, was ich dir jetzt gerade vorgesungen habe. Und nebst dem, wenn ich es schaffe, was es jetzt noch als Geschenk gibt für dich. Scheiße, ich finde den Befehl nicht. Start. Ah, jetzt Lisa.
Oh Lisa, hast du keinen Avatar? Oh Lisa, du hast halt keinen Avatar, aber wir machen trotzdem ein Foto mit dir. Ist das okay? Ist das okay? Und sonst könntest du jetzt theoretisch noch einen Avatar reinnehmen. Bin aber nicht sicher, ob das dann auch funktioniert. Aber du könntest es machen, wenn du möchtest. Du musst gar nichts. Wir machen sonst einfach das Foto auch so. Aber lieber Chat, kommen doch alle schnell aufs Foto. Wir machen ein Happy Birthday Foto mit der lieben Lisa, die heute Geburtstag hat. Ich muss noch schnell Happy Birthday, den Knopf finden fürs Happy Birthday. So, Happy Birthday als Titel. So, Chat, ich lese noch schnell ein bisschen den Chat nachher. Decor hat noch geschrieben, das habe ich mir nicht da habe ich mit nicht wissenden dummen Menschen eigentlich gemeint. Vieles, was passiert, das, was nicht läuft. Ein einfacher Fehler, der müssen halt einfach Leitfaden abrattern, weil das die meisten Probleme löst. Die sagen dir immer, sie tragen das noch im System ein, wie irgendwas gemacht haben. Dann klappt es nicht, Leute ist nochmal an, der am Telefon hast, macht genau gleich nochmal durch wie der Erste. Und auf Frage, es sollte im System stehen, was vorher gemacht worden ist, heisst, nein, steht nicht. Ja, das Gleiche bei mir mit diesen SIM-Karten. Ich habe mir eine Nummer gewünscht, ausgesucht, mehr oder weniger. Und dann hat es geheißen, gut, du bekommst die Nummer, SIM-Karte, dann ist gekommen mit dieser Nummer, plus nochmal eine SIM-Karte mit einer komplett anderen Nummer. Und dann habe ich angerufen, ich habe jetzt 2 SIM-Karten bekommen. Ich werde eigentlich nur meine Wunschnummern jetzt aktivieren. Und der hat nachher gesagt, die hat er nicht im System. Die Nummer gibt es nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe sie hier auf dem Tisch liegen. Ich habe sie heute per Post bekommen, von euch. Nein, die Nummer gibt es nicht. Und ich dachte, wenn wir jetzt diskutieren darüber, dass ich physisch eine SIM-Karte vor mir liege mit dieser Nummer, das ist eben auch so etwas. Im System steht einfach nichts. Das ist aber genau da, also so ein ähnlicher Fall, wie es jetzt der DK geschildert hat. So, ich muss noch schnell schauen, ob die Lisa noch... Nein, passt so. Jetzt habe ich einen Avatar drin. Okay, wait a second. Ich muss kurz gucken, ob ich da einen Knopf habe für... Oh, Lisa, ich gucke kurz, ob ich das manuell reinmachen kann. Lisa, Moment kurz. Wir schaffen das, ne? Wir schaffen das. So, und dann muss ich schnell im OBS, muss ich da schnell Studio Mode rein tun. Moment, schnell. Den habe ich nicht rausnehmen. Hyper ich nehme dich wieder rein. Sorry for that. So. Let's go. Lisa, alles, passt das so? Passt das so? Oh, musst Kaffee trinken, Lisa. Mit, ich muss selbst gucken, Kaffi Drink. Das ist für Schweizerdeutsch. Kaffee trinken, nochmals eingeben, Ausrufezeichen Kaffee trinken und dann klappt das auch. So, Chat, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, was ich nicht gelesen habe. Oh, Pini! Oh shit, ich habe Pini vergessen! No. Oh, ich habe Pini vergessen. I'm so sorry, Pini. Die hat mir jetzt sicher unfollowed. Die kommt nie mehr da hin. Die kommt nie mehr schauen. Pini war ja auch dabei an dieser Party. Oh mein Gott. Die ist so früh gegangen. Darum, ich habe mir so das jetzt gerade so, ich habe mich trainiert versetzt in dem Moment. Und es ist halt so früh gegangen. Ich weiss, es sind alles nur eine Ausreden. Verdammt! Jenny, Pini, I'm so sorry.
So, Chat, wer noch nicht getroffen ist, Ausrufezeichen Foto, kommt doch noch aufs Foto zusammen mit der Lisa. Hä? Da hat sich aber noch wer drauf geschmuggelt, oder Lisa? Aber ist alles gut, alles gut. Wer Anime gut findet, Black Clover, aber keine Miniserie, sagt der Decor. Call sagt, ja, der Stevie wird von Nachbarin gehütet und dann machen sie Party zu ABBA, bis die Alte im Krankenwagen abtransportiert wird. Dann trifft er, glaube ich, auf einen Hamster in Laufkugel. Oh mein Gott. Chat, wir machen schnell das Foto, dann kann ich euch auch wieder da schnell Messages einblenden, die ich vorlese. Und Kaffee trinken muss ich auch noch holen. So, letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto, der Kaffee Kostner ist drauf. Moment schnell. Lisa, streamst du? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, du streamst nicht. Oder schon? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich mache da mal so URL. Es wird nur der Name stehen. So, ich streame nicht. Nein, okay, dann ist es so besser. Also Lisa, wir machen jetzt das Foto. In 7 Sekunden. Let's go, Lisa, hier unser Foto. Happy Birthday nochmals. Dieses Foto gibt es ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Ich mache dann noch eine Insta-Story. Lisa, du kannst mir sonst noch eine DM machen, wenn du möchtest. Ne, du musst natürlich gar nichts. Du darfst mir eine DM machen und mir sagen, wie du auf Insta heißt. Kannst mich auch auf Insta kurz anschreiben. Auf Insta habe ich einfach Treuhammeren, wie hier auf Twitch als Name. Und dann kann ich dich auch markieren. So, let's go, let's go. So, Chat, ich muss noch ein bisschen nachlesen hier. Oh, was ist denn das für ein Clip hier? Was ist denn das für ein Clip? Moment schnell. Nochmal schnell den Clip von der Specku. Lisa. To you. Happy birthday. So, jetzt geh weg, Troy. Geh weg, Troy. Let's go, let's go. Danke für den Clip, Speck, und danke vielmals. Troy, meine Katzen schauen lieber dir zu, als mit mir zu kuscheln. Ja, Snuffis, so ist das Leben, oder? So ist es halt. He? Deal with it, Snuffis. Aber dafür hast du Gipfeli und ich habe kein Gipfeli. Oh mein Gott. Hey Jenny, ich hätte am liebsten doch gar nicht sagen, der Roy ist ja auch nicht da gewesen. Hey, können wir schnell... So, Chat, eine schnell da drauf schauen, bitte. Let's go. Gut, ihr habt alles wieder vergessen. He? Ihr habt vergessen, dass ich die Leute vergessen habe, zu erwähnen, die ja alle an dieser Poolparty waren, Grillparty. Ich fühle mich jetzt wirklich schlecht, Mann. Habe ich sonst noch jemanden vergessen, Jenny? Ach du Scheiße, Mann. Das ist das Alter. Chat, hä? Nicht böse sein auf mich, das ist das Alter. Ich kann nichts dafür. Geschenkt bekommen habe ich eine Lampe von League of Legends, dann habe ich bekommen ein Buch, 2 Spiele und ein Digitalkameraobjektiv und 3 Kuchen. 3, Chat, 3. Ein Kuchen langt nicht, 2 Kuchen langen nicht. Es müssen sein. Drei. Genau, danke vielmals, Bautz. Let's go. Oh, Chat. Hey, aber Lisa,
Jetzt, was mich wundernimmt, also sehr geile Geschenke, aber was mich wundernimmt, was für ein Spiel hast du bekommen und was für ein Objektiv ist das? Das nimmt mich wunder. Was für ein Objektiv? Da, 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 da. Trini, logisch geil, ja, true. Hat Trini immer mit sehr, sehr geilen Song-Requests. Und Speck noch. Ah, der Speck war auch noch der. Gewesen. Stimmt, der Speck war auch noch der. Gewesen. Nein, sag ich. Hey, danke dir, Lisa. Ich gucke es mir dann nachher an. Also die Story, die kommt dann in den kommenden Tagen. Ne? Manchmal brauche ich mehr als eine Woche, bis denn das soweit ist. Aber ich gebe mir Mühe. Übrigens auch geil, hä? Wer hat sich das gewünscht? Holy shit, man. Das ist gerade so, die Stimmung ändert gerade oder, bei dem Soundtrack. Gewünscht von Ullenbullen. Oha. Habe ich da irgendeinen passenden Effekt für das? Chat? Habe ich da einen passenden Effekt? Oh. Oh. Let's go. Nice one. Nice one. Hey, und Apfelmast, grüezi, Apfelmast, wie geht's dir? Hello. Wie war deine Woche gewesen? Wie geht's dir? Hat ich nicht können hängen lassen. Hey, der Bounce ist halt, der Bounce ist eben der Real MVP da, oder? Der Sieg lässt mich nicht hängen, oder? Gallo Ballo. Escape. Chat. Escape Room. Hä? Ganz was Spezielles. Escape Room Spiel und ein Canon Objektiv 200 mm. Bin noch lost und Anfänger in dem Bereich. Okay. Aber gut, also ich bin auch nicht Profi, ich bin auch Anfänger. Also ich kann da eigentlich auch nicht jetzt erklären, für was ein 200 mm Objektiv gut ist, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass da kann man auf Entfernung doch schön fotografieren, oder? Arti, hilf mir. Arti, ihr Fotografen hier im Chat, helfen mir. 200 mm, das ist schon recht innen gezoomt. Käme auch ganz neu. Ja, also ist das noch vor dem Effekt gewesen? Oh nein, ist die Musik weg gewesen, Ullen, währenddessen? Oh no, oh shit, dann ist etwas falsch gelaufen. Ich habe noch gedacht, es geht wahrscheinlich nicht mit der Musik. I'm so sorry. Ja, ich habe die Musik eben weiterhin gehört. Scheiße, ist die Musik weg gewesen? Ja, fuck, I know. Weil eigentlich kommt eine andere Musik und die habe ich jetzt eben abgestellt, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich die andere ja mute. Das ist halt alles automatisiert. Ja, dann war es jetzt ein bisschen doof gewesen. Müsst euch halt die Musik vorstellen. 200 mm Tele, ja. Ja, das ist Teletext, Chat. Teletext. Leichtes Tele, sagt der Calls.
Ah, Chat, ich muss Chat lesen, Mann. Ich muss Chat lesen. Oh, Decor, merci übrigens für den Lurk-Support. Danke vielmals. Meine Cam hat 5 bis 50 mm und das ist schon einiges an Zoom. Ja, also. Ja. Also, ihr seht mich jetzt. Ihr seht mich jetzt über ein 16 mm Objektiv. Das ist 16 mm. Ich berühre jetzt das Objektiv. Ich berühre jetzt das Objektiv. Das heisst, ich muss es nicht weit wegstellen, 16 mm. Das ist perfekt, meiner Meinung nach, für die Distanz für einen Streamer zum Beispiel. 16 mm bei APS-C. Nicht Vollformat, also, oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, von was ich rede, Chat. Der Furzeffekt hat den Effekt gerettet, okay. Gut. Also jetzt habe ich es falsch angeklickt. Ich finde das Objektiv ja super, aber ich habe eine Kamera, die ist so circa 2005 vom Bildschirm her, also kurios. Okay. Okay, speziell? Okay. Kurios. Also, ich kann mir jetzt aber nichts darunter vorstellen. Der Bildschirm, der ist... Was ist denn da speziell? Also wie war das? Seitdem Bounce Vito seine neue Haare hat er hier kein Recht mehr, egal welches Thema. Also, ich muss jetzt schon sagen, also lieber Chat, haben ihr schon im Bounce seine neue Frisur gesehen? Also die ist jetzt wirklich, das ist bombastisch, Chat. Das hat mich wirklich, ich habe ihm gesagt, ich habe im Bounce gesagt, schau Bounce, ich bin mein Leben lang bin ich eigentlich härter gekommen, aber jetzt hinterfrage ich es gerade ein bisschen in diesem Moment. Also wirklich geile Friesen, geile Haare. Achtung Chat, jetzt kommt der Flex. Oh, der Flex ist glaube ich schon gekommen, oder? Rauf bis 2500 mm. Oha. Ich tue da gar nicht klicken. Ich vergesse zu klicken. Chat. So, ihr Lieben, ich kreuche mich aber ins Bettchen. Danke für die Unterhaltung und bis frühestens in 2 Wochen wieder viel Spaß euch noch. Hey, Lilu, schön, dass du dabei bist. Hat mich mega gefreut. Ich wünsche dir in diesem Fall eine schöne Zeit. Hey, genieß es. Und bis in 2 Wochen wahrscheinlich. Würde mich natürlich freuen. Bye, bye. Hey, Snuffis, ich habe es gar nicht vor... Mein Gott, ich habe es gar nicht gesehen, Snuffis. Snuffis, du hast 1000 Bits reingehauen. Oh, holy. Und hey, Lilo, nochmal gute Nacht, gell? Schlaf gut. Schönen Sonntag. Bye, bye, tschüss. Snuffis. Merci vielmals für den Support. Danke vielmals für 1000 Bits. Holy shit, aber but why? Snuffis, nur weil ich jetzt auf dem grossen Fernsehen bin. Danke vielmals für den Support. Ja, das wäre aber nicht nötig. Wäre nicht nötig, Snuffis. Aber bei der Reihe der Kamera kannst du alle Objektive aufschrauben, aber die Qualität auf dem Bildschirm ist naja. Und die Kamera an sich wiegt halt gefühlt 8 Kilo. Ach so, die Vorschau. Also die Vorschau entspricht nicht unbedingt dem, was man dann auf dem Foto hat. Sehe ich das richtig? Verstehe ich das richtig? Aber mit Stativ geht es ja auch wieder, aber ohne es anstrengend zu halten, die Kamera. Okay, ja gut, bei 8 Kilo, true, das verstehe ich. Fotos auf dem Kameramonitor zu beurteilen ist generell schwierig, egal welche Marke. Das stimmt aber schon. Die Erfahrung habe ich schon auch gemacht, ja. Nein, aber damit du das nächste Mal Gipfeli hast. Ja, aber dann musst du die 1000 Bits im Universum spenden, Snuffis.
Im Universum, weil das Universum entscheidet, ob ich Gipfel bekomme oder nicht. So funktioniert das Leben, Chat. Troy wechselt das auf. Okay, let's watch this. Let's watch this. Okay, nice, nice. Danke für den Clip. Oh, so gut. Danke für das, Simple. Let's go. Hä? True Words. Oh, der Furz, den müssen wir uns auch noch schnell geben. Der Furz. Ah ja, jetzt kommt... Ja gut, da muss im Clip ist sie halt so oder so nicht. Okay, ja shit, ich bin halt am Reden gewesen, Chat. Ich muss es nochmal schnell machen. Ich bin halt am Reden gewesen, oder? Jetzt kann ich es jetzt nicht nochmal abspielen. Das ist okay, es ist wirklich gut timed. Es ist wirklich... Okay, aber... Also, der Furz hat den Effekt mehr als nur gerettet. Es hat ihn einfach zu einem ganz anderen Effekt gemacht. Aber das ist echt gut, Jenny. Let's go. Den Clip benutze ich mal. Nein, Gritti, hä? Gritti, mach das nochmal, hä? Nein, Bounce, tu es. Das ist die Erlaubnis. Hey, come on, no! Für das Universum. Oh. Gib an Troy nächsten Samstag Gipfeli Troy Gipfeli. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, Snuffis. Das ist dir schon bewusst, oder? Also das war nicht die Idee, dass du jetzt nochmal 1040 reingehst. Oh Mann. Universum! Ich habe den Text vergessen. Was muss ich im Universum sagen? Nehme die 2000 Bits und schenke mir Gipfelis. Was ist jetzt passiert, Chat? Sind jetzt Gipfelis, sind sie angekommen? Oh, shit, man, Snuffis, merci vielmals. Gell? Also, aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Danke vielmals für den riesig Support. Ey. Da kann ich mir also mehr als nur ein Gipfel holen. Und ich muss mir immer noch Kaffee trinken, da fällt mir gerade ein. Nick, ich hab's nicht vergessen. Ich finde gerade wichtig, so mit Stative und fotografieren können, aber bin auch froh, einfach mal das Hobby zu haben, wo ich raus kann, wo ich auch tolle Fotos bekomme, etc. Daher glücklich. Hey, Lisa, das verstehe ich absolut. Ja. Bounce würde jetzt sagen, absolument. Also verstehe ich. Das ist wirklich, das finde ich schön. Das ist auch ein schönes Hobby. Ich wollte mal ein bisschen anfangen, so mit Fotografieren, aber ich habe es dann nie wirklich gemacht. Hey Mutti, ich habe dich nie begrüßt. Mutti, bist du noch da? Please, Mutti, sag, dass du noch da bist. Mutti. Ich habe den Vater vom Chat verloren. Ich habe dich nicht begrüßt. Mutti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Mutti. Deal with it. Ah ja, Gritti. Siehst also wieder anständig aus, muss ich schon sagen. Aber lang ist halt schon auch geil. Nein, es ist beides geil. Aber wirklich, also, weißt du, wie es noch so, ich weiss gar nicht, wie man dieser Frisur sagt, die er jetzt gestern hatte, der Bounce. Ist es gestern gewesen, oder? Oder vorgestern, ich weiss es nicht mehr. Also, das ist... Holy shit, Mann, holy shit. Heil! Oh no, Mutti! Aber du bist nicht da. Du bist nicht da. Sorry, dass ich dich überlese. Das war wirklich nicht meine Absicht gewesen. Aber das weisst ja du sicher. Bin noch da, wie geht's? Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Komische Woche gewesen, ein bisschen stressig. Viel Stress mit Sunrise.
diesen huren Bananen. Sunrise hat mich viele Nerven gekostet die Woche. Aber sonst ist alles gut. Weekend jetzt. Und ich muss mir jetzt unbedingt einen Kaffee trinken, Chat. Ich habe nämlich wirklich Durst. Diese Frisur sagt mir geschleckert. Ja, true. Jenny, absolut true. Aber ich finde es wirklich geil. Holy shit, man. Aber es hat beides seinen Charme, ja. Hat beides seinen Charme. Ich bin aber der Meinung, Bounce, Bounce, hörst du mir zu? Ich bin der Meinung, die langen Haare passen besser zum Stil vom Bounce grundsätzlich. Und die geschleckerte Frisur ist einfach mega fresh. Es ist einfach mega fresh. Aber dann müsste ich fast den Bounce, dann müsste noch so einen Anzug anhaben oder so. Ja, wisst ihr, was ich meine? So ein Anzug, eine Fliege. Nein, jetzt weiss ich es. Wie das Mäscheli, das wir im Bounce Rot gegeben haben im letzten Stream. Ja, im Kino, Bridge of Spirits, hat es ja die kleinen Rots. Und jedem Rot habe ich einfach so einen Namen gegeben. Und einer war der Bounce. Und jedem Rot kann ich dann auch irgend so ein Hütchen geben. Und im Bounce habe ich dann so ein Mäscheli gegeben. Eine Schleife. Und so eine Schleife, die fehlt jetzt noch bei ihm. Habt ihr viele Alternativen, was Internetverträge betrifft? Ich nicht, nein. Aber kommt halt auch ein bisschen auf die Region drauf an. Und ob man Glasfaser hat, würde ich jetzt behaupten. Hey, was die langen passen besser zu meinem Stil, also mehr so Wichser. Nein, nein. Also ganz sicher nicht, gell? Einfach so ein bisschen, nicht Wichser-Style, ganz sicher nicht, aber so locker, weißt du, so ein bisschen der lockere Stil. Ja, Tanktop, das Käppi. Und das verkehrte Käppi und dann kommen noch die Haare raus. Also da meine ich einfach so der lockere Stil. So der I don't give a fuck Stil. Pascal, merci für das Shoutout, Mann. Ich weiß gar nicht, ob du mich hörst, Mann, aber merci für den Shoutout, danke. Danke vielmals. Lang immer gut. Der Trailer Park Bounce. Mhm. Nein. White, das hast jetzt du gesagt. White Trash, beautiful, einfach. Nein, ich finde wirklich auch so, das ist so der lockere Stil. Ich find das auch schön. Aber ich finde ja beides schön. Ja, man kann sich ja auch so kleiden, wie man will und wie man sich fühlt. Am liebsten wäre ich ja nackt. Aber Twitch TOS. Wir kennen es alle, wir wissen alle Bescheid. Und darum habe ich halt Hömmli an. Bounce man Partyhut. Ein Partyhut. Chat. Was haben wir für Zeit? Wie voll ist denn die Playlist noch? Fragen über Fragen. Wir lassen jetzt die Playlist noch ein bisschen weiter. Sobald sie fertig ist, entscheide ich, ob ich sie nochmal aufmache. Ich gehe mir jetzt ganz sicher schnell einen Kaffee trinken holen. Aber ich lese zuerst noch ein bisschen Chat. Ist halt schon geil, aber so Fäden stressen einfach mit der Zeit. Du hast es erzählt. Und ich habe noch nie so lange Haare gehabt. Ich kann wie nicht mitreden. Also Chat, wenn ich so lange Haare hätte, wie der Bounce vorher hatte, ich würde aussehen wie einer aus der Steinzeit. Wirklich so würde ich aussehen. Wahrscheinlich würden wir die Sachen aufstehen. So halb. Auf allen Seiten wahrscheinlich. Nein, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es einfach dass es stresst.
also einerseits hast du immer irgendwie viel zu tun, also willst du es ja auch irgendwie ein bisschen schön haben, ein bisschen pflegen, I don't know. Und dann liegst du im Nest und keine Ahnung, deine eigenen Haare versuchen dich zu erwürgen. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Also das kann ich mir absolut vorstellen, dass es gewollt hat. Und dazu kommt ja, hey, im Sommer ist es halt schon geil, wenn die Haare ein bisschen kürzer sind, oder Bounce? Das ist ein bisschen luftiger und so. Dafür wenn du vor einem Fenster stehst, dann windet es dir halt die Haare nicht so schön in Slow Motion hinter. Das geht dann halt nicht mehr. Nippelkette unter dem Hemd, ja, unter dem Hemd. Ich kann hier ziehen. Aber ich kann auch gegen raufziehen, schön. Ich gehe mir jetzt einen Kaffee trinken. Ist da die Nippelkette weggemacht? Ja. Shake your booty. Let's do it. Let's dance. So, bin ich sie. Ich verschwinde jetzt aber mal ins Bettchen, bin sehr müde, Elisa. Schön, dass du hier warst. Nochmals. Ja, du hast ja. Aber jetzt musst du doch noch 1 Stunde und 9 Minuten deinen Geburtstag feiern, Lisa. Nee, Quatsch. Wenn du müde bist, dann geh schlafen, Lisa. Ich wünsche dir einen ganz guten Schlaf. Schönen Sonntag noch. Kannst auch gerne noch Ausrufezeichen Gute Nacht reinmachen in den Chat. Dann bekommst du noch eine Nachricht von meinem Bot GPT, die ich vorlese. Aber hey, mach's gut, Lisa. Bye, bye, tschüss. Absolument. Absolument, Chat. Lange Haare sind geil. Übrigens, merci vielmals, Nick, für den Coffee Drink. Merci vielmals. Und lange Nasenhaar. Also du hast sie dann amigs noch so zöpfeln, oder was? Nasse Haar oder Nasenhaar, jetzt komme ich nicht raus. Nasse Haar, hä? Mit Hawaii-Tattoo auch geil, oder Girls? Ja, was wäre so ein Hawaii-Tattoo? So, das sind doch die, ich glaube, ich weiß, das sind doch die Muster wie... Fuck. Wo war ich da? Es gibt doch den Film. Vaiana oder Moana oder Ramona. Ich weiß nicht, wie es heisst. Und der tut auch so Tattoos. Meinst du sättige Tattoos? Oder meinst du sättige Tattoos simpel? Küss. Hand gewaschen. Nach dem Kaffee trinken holen. Ja, wisst ihr, wenn ich da ein bisschen ziehe, ja, dann sind es die Nippel. Und wenn ich da gegen, Also wenn es so schnell geht, ist es dann auch nicht gesund. Ich habe nur einen Kaffee gehabt, Mann. Ich schwöre, wie Flash beim Kühlschrank, swoosh. Hä? Ja, also ganz ehrlich, ich habe das Golfwägeli genommen. Ich bin ehrlich, ich habe das Golfwägeli genommen, um im Westflügel überfahren schnell, weil nur im Westflügel habe ich den Kaffee trinken im einen Kühlschrank, also in dem mittelgrossen Kühlschrank, habe ich nur Kaffeetrinks drin, im Westflügel.
Und dort bin ich schnell mit dem Golfwagen angefahren. Troy hat gerade Sunrise-Werbung bekommen auf dem TV. Geht weg. Geht weg, Sunrise. Geht weg. Ja, geht weg. Nein, nicht ihr, Chat, nicht ihr. Bleibt da, Chat. Bleibt da. Besucht noch schnell meine OnlyFans-Seite, die ihr offen habt im Tab. Ja, ganz wichtig. Schöner Song übrigens. Was ist das für ein Song? Specko. Nice one. Chillig. Mega chillig. Also ich habe nichts damit zu tun, Snuffis. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wo bin ich gewesen? Zum Glück bekomme ich Werbung für Eyeliner, oder wie das Chemiezeug für den Glubscher heisst. Eyeliner-Werbung, ohne Scheiß. What the hell? Oh, geil. Aber wisst ihr, also muss ich euch ja nicht sagen. Wie findet ihr aber die Werbung? Die kommt ja überall. Die ist auch schon mal gekommen. Die eine Werbung, die jetzt aktuell auch wieder kommt, wo am Anfang immer so etwas kommt. Und man munkelt, das ist ein Easter Egg bei mir, das noch nicht gefunden worden ist. Herr Chat, was haltet ihr von dieser Werbung? Heiße nackt. What? Das mit den langen Haaren, dass die geil sind, kann ich bestätigen. Okay, Carnage, ja, du hast auch längere Haare. True. Maya. Ja, Tattoos, wo noch singen, ja genau. Und wo sich bewegen, ja genau. Maori, oh ja, true. Das ist wahrscheinlich der Stil, hä? Was ist im Ostflügel? Also ich nenne es auch der Ost-Sex-Dungeon. Das sage ich. Ich habe einen Kühlschrank bald unter dem Tisch. Was gibt es für einen? Gibt es einen speziellen? Oh mein Gott, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube, wir sind jeden Sommer bei dem Thema, dass ich gerne einen Marshall-Verstärker-Kühlschrank hätte. Aber nicht jetzt aktuell, aber noch nicht tatsächlich, weil ich zu wenig Platz habe. Weil ein Kühlschrank unter dem Tisch ist schon geil, aber man muss sich auch bewusst sein, dass der heizt. Der kühlt innen, heizt aber außen. Und im Moment brauche ich nicht noch etwas, das zusätzlich Wärme generiert. Ich habe auch gerade gewechselt, weg von Sunrise. Hey. Ja, Bounce, aber du hast mitbekommen, oder? Den hohen Scheissdreck, den ich hatte mit denen. Also ich habe einfach einen Abo-Wechsel gemacht. Ich kann leider nicht einfach so weg, weil es immer noch die schnellsten sind tatsächlich. Aber ja, eine hohe Scheisserei gehabt, bis ich endlich das Modem bekommen habe. Eine hohe Scheisserei gehabt, weil ich noch ein neues Mobile-Abo gelöst habe. Wo eigentlich quasi ein Entgegenkommen war von Sunrise her. Ich habe noch ein Problem gehabt. Ja, mach mal. Ullen, komm, bring ihn. Ich pausiere schnell die Musik. Für den Ullen. Komm, bring ihn heim. Aha, der Ullen will nicht das Easter Egg auflösen. Ich meinte, Ullen, du willst jetzt das Easter Egg claimen. Das eine Easter Egg. Ihr wisst nicht, was ich meine, oder? Chat. Also, es ist so, es kommt aktuell für irgendetwas an eine Werbung auf Twitch
Und dann kommt immer so der einer, der etwas schreit. Und das ist früher schon immer gekommen. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Was für ein wundervoller Tag! Let's go, Ullen. Danke vielmals, dass du jetzt den noch schnell geclaimt hast. So, Chat. Ullen, GZ zum Easter Not Egg. fucking cool. You have no fucking idea how not fucking cool that shit is. Nein! Okay. Das war richtig. Ich hatte schon Angst, der Ullen 6 war. So, Chat, wo bin ich? Ich muss noch im DC schauen, Ullen. Okay, let's go. Das mache ich noch. Ich lese noch schnell den Chat weiter. Da. Moment, was habe ich da vorhin nicht gelesen? Schnell den Suit machen. 6 Dungeon was? Moment, was? Das müssen wir erklären. Wie komme ich da rein? Mit dem Codewort. Ja? Mit dem Codewort kommst du dort rein, simpel. Und nur mit dem Codewort kommst du dort auch wieder raus. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Hat das Safe Word? Für diese Abwärme habe ich ja die Klimaanlage, Troy. Da wird das warme Kühl gemacht. Und wo geht dann die ganze warme Luft hin? Wo schickst du die hin? Zum Nachbar? Also zum Nachbar rüber. Nein, ich komme da raus. Ich gehe ja schon ins Loch bei. Arti, alles gut. He? Heute bleibst du verschont. Ich hätte jetzt gerade einen anderen müssen ins Loch runterkicken. Wer hat auch warme Luft bei euch? Also jetzt ist es weg. Hey Renegade, grüezi. Grüezi, wie geht's dir? Ich lese nachher deine Nachricht nochmal, dass ich gerade wegklickt aus Versehen. Renegade, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Renegade mit der Spielzeughammerkarte. Renegade, let's fucking go. Schnell schauen, wo ich sie habe. Ja, schau, also ich tue jetzt natürlich nicht leaken, aber da habe ich jede Karte einig. Jede Karte von Season 1 und von Season 2, inklusive der hochmysteriösen Karte, die man sich bei Season 2 noch zusammenbauen kann, habe ich auch da. Ja. Oh nein, Spielzeughammer hast du. Wo ist das denn? Die Spielzeughammerkarte, Chat. Let's go. So ein schönes Lied. Troys Hammerkarte für den Bounce, Mann. Für den Bounce. Ja, was, Bro? Nein, er ist nicht zufrieden. Er ist halt nicht zufrieden. Aber ich zahle jetzt halt weniger als die Hälfte wie vorher. Ich habe vorher noch 134 gezahlt und jetzt zahle ich 79. Also nicht weniger als die Hälfte, aber es ist ganz okay. Für 2,5 Gigabit Speed. Aber ist es geil. Rauf habe ich leider immer noch 100 Megabit, was ein bisschen scheisse ist, aber egal. Ich kann leider nicht in 16K streamen, Chat. Leider nicht. Ne? Nein, ich habe was anderes gemacht. Ich konnte nicht zulassen. Aber du hast dir halt das Easter Egg schnell gehalten, oder, Wullen? So rise to the blind would be awful majestic. It would be the most beautiful thing that I ever had seen. Chat, geiles Lied. Calls, merci vielmals. Ullen, ich schaue übrigens nachher. Du mich sonst noch mal daran erinnern, wenn du irgendwie das Gefühl hast, jetzt hättest du den Troy vergessen. Schnell noch ein bisschen Chat lesen, damit ich da wieder nachher bin. Ja, Schritt Nummer 1. Ich bin über 20 Jahre bei denen und meinst, die hätten mal Rabatt springen lassen.
Hey, aber Bounce, ich kann dir sagen, die machen verdammt schnell Rabatt. Nur schon, wenn du ein bisschen antönst, dass du nicht mehr zufrieden bist, als du etwas Neues suchst, die geben dir brutalsten Rabatt, ohne Scheiß. Das war meine Erfahrung. Das ist aber überall so, tatsächlich. Da merkst du, wie viel, wie soll ich sagen, ja, Marge, man kann schon sagen Marge. Aber wie viel Marge das die dort haben und wie weit das die runterkommen, das ist eigentlich schon gewaltig. Wie gesagt, die haben mir quasi jetzt auch ein Mobile-Abo für 70 Stutz im Monat geschenkt. Und das hat einfach einen entschieden. Also, wahrscheinlich ging sogar noch mehr. In gröberen Fall. So, Chat, wo bin ich gewesen? Hat es noch Nüssli, da ist leider kein Easter Egg. An dem Ullen, nur weil ich am Spider-Man-Socken bin. Aber Jack, du hättest es geholt, oder? Du hättest es schon begriffen, wenn du jetzt nicht noch etwas anderes am Machen gewesen wärst. Ich habe ein Meme gemacht für den Trilux nachher. Hey, was bannst du denn einfach? Willst du nicht die besten Viewers? Ich habe schon die besten Viewers, Mann. Kann man, jetzt schaltet Musik ab. Ich habe schon die besten Viewers, Mann. Hä? Ich meine, schaut mal hier in den Chat rein. Schaut mal die Namen an. Da. Der Bounce, der Nick, der Speck, Simple. Nochmal der Bounce, Calls, der Ullen. Hä? Kommt noch jemand? Nochmal der Ullen. Hä? Das sind die besten Viewers. Ja, endlich müsste ich bei anderen in den Chat reinkommen und sagen, wenn ihr die besten Viewers, die es gibt, dann kommen so mehr. Hä? So ist es nämlich. Gott verdeckeln noch einmal. Wer hat auch warme Luft bei sich? Hey, ich, Renegade, ich. 30,1 Grad. Also wenn ihr es nicht glaubt, Chat. Ja, schnell alles umrühren. So machen wir das, Chat. So machen wir das. 30,1 Grad. Bei 50%iger Kaffeetrink Feuchtigkeit. Der wird nach draußen befördert via Unterdruck. Okay. Okay. Ullen, wir brauchen die schnell. Ullen, wir brauchen die schnell. Unterdruck, Chat. Das ist der Moment, wo man abhebt, wo die Schwerelosigkeit einsetzt. Das ist dann, wenn der Unterdruck ist. Gemäß Ullen. Da kühle ich Eistee im Gefrieren für 2 Stunden, der ist nach 1 Minute weg. Hey, ich habe meinen Kaffee schon leer und ich habe wirklich auch gerade mega Durst. Das heisst, ich muss mir nachher gerade noch mal etwas, ein kühles Wässerchen holen aus dem Kühlschrank. Nach 1 Minute weg, ja nicht, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Warm, aber sonst prima, hey, ja, Renegade. Also, ohne Scheiß, viele feiern den Sommer. Ich freue mich auf einen Winter, Chat. Winter is coming. Ganz klar, he? Ich bin ein Winterkind. Ich meine, schaut mich mal an. Schaut mal da. Das ist der Winterranzen. Ich dachte gerade, warum läuft mein Alert? Also auf was bezogen? Highway Racer, sagen wir nochmal schnell, um was es geht. Aha, wegen der Musik. Also, ja, aber das wissen natürlich die anderen nicht, ja? Das weiß ich. Highway Racer. Du musst vielleicht noch schnell erklären für den Chat, was du damit meinst. Immer die gleiche Mist-Piss-Kack-Scheiße. Die Mist-Piss-Kack-Scheiße, Chat. Also, der Bounce hat Troy Sammer 7, Spielzeughammer 4, Gameplay 2. Oh mein Gott. Irgendwann hat der Bounce auch so 100 Hammer und einfach immer noch 2 Gameplay-Karten zwischen nichts. Ich meine, schau das mal an! Ruhe, Mann! Lieber 1 Stunde Support machen für 1 Monat gratis Internet. Okay. Ja, wieso nicht? Das tut nach einem fairen Deal. Hey, Wingo, Beste. Wingo, Beste. Ich habe mein Mobile-Abo bei Wingo. Und darum, das ist auch der Grund, wieso ich nicht weg will. Wingo liebe ich.
Und Wingo hat natürlich auch Internet, ja. Aber das wäre langsam bei mir, darum ist das keine Option. Hätte ich Glasfaser, wäre ich bei Wingo Chat. Speck, das wäre der Fall. Swingo. Nick, hast du getrunken, Mann? Der Nick hat getrunken, oder? Hey, nur Handy, zahle jetzt 29,90 statt 70 vorher. I mean, hey, das ist geil. Also, ich bin bei Wingo mit dem Handy und ich zahle irgendwie 23 Franken pro Monat für ein Abo, wo ich glaube, es ist etwa 60 Stutz wert. Tatsächlich. Das war mal so eine Promo. Und das ist lebenslang. Das ist mega geil. Also dort liebe Wingo wirklich. Man muss immer ein bisschen schauen, welche Promos aktiv sind. Aber es ist auch so, wenn die eine Promo machen und sagen, hey, halber Preis, dann kannst du als bestehender Kunde einfach dich einloggen, sagen, Promo einlösen, zack, halber Preis. Lebenslang. Man muss halt einfach reagieren als Kunde, das kommt nicht von selber, aber dass die das so unkompliziert für Bestandeskunden machen, das ist sonst nicht so der Fall. Also jetzt bei Sunrise haben sie auch manchmal gesagt, ja, wir können das Günstigere, was sie da gesagt haben mit dem Internet-Abo, das ist nur für Neukunden. Also meistens sagen sie eben wirklich, das ist nur für Neukunden. Wingo sagt einfach, hey, ja, du kannst es auch haben. Du kannst es auch haben, da. Alle bekommen einen halben Preis. Bei Swisscom gibt es für 25 Jahre Bestandskunden feuchten Scheiß. Aber ich finde es interessant, Wingo, den ich jetzt erwähnt habe, wo ich wirklich zufrieden bin, und ich rede immer gut über Wingo, ist eine Tochterfirma von der Swisscom. Also Calls, einfach falls du noch nicht kennst, ich nehme an, du hast auch schon mal geschaut, oder Wingo ist der vielleicht ein Begriff, schau dir das mal an. Es ist eigentlich Swisscom, also es ist das Swisscom-Netz auch. Es ist eine Swisscom-Nummer, kannst sie auch übernehmen und so. Mein Gott, Wingo gibt mir Geld, ich mache da gerade Werbung für euch, mein Gott. Aber schau dir das mal an, es ist wirklich interessant von den Preisen her. Also Easter Egg war ja mega easy gewesen. Nudeln. Nudeln. Ja, also der war jetzt schon Geschenk gewesen. Es sind auch nicht alle bei der Sache gewesen, wie der Jack zum Beispiel. Der macht wieder andere Sachen. Konzentriert sich halt nicht auf meinen Stream, oder? Der spielt halt geile Spiele, die wirklich geil sind. Und ich muss sagen, hey, das verstehe ich. Spider-Man ist halt wirklich ein gutes Spiel. Viertel. Ich bin 6 Minuten nach und übrigens Chat. Ihr seht jetzt immer die Messages. Seht ihr, wie lange die her sind? Danke vielmals, Carnage. Carnage, merci vielmals für den Input. Gute Idee. Ja, voll als direkt kapiert, wo du gesagt hast, wo einer was rumlärmt. Ja. Ich habe dann auch gedacht, also jetzt müsst ihr es begreifen. Weil ich habe ja auch gewusst, dass du, Ullen, und du, Jack, im Chat sind. Und wir beide wissen, von was ich rede. Also ich war auch lange bei Sunrise, no Problem. Ja, das glaube ich. Aber das sagen so viel. Aber dazu kommt, also so habe ich die Erfahrung gemacht, ganz allgemein, auch bei UPC. UPC ist auch, ich meine, UPC ist jetzt Sunrise. Und wo UPC noch UPC war, die haben auch ähnliche Probleme gehabt, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn es läuft, dann läuft es. Solange du es nicht anlängst und nicht veränderst, hast du eigentlich kein Problem. Aber mach mal einen Abowechsel. Und dann hast du Gott verdeckelt ein Problem nach dem anderen. Bei Wingo bis jetzt zufrieden. Ich auch. Wer ist der Beste? Das bist natürlich du, lieber Chat. Schau jetzt, der Chat ganz allgemein. Aber der Jack und der Paul sind keine Viewers, das sind Streamer, die hier kommen spionieren. Jack, Bounce, wir brauchen ein Statement von euch. Was sagt ihr da dazu? Wollt ihr das kommentieren? Ja, könnt jetzt da nochmal lesen, was der Calls geschrieben hat. He? Spionieren? Was macht ihr denn mit diesen Daten oder mit diesen Infos, die ihr hier findet bei mir? Oh, Calls, ich mache nochmal auf. Ich glaube, wir können nochmal aufmachen für 30 Minuten. Oder?
Songrequests sind offen für weitere 30 Minuten. 30 Minuten verbleibend. Ausrufezeichen SR Abstand Spotify-Link. Vakuum, richtig. 22. September ist Herbstanfang. Ja, aber der Herbst ist noch nicht der Winter, Mutti. Der Herbst ist noch nicht der Winter. Ich warte halt wirklich auf den Winter. Hey Uli, welcome back, let's go. Was hast du gemacht, Uli? Was hast du gemacht? Das wollen wir jetzt wissen. Nein, sag ich. Aber was, du hast kein Glasfaser in die Hütte zu sagen? Nein. Als bestehender Kunde, ja, Bounce, richtig. Also, ihr redet jetzt halt von Wingo, gell? Da, das Beispiel. Dort ist es mega unkompliziert. Aber ich kann dir auch sagen, das habe ich vorhin, glaube ich, noch einmal erwähnt, sie kommen dir schon schnell entgegen, auch als bestehender Kunde. Eigentlich musst du nur, also wirklich, Chat, probiert es einfach mal. Ruft euch mal an bei eurem Provider und sagt, ja, ich bin mir gerade am Überlegen, zu wechseln zu jemand anderem. Aber ich habe gedacht, ich rufe schnell an, vielleicht habt ihr ja noch irgendein Angebot, das doch besser ist. Ihr bekommt 100 Pro. Also ihr bindet euch vielleicht, sehr wahrscheinlich bindet ihr euch für ich sage mal, 2 Jahre. Aber wenn es echt darum geht, ihr wollt einen bisschen günstigeren Preis haben. Auch wenn nur für 2 Jahre. Probiert das einfach mal. Ich bin überzeugt, dass die ganz, ganz schnell euch ein gutes Angebot machen. Wo mehr kann, als das, was ihr jetzt habt. Und dann noch günstiger ist wahrscheinlich. Und probieren schadet ja nichts. Können ja immer noch sagen, ja, ich muss mir es noch mal überlegen. Ich würde mich sonst noch mal melden oder so. Bei den 3 grossen Anbietern ist immer alles nur für Neukunden. Ja, true. This is fine, leider noch nicht, Carnage. Leider noch nicht. Also mal probiert mit Rabatt beim bestehenden Sunrise-Abo, bis dort bei der richtigen Person landest. Nein, hat mir halt abgelöscht, habe ich gefunden. Tschüss. Okay, interessant. Bei mir ist da wirklich ganz, ganz schnell gegangen. Ich habe wirklich dann beim einen Telefonat gesagt, hey Leute, ich habe schon Angst gehabt, dass es nicht einfach wird mit dem Wechsel. Aber jetzt ist es so weit, dass ich mir echt überlege, dass ich es künde und noch jemand anders hingehe. Und dann ist da, haben sie gesagt, Herr Troy, Moment schnell. Wir machen das so. Sie bekommen geschenkt das und dieses und bla und ich zahle genau gleich viel, habe einfach noch ein Mobile-Abo mit unlimitiert Schweiz, Europa dabei. Ich muss sagen, okay. Okay. Dann ist es halt weitergegangen. Dann ist halt eben das nochmal 5 Telefonate gedauert, bis dann das gelaufen ist. Aber sie sind mir sehr schnell entgegengekommen. Ich spiele dieses super lustige Game namens OBS. OBS ist eigentlich ein super Spiel, tatsächlich. Ich habe mit dem Nachteil zu Salt gewechselt. Der gleich beschissene Service, aber für 30 Stutz pro Monat habe ich bei Swisscom 1,5 GB Datenvolumen gehabt. Jetzt bei Salt habe ich unbegrenzt und im Ausland 3 GB pro Monat. Das ist nice, für 30. Ich muss gerade schnell überlegen. Für 30 Stutz unbegrenzt. Okay, ja. Das ist eben, ja, es ist etwas so ein bisschen ähnlich wie ich so bei Wingo. Aber noch, bei mir ist es noch ein bisschen günstiger. Aber es ist ein guter Preis, Calls auf jeden Fall. Ich war voll zufrieden die längste Zeit, aber es war einfach zu teuer. Hey, absolut. Also ich habe auch, man achtet sich halt gar nicht drauf. Oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so Internetleitung und Mobile-Abo, oder? Man zahlt es halt einfach. Man zahlt es halt einfach. Seit Jahren zahlt man es halt einfach. Aber geht ab und zu mal vergleichen, wie die aktuellen Angebote sind. Weil ganz häufig ist es so, dass ihr ein uraltes Abo habt, das es schon ewig nicht mehr gibt, oder mehr zahlt als bei einem neuen Abo. Also, wisst ihr, was ich meine? Vergleicht einfach einmal die Preise und wenn ihr merkt, hey, eigentlich zahle ich zu viel, dann wechselt auch. Also entweder innerhalb des Provider, das ist wahrscheinlich am einfachsten, oder dann auch zu einem anderen Provider. Billy Talent, let's go! Glaubt dem Calls überhaupt, was
Der folgt ja erst 2 Stunden und weiss darum gar nicht, von was er redet. Nach dem Stream. Der folgt schon nicht mehr, Chat. Er folgt schon nicht mehr. Okay, er folgt noch. Er folgt immer noch. Er folgt immer noch. Nein, Karls, alles gut. Jetzt hat er 100 Pro Unfollows. Geiles Lied, love it. Wer hat sich das gewünscht, Chat? Wer hat sich das gewünscht? Speck, Mann. Schau jetzt an. Wo bin ich im Chat? Ich muss da nochmal schnell... den Faden. Ich hatte mal UPC, nie mehr. Ich habe im Oktober gekündigt und im April vom nächsten Jahr eine Betreibung bekommen, dass ich keine Rechnungen gezahlt habe. Hat sich aber nach einem telefonischen Austausch geklärt. Da hast du gesagt, oder? Das kann es jetzt aber effektiv nicht sein, oder, UPC? Nein, so Zeug ist natürlich mühsam. Also, wenn sie dir noch quasi Geld klauen wollen, das ist halt schon, das ist unterste Schublade. Und das zeigt einfach auch, dass irgendetwas halt nicht funktioniert. Aber eben, Ullen, UPC ist jetzt Sunrise. Ich meine, ich war auch ursprünglich UPC-Kunde und bin jetzt halt zu der Sunrise gekommen, weil halt die UPC Sunrise ist. Also wir reden eigentlich vom gleichen Provider. Ullen, danke. Ich mach's schnell. Sonst, Chat, damit mir ein bisschen Zeit geben, da mega hinten nachher, aber ich gehe schnell das Meme anschauen. Sonst vergesse ich es. Und ich muss noch etwas zu trinken holen, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ein Movie. Also, Moment, ich lade es schnell ab. Pausieren. Abendladen. Wo ist es denn? Wo ist es? Da ist es. Also Chat. Oder das ist jetzt aber nicht das alte, nein, das ist von heute. Also, lieber Chat, ich pausiere schnell die Musik und ich zeige euch jetzt da, wo mir der Ullen per DC geschickt hat. Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal. Ich muss aber noch schnell schauen, das ist... Share, schnell pausieren. Fallen Leaves und so weiter. Also, lieber Chat, wir gucken uns an. Oh, ich muss noch schnell fragen, Ullen, ist irgendwie audiotechnisch etwas dabei, wo könnte DMCA-Probleme auslösen? Das muss ich immer fragen vorhin. Weil da müsste ich schnell... Ja, okay, dann schalte ich schnell um, dass das an einem anderen Ort rausgeht. Jetzt müssen wir schnell einen Moment geben, Chat. Sound Settings, das ist immer so hure kompliziert, oder? App Volume. Dann haben wir hier Treu.mof. Geht raus. Wo geht denn das jetzt raus? C. Und C. Schnell schauen, ob es geht, Chat. Schnell das Video starten und beobachten. Ja, das geht. Also, lieber Chat, im VOD haben wir leider keinen Ton jetzt, aber dann ist es auch safe. So. Ich brauche meine Vorschau noch schnell.
Da. Oh, falscher Knopf, falscher Knopf. Chat, wir starten das Video. Stell dir vor, du sitzt in einem Warteraum. Absolute Stille. Und dann passiert's. Oh, wie gut! Hey, hure gut! Oh mein Gott, Ullen. Hey, Ullen, wie gut. Wie gut. Hey, wie gut, Ullen. I love it. I love it. Hey, ja, ohne Scheiß, so kreativ kann nur der Ullen sein, oder? Auch so den Moment gesehen, okay, daraus kann ich ein Meme machen. Danke vielmals, Ullen. Absolut Weltklasse. Absolut Weltklasse. Und Ullen, du darfst das auch gerne sharen. Und darf ich es auch sharen? Das ist jetzt noch meine Frage. Das ist natürlich etwas, was ich auch sehr gerne sharen würde. Aber ich würde es natürlich auch dir überlassen, das zu posten. Und ich würde es auch reposten. Damit auch alle wissen, wo sie hier hin müssen für die geilen Memes und so. Go for it, let's go. Oh, nice one, Ullen. Mega nice, mega nice. Gut. Und das ist auch passiert. Gut, weil ich wahrscheinlich keine Musik hatte. Und wer war das überhaupt? War es Jenny? Wer war das überhaupt? Wieso habe ich da eine Fehlermeldung? Fuck, irgendetwas ist abgestürzt bei mir. Hoffentlich nicht so OBS. Ich muss noch mal schnell schauen. Jenny. Jenny hat es ausgelöst. Jenny hat dann gedacht, hey, awkward silence, ich muss den vorziehen. Und so ist das entstanden, Jenny. Und Dolan hat dann gedacht, ich muss ein Video machen. Nice. So, Chat, wo sind wir gewesen? Wo UPC noch UPC war, war Support scheiße. Ich habe dann Nebenjob PC-Support bei Leuten gemacht. Die haben nur gewusst, wie einschalten und Kabel anschliessen. Weitere Probleme sind es überfordert gewesen. Ja, das ist halt wirklich. Es ist halt wirklich so. Bin noch schnell zum Kollegen gegangen. Oha. Hast du ein Bier genommen, Ueli? Haben schnell eins zusammen gezockt. Haben schnell eins gejasset. Also, nimmt mich jetzt noch ein Wunder. Aber das ist natürlich immer geil. Mal, allgemeine Frage zum Handy-Abo. Ist das gut oder eher wenig? Ich habe leider gar keine Ahnung. Danke im Voraus. After 4G Data up to 70 GB. It comes with unlimited data at 3 Megabit pro Sekunde. Ich komme nicht raus. After 4G Data. Aha. Also du kannst auf dem 4G-Netz bis zu 70 GB Transfer haben. Aber was ist nachher? Aha, nachher ist it comes with unlimited data. Nachher ist es einfach langsam. Mit 3 Megabit pro Sekunde. Also, das habe ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr gesehen, Jenny. Also, Chatter können natürlich auch etwas dazu sagen. Hey, listen! Der Chat hat mir schon helfen betreffend Abo, danke. Okay, let's go. Okay, dann nimmt es mich aber noch Wunder, was du geschrieben hast. Ich gehe mal schnell weiter. Ich bin halt 13 Minuten. 13 Minuten bin ich jetzt nachher. Starliner, ich tue das schnell überfliegen. Nochmal kurz, Galaxus Mobile in der Schweiz unlimitiert für 19 Franken. Danke Family and Friends auch für 15. Okay, einfach schnell Galaxus-Werbung machen.
Renegade, danke vielmals. Danke vielmals. Let's go. This is Sparta! Der Bourbon Check weiss genau, von was ich rede. Der Bourbon Check? Oha, das ist auch ein geiler Name. Könnte vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren. Ich schon, aber der Calls anscheinend nicht. Wo sind wir da? Okay, danke dir vielmals für die Info. Geht darum, ums Abo in Korea für die Tochter. Ach so. Und ich habe das gesagt, wo du jetzt geantwortet hast, bin aber gar nicht so sicher gewesen. Okay. Aha, das ist noch da. Wenn es drosselt wird auf die 3 Megabit, dann kann man dann noch WhatsApp telefonieren oder YouTube-Videos schauen. Das war noch die Frage gewesen. Und das ist die Antwort. Sie könnte nicht mehr ganz so gut funktionieren. Jetzt komme ich raus. Sorry. Chat, jetzt muss ich da ein bisschen vorwärts machen. Microminer 1999. Grüezi. Guten Abend miteinander. Ich habe meinen Hut. Auch ich habe meinen Hut. Hä? Als Herz. Das Herz. Hey! Und grüßen euch. Hey, Microminer, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und wie war deine Woche gewesen? Und hey, willkommen hier auf dem Channel. Das sind deine First Words. Hey, nice. Ich bin leider ein bisschen nachher im Chat. Du siehst es da. Darum, ich muss schnell ein bisschen Chat lesen. Ganz wichtig. Was haben wir da für Musik? Hat der Calls sich eigentlich hochgeschlafen, dass der nach 2 Stunden Folge schon VIP ist? Der Calls ist glaube ich, mach mal Calls, mach Ausrufezeichen Points. Er ist, glaube ich, auf Platz 1 bei den Points. Und alle, die in den Top 10 sind, bekommen irgendwann von mir den VIP-Status in der Regel. Ja, aber das mache ich einfach ab und zu. Gehe ich schnell schauen und dann gibt es neue VIPs. Das war das Promo-Angebot für Neukunden von Mobile Hammeren. Rotz bleibt Rotz, auch mit neuem Namen. Absolut true. He? Und das ist nicht zu verwechseln mit der Rotz aus China. UPC, da ist noch eine Erinnerung um, wo man dann bei den Eltern den Anschluss gekündigt haben und es mit einer Betreibung geändert hat, wo UPC schlussendlich darauf ist bleiben hocken, weil sie trotz eingeschriebenem Brief es nicht geschafft haben, korrekte Rechnung zu stellen. Wow. Ich habe UPC eigentlich angebracht, also sie haben es angebracht, nicht ich, dass ich auf der gleichen Adresse 2 Internetabos am Laufen hatte. Ja. Das war auch ganz geil. Da habe ich Rechnungen bekommen. Dann habe ich auch 2 Internetabos auf die gleiche Adresse gehabt, was meiner Meinung nach nicht möglich ist oder sehr unüblich, wenn schon. Also, da muss man auch zuerst mal fertig bringen als Firma. Oder? Die haben sicher ein Achievement bekommen in diesem Moment. Bei einem Kunden 2 Abos laufen lassen. Achievement. Da fehlt das Schlussgeräusch am Ende. Oh mein Gott, jetzt weiss ich wieder nicht mehr, um was es geht. Faden Urschert. Danke, Mutti, für den Faden nochmal. Jenny ist guilty wegen dem Effekt. Ja, genau. Nur ein Bier getrunken und dann ein bisschen chillt. Hey, das ist gut. Aber das Bier muss eben schon sein. Oder? Darum habe ich eben gefragt. Das Bier muss doch immer sein. Man muss sonst nicht viel machen, aber das eine Bier muss schon sein. Das habe ich schon gelesen. Merci für den Lurk-Support und viel Spaß beim Spider-Man-Spielen. Check. Microminer, jetzt bin ich endlich bei deiner Nachricht angelangt. Ich lese aber direkt weiter. Hey, ja, du, so jetzt am Twitch durchschauen und wenn man da schon einen Schweizer trifft, bleibt man doch gerne hängen. Woche ganz entspannt so wie hey, Microminer. Hey, es freut mich riesig, dass du da gefunden hast. Und jetzt nimmt es mich Wunder, hast du in dem Fall auch auf Twitch nach Tags gesucht? Hast du nach Schweizerdeutsch gesucht? Oder bist du random irgendwie zu mir gekommen über Empfehlungen? I don't know.
Es tönt fast ein bisschen danach. Aber ich habe immer mega Freude, wenn jemand hier findet und sagt, hey, ich habe einen Schweizer gefunden, nice. Und ja, tatsächlich bin ich einer von diesen, ich sage jetzt mal wenigen, aber doch immer mehr Twitch-Streamer, die das Ganze auf Schweizerdeutsch machen. Und ich bleibe auch bei dem Chat. Ja, Schweizerdeutsch, it is. Manchmal passe ich mich ein bisschen an bei Raids. Wenn jemand aus Deutschland raidet, dann machen wir schnell Hochdeutsch. Same with English und so. Ich passe mich natürlich schon, aber Hauptsprache ist tatsächlich Schweizerdeutsch. Oder wie geknuddelt. Oh, danke Ueli, merci. Also, Jenny ist auf Platz 15. Hä? Nick hat Calls geknuddelt. Calls ist schon 62 Mal geknuddelt worden. Da habe ich, sorry, im Call seine Punkte. Da, Platz 1, it is, ja, tatsächlich. Ich tue es nochmal schnell hervorheben, Chat. Da. Calls ist auf Platz 1. Darum ist der Calls VIP, lieber Chat. Ist ganz einfach. Auch wenn er mich nicht followt, wegen dem nehme ich ihm den VIP nicht weg. Ich sage immer, ihr müsst bei mir nicht followen, ihr müsst bei mir erst recht nicht subscriben. Wenn ihr nur schon da seid und auch den Content geniessen, auch wenn ihr nichts in den Chat hineinschreibt, ist appreciated und danke vielmals für das. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Obi-Wan, der Obi-Wan hat halt immer eine andere Meinung. Obi-Wan, was ist denn deine Meinung dazu? You were the chosen one! It was said that you would destroy this and not join them! Was muss ich denn machen? Muss ich das Abo-Goal einblenden als Overlay oder was? Bring balance to the force! Pedro, Not wieso, even in darkness! wieso brenne ich überhaupt Obi? Wer hat mich angezündet? Chat, wo bin ich? Halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Lizzie Mohon. Lizzie, Mann. Lizzie. So, Chat, wo bin ich? Wo bin ich? Für die neu sind da, das ist normal, dass ich immer im Chat nachher bin. Im Chat hinten drin, hä? So, rating, say it ain't so. Not go, turn the lights off, carry me home. Na 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 na. Schau auch mal meine True Crime Doku weiter und bleib ein bisschen im Lurk. Hey, merci für den Lurk Support, Jenny. Viel Spaß mit der True Crime Doku. Immer diese True Crimes. Jenny und True Crimes. Er hat sicher einen Hammer-Stream gesucht. Einfach Hammer-Stream. Okay, fair enough. Ich habe einfach in der Kategorie Just Chatting geschaut und durch den Titel auffällig mit dem Flagg-Emoji ist das entstanden. Let's go! Es hat funktioniert, Chat. Hey, geil. Geil. Das ist tatsächlich auch ein bisschen weit Überlegung mit dem Fleckchen. Ich habe mal gehört, hey, brauchen so viele Emotes wie möglich. Also vielleicht nicht übertrieben, aber Emojis im Titel haben ist immer eine gute Idee. Und das Fleckchen macht halt schon auch ein bisschen etwas aus, dass man auf den ersten Blick sieht, Schweizer. Ja, und Schweizerdeutsch in dem Sinn. Nice. Microminer, nice. Hey, what is happening, Chat? What is happening? Der Calls ist immer noch am Followen. Gut, Song-Requests sind noch, gell? Kein Schimmer, von was der Hammer da redet. I'll be your thrill, the night will go on, my little windmill. And so, I will not go, turn the lights off, carry me home. Hey, merci vielmals, ich muss schnell aufscrollen. Merci vielmals, Microminder, danke vielmals für den Follow. Nochmal willkommen bei mir, mega schön hast du zu mir gefunden. Und ich kann noch mal schnell sagen, was es bei mir so gibt. Einfach schnell für dich und für all die jetzt vielleicht neu da reinschauen. Wie gesagt,
viele Effekte, die ihr könnt auslösen könnt, wie zum Beispiel das Beep, Ausrufezeichen Beep, aber das ist nur für Subscribers, I'm so sorry. Bei mir viel schweizerdeutscher Content, viel Effekt, viele Spielereien, viel Interaktivität, Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und aktuell, also später gehen wir dann noch ins Gameplay rein. Aktuell mit Kena, Bridge of Spirits. Mega, mega schönes, gemütliches Spiel. Love it. Aber immer sehr viel Just Chatting tatsächlich, bevor es dann mal so weit ist. Also wir sagen immer, vor Mitternacht Gameplay ist sehr unwahrscheinlich. Und übrigens, ich streame jeden Samstag. Danke vielmals. Danke vielmals. Quack. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Den Quack habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Schwiegerlieschen. Das ist immer so schön, wenn ich das lese. Das Schwiegerlieschen. Das ist so ein schönes Wort. Ja, das Fleckli, das Lecki. Let's go. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. So einfach ist es. Wenn Jenny True Crime schaut, Grüezi miteinander. Ich bin Troilina. Ich bin kein Alien, lieber Chat. Ich bin Troilina, ich bin aus einem anderen Universum, im Multiversum. Ich bin eine Variante von Troy. All die Loki geschaut haben, all die Deadpool und Wolverine geschaut haben, dort spiele ich übrigens mit. Ich bin Troilina und wie geht's euch, lieber Chat? Wem habe ich das zu verdanken, dass ich da sein darf? Wann kommt endlich die Karte? Wann kommst du endlich als Karte zu mir? Meinst du, Moment schnell. Jetzt mache ich etwas ganz Verrücktes, Chat. Du meinst die Karten, oder? Du meinst die Karten, oder? Meinst du die, wo ich drauf bin? Ja, ich weiß nicht, du musst... Oder meinst du die anderen? Aber gut. Ja, ich weiss, der Highway Racer hat halt die Karte noch nicht bekommen. Es ist halt schade. Erst mal auf den Hammerbuttern. Genau so. Microminer, genau so und nicht anders. Und Microminer, das ist ein neuer Name, den ich hier lese. Bist du neu da? Hey, ich Troilina, habe ich jetzt hier noch nie gesehen. Also auch nochmal willkommen, hier bei mir. Ich kann aber jeweils leider nur 2 Minuten da bleiben und dann muss ich amigs wieder gehen. Das ist ein bisschen fies. Aber ja, also, der Troy ist halt, der Troy bestimmt da den Content und so. Was? Mutti weiß eigentlich, dass ich nicht Lieschen genannt werden will, aber hallo Mutti, oh no. Also, lieber Chat. Lieber Chat, hey Lizzie wird nicht Lieschen genannt werden, gell? Also auch, dass es alle wissen, das ist ganz wichtig. Tönt doch mal nach was anderes als der ganze 0815 da auf Twitch. Ich bin ja selber sonst im Internet in hochdeutscher Basis unterwegs. Auch wo ich selber gestreamt habe, habe ich auf Hochdeutsch kommuniziert, aber es ist doch auch einfach mal entspannt, seine eigene Sprache zu hören, zu reden, schreiben dürfen. Hey, das ist im Fall auch meine Überlegung, ohne Scheiß. Das ist so. Also weißt, ich habe mir schon manchmal das müssen anhören. Das klingt jetzt so negativ. Oder haben mir Leute gesagt, hey Troy, stream doch auf Hochdeutsch. Weil da hast du doch viel mehr Publikum. Hast doch viel mehr eine grössere Zielgruppe. Aber ich will das nicht. Und genau aus dem Grund, wo du eben sagst, es ist für mich entspannender, wenn ich einfach kann reden, wie ich rede. Ich meine, gewisse Leute können das gut Hochdeutsch reden, ohne dass es irgendwie anstrengend ist. Für mich ist das immer anstrengend, ohne Scheiß. Wenn ich muss Hochdeutsch reden als Schweizer, ist das immer anstrengend. Und ich auch wollte, dass es für mich passt. Und ich habe auch wollte, ein bisschen die Nische füllen
wo halt ist. Die schweizerdeutsche Nische habe ich füllen und habe dann gesagt, hey, weißt du, ich mache für die Nischen jetzt halt Content. Ich bin flexibel, ich habe wirklich schon viele Leute aus Deutschland. Ja. Habe ich viele Leute, die den Content jede Woche da bei mir geniessen, was ich mega cool finde. Aber das ist da, wo du schreibst. Ja. Entspannt seine eigene Sprache hören oder reden, schreiben. Ja, dann bist du da richtig. Ja? Dann bist du da richtig. Let's go. Hey, Swissuli, merci vielmals für 20 BDs. Danke vielmals. Ja, Mann, Schweizerdeutsch for the win. Der Bounce übrigens. Also, ich mache jetzt ein bisschen. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Jetzt ist so die Zeit gekommen, wo ich Werbung mache. Da soll ich mir zuerst etwas zu trinken holen. Chat, ich gehe mir etwas zu trinken holen. Be right back. Ui, das ist die falsche Szene. Mein Golfwägeli, das ist schnell, ich sag's euch. Da ist schnell den Turbo-Modus gemacht. Turbo-Modus, Chat. Ja, ich hole auch schnell was. Dann gemütlich, Chat. Aber in dieser Zeit starte ich schon mal mit einem Shoutout. Also das muss schon sein. He? Nehmen wir uns schnell die Zeit für ein paar Shoutouts. Da. Der liebe Gritty Bounce, der im Chat ist. Da. Schaut euch den Bounce an, hat jetzt aber eine neue Frisur. Ganz wichtig, neue Frisur. Geht dort einmal vorbei. Wer den Gritty Bounce noch nicht kennt, er streamt auch auf Schweizerdeutsch. Ich finde ihn wirklich ganz ein cooler Streamer. Und das lohnt sich. Jetzt muss ich da schnell einschenken, Chat. Da schnell den Hammer voll machen, Chat. Den Hammer voll machen. He? Jetzt schauen wir uns noch einen Clip an vom Gritty Bounce. Geiler Song. Ich muss aber schnell pausieren, Chat. Wir schauen uns schnell einen Clip an. Wow! Ach, Bounce, ach, Bounce. Nein, jetzt geht aber die Pagania nicht schlafen. Das ist nur, weil ich die Musik ausgeschaltet habe. Ich schalte sie wieder in Pagania. Musst nicht gehen. Ich lese aber noch schnell, ich gehe schnell im Chat entlang da. Bei mir ist es schon Gewohnheit geworden durch meine YouTube-Zeit, wo ich Videos gemacht habe und durch den besten Kollegen von mir, der im Internet kennengelernt habe, vor 10 Jahren, und wir täglich uns getroffen haben über Skype, Teamspeak. Oh mein Gott, Teamspeak, wie gut. Und jetzt Discord. Hey, okay. Ja, hey, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Vor 10 Jahren, hey. Hey, aber Microminer. Ja. Ich grüße das Bündnerland. He? Ich grüße das Bündnerland. Woher kommst du, Microminer? Chur! Also weißt du, ich sehe es halt raus. Oder ich lese das Bündner Schweizerdeutsch halt schon schwer raus bei dir. Was ich übrigens, und ich sage es immer wieder, eine der schönsten Dialekte finde hier in der Schweiz, nebst Bernerdeutsch. Und ich selber bin Aargauer. Also ich tue mir, das ist jetzt nicht irgendwie Eigenlob oder so. Aber habe ich recht oder habe ich recht? Hey, und Pagania. Jetzt, ich lese es noch schnell vor. Gute Nacht, Pagania. Möge die mystische Kraft des Pagan Metals dich sanft in den Schlaf wiegen, während du auf dem Rücken deines Motorrads durch die Träume rast. Mjölnir, da ist übrigens der Mjölnir drauf, Chat. Mjölnir
Beschützt deinen Schlaf. Let's go, hey Pagania. Mega schön, bist du dabei gewesen. Merci nochmal für den Support. Und schlaf ganz gut. Ich wünsche dir ganz einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Man liest sich, man schreibt sich, man sieht sich. Bye, bye, tschüss. Ich werde mich hier amüsieren. Hey, das freut mich. Also, ich kann dir sagen, wir haben so ein bisschen alles. Wir haben Deep Talks, haben wir auch. Wir haben es sehr lustig. Wie gesagt, ich habe viele Effekte, die ich versuche, so ein bisschen passend abzuspielen. Und noch viel wichtiger, ihr versucht passend abzuspielen. Ich fahre einen Furz, wo nachher direkt ein Video entstanden ist vom lieben Ullen. Haben wir den Link irgendwann? Oh, Ullen, bist du noch da? Ich habe nur einen Google OneDrive, Google Drive Link. Oder OneDrive Link, ich weiß es nicht. Hast du das Video irgendwann, weißt du, so shareable für alle? Ich werde aber nicht jetzt irgendwie etwas sharen, wo nachher irgendwie, keine Ahnung, wo nachher noch verknüpft ist mit irgendeinem privaten Account oder so etwas. Kann ich den Link nehmen? Also, let's go. Ich schicke schnell in den Chat rein, weil dann könnt ihr all das Video auch noch mal schnell schauen. Für die es nicht mitbekommen haben vorhin. Also, lieber Chat. Der Link, den ich jetzt in den Chat gepostet habe, das ist vorhin entstanden. Irgendwie mega geil. Eigentlich ist Musik von «Spiel mir das Lied vom Tod», oder? Der Soundtrack. Und dann habe ich eben einen passenden Effekt abgespielt. Ja, ihr seht das im Video. Und die Musik hat aber gefällt in dem Moment. Aber dann ist ein Furz gekommen von der Jenny, die sie ausgelöst hat. Und durch das ist irgendwie ein mega lustiger Moment entstanden. Und der Ullen hat das festgehabt in dem Video, das er erstellt hat. Also schaut euch das unbedingt an, die es noch nicht gesehen haben. Ullen, merci nochmal. Wirklich einfach geil. Einfach geil. Wo bin ich gewesen? Säbelzahn, Tigermöse, genau. Ist das wegen der Troilina gewesen? Meinst du wegen dem? Ich schreibe gerade noch, muss eben Mutter von Hornissa retten. Wird deine Mutter angegriffen von Hornissa? Jetzt muss sie retten. Okay. Also viel Erfolg und so. Ich hoffe, es gibt keine Todesopfer und so. Hey Decor, Mann, gute Nacht, Decor. Buah! Mögen dich die Drachen in deinen Träumen beschützen, während du auf dem Heavy Metal Motorrad Stormy durch die Nacht fährst. Kuschel dich an deine gemütliche Decke und genieße deine Reise ins Traumland. Hey Decor, Mann. Merci vielmals auch dir nochmal für alles, für deinen Support und so weiter. Und dass du auch einfach nochmal schon da gewesen bist. Merci vielmals und guten Schlaf, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal, Decor. Mach's gut, bye bye. Alles außer Gameplay. Chat, habt ihr überhaupt gesehen, was ich da habe? Schaut euch das mal an, diese Schönheit hier. Ich werde noch ein bisschen petten. Ein Horn gefüllt mit Wasser. Oh, danke vielmals. Danke vielmals, Simpel. In dem Sinne, habt einen schönen Stream. Hey, auf ein anderes Mal. Bye bye, Discord. Danke vielmals. Alle sharen und fügen sich selber ein. Alle sharen es und fügen sich selber ein. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Das war aber wirklich noch geil. Hey, aber ohne Scheiß, da war wirklich geil. Also alle schnell den Zoom aufs Gesicht, auf die Augen und man schneidet sich auch noch schnell rein. Das war richtig geil, holy shit. Das war so nice. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Es ist nicht irgendwie so... Also,
man muss halt irgendwie ein Videoschnittprogramm für das, oder? Sehe ich das richtig? Oder kann man mit den Social Media Tools einfach immer etwas anhängen? Easy peasy. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es ist aber nicht so einfach, aber es war geil. Die Idee ist richtig gut. Nicht so gut wie Blätschtasse, wo es zum Rum wird. Ja, true. Ja. Da, in dieser Tasse wird alles zum Met. Ja. Und weil Tours Hammer drauf ist es noch ein bisschen elektrisch geladen. Ich hätte sonst noch mir all so ein Video schicken, oder der schickt es mir. Also, ich fände es geil. Also, lieber Chat, für die das wollen, und ich finde es eine gute Idee. Der Ullen sagt, ihr könnt dem Ullen so ein Video schicken und er würde etwas zusammenschneiden. Aber das Geile wäre eben wirklich, wenn so richtig viele Leute dabei wären. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Aber es ist natürlich auch recht Aufwand. Also Ullen musst jetzt also auch nicht wegen mir einen riesen Aufwand betreiben. Das ist nicht das, was ich von dir verlange. Ja? Elektrischer Met. Nicht Met. Met. Ja? Ich glaube, Met ist noch mal etwas anderes simpel. Was ist Met? Das ist doch so was Fleischiges, oder? Ja. Habe ich Gameplay gehört? Moment schnell. Mal schnell schauen, was du auf eine Karte ziehst. Also ich ziehe für dich eine Karte. Ja, ich sehe ja natürlich nicht, was für eine Karte das ist. Ja, ziehe für dich eine Karte. Und es ist Gameplay. Ich glaube, es ist so weit, Chat. Wechseln wir langsam zu Gameplay. Ein bisschen Kena und so. Das ist auch geil. Habe ich Gameplay gehört? Ah nein, doch nicht. Ich bin beim Troy gelandet. alle Wege führen nach Troy. So ist die Regel. Egal, wo ihr auf Twitch sind, schlussendlich landet ihr bei mir. Ja, rohes Fleisch, True Met. Das habe ich aber noch nie gehabt. Ich kann also nicht einmal sagen, ob ich es gerne habe. Hey, machen nach einen Share auf den Let's Go Chat. Hey, Ullen. Also wie gesagt, mega lieb, aber wenn's macht, kriegt es grossen Aufwand. Aber ich würde es mega feiern, trotzdem. He? Also quasi, was ich sagen will, tu es nicht, aber tu es. Was Gameplay, was? Treu der Rattenfänger von Nein, also, Chat, ich würde euch niemals als Ratte bezeichnen. Niemals. Auch die meisten von euch nicht. Ja. Und du weißt genau, von wem ich rede. He? Du weißt ganz genau, von wem ich rede. Und jetzt also, what? Ich? Froh Fleisch immer in... Was? Froh? Immer interessant. Das ist doch einfach Hack Beefsteak. Beefsteak? Beefsteak Tatar. Jetzt kann sein, aber ich habe das noch nie gehabt. Es war nie so etwas, wo ich mir gesagt habe, das muss ich mal probieren. Das ist etwas, was ich noch nie probiert habe. Ich habe Controller driften. Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Controller eigentlich davon driftet? So während dem Spielen, bin ich da so und dann driftet er davon. Das ist so shit, Mann. Wo ist mein Controller? PS5 tut die beruhigen. Ich habe nochmals für sie ein Knöpfchen gedrückt. Wer gibt es wieder mal ein Marbles oder ein Golf? Chat, wenn wir noch ein Marbles machen vor dem Gameplay. Es wäre aber echt noch geil, wenn wir eins machen könnten, weil du könntest noch eine Funktion testen neu. Und weil irgendwie mega viele Bits reingekommen sind heute, könnt ihr auch wieder ein bisschen Bits zurück in die Twitch-Community geben. Eisenchat, wenn ihr dabei wärt, bei 1-2 Ründeli Marbles, bevor wir noch ins Kena reingehen.
Eisenchat für Marbles. Also Marbles on Stream, wo ihr könnt mitrollen. 111. Ach, come on, dann machen wir Marbles, oder Chat? Machen wir Marbles. Das ist eine Win-Win-Situation. Merci für den Input in dem Sinn. Das ist eine gute Idee. So wieder da, das ist jetzt nötig gewesen, weil schon fette Hornisse war und meine Mutter allergisch ist. Oh, ja, das ist doof. Aber hey, wow, das ist nice, das hast du gut gemacht. Die Mutter gerettet von den Hornissen. Das sind aber auch so hure Mistviecher, oder? Ich hatte auch so ein traumatisches Erlebnis tatsächlich, als ich noch ein Kind war. Also, ich war wirklich noch klein, sind wir mit der Schule irgendwie in den Wald, keine Ahnung, so einen Orientierungslauf haben wir gehabt, ich glaube, so hat das geheißen. Und dann ist die Gruppe vor uns hat irgendwie die geile Idee gehabt, dass sie einen Stein in ein Hornussi-Nest hineinschmeißen. Ja, und dann sind doch einige Schüler, inklusive mir, nachher beim Doktor gelandet mit so 10 plus Stich am Körper. Einen mussten sie mit der Ambulanz holen, weil er eine allergische Reaktion hatte. Ich hatte keine allergische Reaktion, aber es hat mich trotzdem geprägt. Also, das war für mich ein absoluter Horrormoment. Und ich sehe das immer noch vor meinem inneren Auge, den Moment, wo die kommen und einfach überall sind. Und ich bin einfach nur noch gesäckelt. Und das ist mein traumatisches Erlebnis, das ich mit Hornussi habe. Und darum reagiere ich auch entsprechend, wenn ich die sehe. Also, mir wird sehr unwohl. Ne? Dann schreie ich wie ein kleines Mädchen. Nein, sage ich natürlich nicht. So 1 bis 2 Ründeli, let's go. 117. Ründeli, oi! Stadtkind trifft auf Natur. Gut, also ich bin schon immer ein Landkind gewesen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Umgeben von Bauernhäusern. Ja, das habe ich, ja, Bauernhäuser. Tatsächlich sind Hornisse hure chillig, aber ja, das mit dem Nest ist hure dumm. Ja, absolut. Es ist auch, mit der Zeit habe ich, also früher war es schlimmer gewesen, mit der Angst vor diesen Viechern. Inzwischen muss ich sagen, ich kann relativ cool reagieren. Aber wenn da plötzlich 2 kommen, dann spüre ich, wie es mir ganz unwohl wird. Also, ja. Aber endlich sind sie chillig, absolut richtig. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Aber sie können stechen. Scheint so, als wärst du nicht gerade um die hochbegabtesten Schüler gewesen. Ja. Absolut true. Hornussi, ja, Hornussi. Hornissen sind Hornussi. Rattenfänger Troy MDC im Meme-Chat. Das ist aber das Meme, das schon war, oder? Du meinst da, ich gehe schnell schauen. Jetzt muss ich das sehen. Ui, what is happening? Fienchen mit der Gameplay-Karte. Ist Fienchen mit der Gameplay-Karte und Fienchen. Hello, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Fienchen war sicher noch im Pool drin, oder? Du bist sicher noch im Pool drin. Schnell schauen. Ja. Oh, das ist also gut. Ei, Ullen, ich habe gar nie reagiert. Die Mischung zwischen mir und dem Bert. Mischung Bert und Troy, das ist ja so gut. Holy shit. Kann ich das schnell zeigen? Nachher gehen wir Marble. Chat, das ist wieder Multitasking, das ich da machen muss. Und Flöru mit der Spielzeughammerkarte, let's go. Chat, ich mache da schnell. Ja, ich sehe es da. Das ist so gut. Wo hast du das gefunden? Ist das im Fernsehen irgendwann? Also, das ist eine Mischung zwischen mir und dem Bert. Und es ist halt wirklich so, oder? Es ist wirklich so. Er hat nicht so viel Haar. Vielleicht ist noch ein bisschen suited dabei. Ist es der fies gewesen? Ist es nicht, oder, Chat? Das war jetzt nicht fies gewesen.
Fienchen, wie geht's dir? Ich muss schnell schauen, was fehlt dir noch? Troy's Hammer 4, Spielzeug Hammer 4, Gameplay, Karte 2, Troylina 6. Dir fehlt also noch... dir fehlt ich. Ich fehle dir, Fienchen. Ja. Also, du brauchst endlich den hier noch, oder? Ja, den hier brauchst du noch. Aber Fienchen, übrigens, was du verpasst hast, der Calls hat eine nummerierte Karte gezogen. Ja. Calls hat eine nummerierte, limitierte Franziskus-Karte, also gezogen, eingelöst für 150.000. Nummer 42. Nummer 42. Absoluter Zufall, absolut geile Nummer. Holy shit. Eine grosse Hornusse nennt sich Jeffrey. Jeffrey? Wieso Jeffrey? Mir fällt jetzt nur der Joffrey ein, von Game of Thrones. Pool, Yahtzee und Uno gespielt. Let's go, Finchen. Das ist nice. Das ist nice. So, also, um alles zu lernen, stelle ich mich doch gerade in dieser schon sympathischen Community vor. Mein Name ist Jamon, Romansch für Simon, aber Tabu zum Sagen kann auch kein Romanisch. Okay. Bin gebürtiger Schweizer aus dem Bündnerland, in Chur geboren und in Lanz aufgewachsen. Mittlerweile 25, introvertiert, me too, by the way. Gamer, okay, sage ich nicht dazu. Und habe eine Vorliebe für IT und Programmierung. Okay, interesting, aber auch voll. So, was ist Full Stack, oder was? Und bin ein VW Golf 4 1,8 T GTI Fahrer. Ganz entspannter, humorvoller und mitfühlender Mensch. Hey, aber Microminer, jetzt noch eine Frage. Gibt es noch einen Namen? Also gibt es irgendwie einen Übernamen, wo du hast? Soll ich dich einfach Microminer nennen? Miner oder Micro oder keine Ahnung. Willst du Simon genannt werden? Also wie du willst. Ich kann alles, ich kann mir das hinterlegen und dann nenne ich dich auch jeweils so. Aber hey, mega schön, dass du dich da vorgestellt hast. Das freut mich natürlich riesig und sehr interessiert. Wie gesagt, ich bin auch introvertiert, ich bin auch Gamer, auch wenn es sehr selten Gameplay gibt bei mir. Und ich habe auch eine Vorliebe für IT und immer mehr auch ein bisschen Programmierung. Und das geht auch Hand in Hand mit diesen ganzen Effekten, die ich hier habe. Dort ist auch viel C# mit dem Spiel. Aber hey, mega cool. Ich bin jetzt nicht unbedingt, ich bin nicht ein Autofan. Ich kann mir etwas unter einem VW Golf 4 1,8 T GTI vorstellen, aber es ist nicht so meine Welt, da muss ich ganz ehrlich sein. Tacobert. Dadurch ein Hornussi im Zimmer mal gehabt, Vater typisch, keine Ahnung, wollte mit der Zeitung auf ihn los. Ich nur alle aus dem Zimmer gejagt und das Licht gelöscht und die Türen zugemacht. Nach 5 Minuten war das Hornussi draussen. Das hast du gut und gescheit gemacht, Specko, let's go. Im Fernsehen ist irgendein Bakery from Austria gekommen. Okay. Und dann ist der Troybert vorgekommen. Das war eine englische Backshow. Okay. Chat, ich muss noch ein bisschen vorwärts machen da mit Chat. Was muss man eigentlich alles haben? Alles. Man muss haben die Troy-Karte. Man muss haben die Gameplay-Karte. Dann muss man haben die Spielzeughammerkarte. Oh, jetzt ist die Kamera ganz wild unterwegs sein. Holy shit. Dann braucht man die Troylina-Karte. Dann braucht man Troy's Hammer-Karte. Und wenn man alle von denen hat, kann man herstellen die Franziskus-Karte. Und wenn man dann nochmal alle hat, also Franziskus-Karte plus nochmal alle anderen Karten, weil die verbraucht man ja beim Herstellen jeweils einmal, dann bekommt ihr von mir in physischer Form, so wie ich es jetzt gezeigt habe, die Kärtchen zugeschickt. Das Gleiche gilt auch für Season 2, aber Season 2 tue ich die Karten nicht liegen. Hey, Finnchen, gehst du schlafen? Mein Gott, wir werden noch morgen und ich bin wieder mega hinten nachher. Hey, Leute. Moment schnell, wo bin ich gewesen?
Oder habe ich jetzt nicht irgendwie gesehen, dass Fienchen geht schlafen? Hat es mir das jetzt geträumt? Ah, da. Ich lese es schnell vor, Fienchen, und dann gehe ich wieder schnell auf in den Chat und lese den Rest noch. Gute Nacht, liebe Fienchen. Träum süß von weißen Söckchen und dem Firefly-Raumschiff Luna Lovegood. Ja, das habe ich übrigens geschenkt bekommen von den Fienchen an der Fantasy Basel. Hey, heute ist aber der Fokus all over the place von meiner Kamera, oder? Was ist jetzt heute los? Hey? Sir Simple mit der Spielzeughammerkarte, let's go. Okay, Chat, ich bin völlig neben den Schuhen gerade. Finde ich, hat noch geschrieben, ich bin leider noch ganz kurz hier gegangen schlafen. Es war ein langer und sehr anstrengender Tag. Ich wünsche euch aber noch einen ganz schönen Abend, hey, Fienchen. Ist alles gut, musst dich nicht entschuldigen, musst das nicht rechtfertigen. Alles gut. Schlaf gut, schönen Sonntag dir noch und bis zum nächsten Mal, Fienchen. Bye, bye. So, Chat. Wo bin ich? Der Troy fällt mir auch miss... Denk. Ja, und dann nochmal, Herr Fienchen hat noch reagiert auf die Karte, die der Colts bekommen hat. Sehr geil, sehr geil. Übrigens geiler Songchat. Und mega schön für die ganzen Knuddels. Hey. Holy shit. Bounce ist geknuddelt worden. Viele sind geknuddelt worden hier. Ich bin geknuddelt worden. Let's go, let's go. Ich habe ja nichts. Das braucht, ne? Geduld, mein junger Padawan. Geduld. Da kommt schon noch. Es ist halt auch viel Glück dabei. Es ist halt leider wirklich so. Und es gibt, ich glaube, der Highway Racer hat jetzt sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt bis jetzt. Du kannst mir Jamon ausgesprochen mit Chamon. Ist das richtig? Chamon? Dann tue ich mir das notieren. Ja. Dann ist das notiert, dann vergesse ich das auch nicht. Chamon. Let's go. Ist notiert. Chamon. Merci vielmals für die Info. Let's go. Was soll ich gehen? Ich kann nicht mal einen Boss damit töten. Ja, simpel. Man muss halt ein bisschen kreativ sein. Ein bisschen Kreativität. Ich mache das, glaube ich, wieder falsch. Speck, das ist nicht falsch. Du machst gar nichts falsch. Alles gut. Jetzt tue ich schnell den Speckhaken. Einfach damit er sich ein bisschen besser fühlt. Let's go. Liebe Troy und Chat, ich gehe mal off, muss meine Kreativbatterie noch aufladen. Wünsche euch noch viel Spass beim One and Only Boy. Hey, Ohlenmann, merci vielmals. Danke vielmals für das geniale Meme. Es war wirklich wieder Weltklasse. Wirklich wieder Weltklasse. Ullen, danke vielmals. Schlaf ganz gut. Schönen Sonntag noch. Ja. Und man sieht sich, man schreibt sich. Bye bye, tschüss. Eine Frage, hattest du Deadpool das Game mal gezockt? Ja, habe ich gezockt. Das ist absolut geil. Simpel, absolut geniales Spiel. Wo gefüllt ist mit genialen Sprüchen. Gute Nacht, lieber Ullen. Möge dich in deinen Träumen Abenteuer in Dungeons & Dragons begleiten, begleitet von den Klängen deiner Ukulele. Lass die Würfel rollen und deine Gedanken von lustigen Memes umhüllen, träumsüß. Ullen, einen Würfelwurf W20, bitte. Ja, schauen wir mal, wie lustig die Memes in deinen Träumen wirklich werden. Wir gucken. Eine 16. Also doch sehr, sehr abwechslungsreiche Träume. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Troilina vorkommt in den Träumen. Aber es ist schon High-Level-Träume, ne? Nein. Mach's gut. Schönen Sonntag, schlaf gut und bye bye, tschüss. Und Jakari, ich hab dich gar nicht begrüßt, Mann. Jakari, wie geht's dir? Vorre. Jakari, muss entschuldigen, ich bin mega hinten nachher im Chat. Wie immer, ich versuche mein Bestes nachzukommen und das Zeug nicht zu überlesen. Und den kann ich interessanterweise überlesen. Jakari, wie war deine Woche? Hau rein und auch du ein gutes Nächtli. Let's go. Bounte der Schönling.
Meinen C, Simpel. Deinen C. Chat, wir wollen noch ins Marbles rein. Chat, wir wollen noch ins Marbles rein. Speck ist zufrieden. Sind wir zufrieden, gehen wir ins Marbles rein. Jetzt gehen wir ins Marbles rein, Chat. Ich habe nämlich das Ende vom Chat erreicht. Und mit Ende des Chats meine ich nicht die Karte da, die ich gerade sehe. So, let's do this. Ein bisschen Marbles und dann kann ich noch eine neue Funktion ausprobieren. Marbles on Stream, let's go. Also, ich kann euch sagen, im Marbles on Stream ist aktuell keine Season am Laufen. Also, ich glaube es auch nicht. Aber das spielt auch keine Rolle. Wir machen einfach ein Local Leaderboard. Und also für die einfach so ein bisschen Casual Marbles spielen, das macht keinen Unterschied für euch. Das ist nur für die Punkte sammeln, so auf dem Global Leaderboard und so. Oh, es lädt mir noch ein Update, aber muss schnell warten, Chat. Und dein Kollege Sally. Hey, dein Kollege, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Oder ist... Hey, never mind, die nächste Season ist sogar am Laufen, Chat. Sie ist am Laufen. So. Ist das eigentlich meine Musik, die läuft? Das ist meine Musik. Chat, dann machen wir es so. Ihr könnt nochmal... machen wir schnell 30 Minuten, Chat. Ihr könnt nochmal für 30 Minuten Songs reingeben. Ich kann nicht garantieren, dass wir jeden Song dann noch hören. Aber einfach Ausrufezeichen SR, Abstand, Spotify-Link. Es geht nur Spotify-Links. Einfach rein mit euren Lieblingssongs. Und dann lassen wir die, während wir noch gemütlich eins mabeln. So, das würde heißen, wir machen... zuerst gehe ich auf den Hub. Zuerst, nein, ich gehe schnell auf Customize. My Marble. Meine Marble hat aktuell, sieht nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Ich will einen Acorn haben. Ich will... Ui, ist das laut, holy fuck. Shit, jetzt muss ich mich noch entscheiden für irgendetwas. Nehmen wir den hier. Finish. Nehmen wir das. Chat, ist das eine gute Idee gewesen, als ich die Song Requests eingeschaltet habe? So, da haben wir aktuell das UFO, das will ich nicht. Ich will einen Dino-Chat. Oder so einen. So einen. Ich will einen Dino-Chat. Ein Dino. Dann möchte ich da, da ist schon, nicht Banane, ich nehme Banane. Safe. Let's go. Play, Grand Prix. Machen wir da schnell, was haben wir einmal gehabt? 8 Maps. 8 Maps. Community. Nein, wir haben einfach da Elimination Rate maximal 20%. Was ist Max Play? Da komme ich, egal. 200 und 300, das ist gut. Keine Race, keine Labs, aber Community Maps. Chat, ich bin schon wieder eingerostet, oder? Ich bin halt schon wieder eingerostet, aber wir probieren das jetzt, oder? Aha, Play muss ich vielleicht noch drücken. Lieber Chat. Ausrufezeichen Play in Chat. Ich joine auch noch in den Chat. So. 90 Sekunden, Ausrufezeichen Play in Chat. So, Chat, jetzt habe ich vielleicht ein paar Nachrichten nicht gelesen in dieser Zeit. I'm so sorry, wenn ihr irgendetwas Wichtiges geschrieben habt, sonst nochmal schreiben. Ich schaue schnell, ich überfliege rasch, ob ich etwas gesehen.
Weil man schon dem Chat auch hinterherkommt mit so viel Bot-Aktivität. Ja gut, jetzt ist gerade ein bisschen viel. Das sind die Hacks. Das sind die Hacks tatsächlich. Da gebe ich dir recht. Aber in der Regel ist es mehr Chat als Bot. Heute haben alle ein bisschen Bedarf zu umarmen. Was aber auch schön ist, Chat. Was auch schön ist. So, 40 Sekunden, Ausrufezeichen, Play. Wir haben eine Prediction. Wer kommt zuerst ins Ziel? Highway Racer versus Carnage Rage. Aktuell noch keine Kanalpunkte auf Highway Racer gesetzt. Also ihr dürft gerne noch eure Punkte reinmachen beim Highway Racer oder beim Carnage Rage, respektive bei der Prediction. 30 Punkte beim Highway Racer haben wir drauf. So. Chat. Müssen wir da schnell zurechtfinden. So, let's go. Wir haben schon 13 Kugeln drin. Ausrufezeichen, Play, letzte Chance. Allerletzte Chance. Und wir rollen los. Ui, wo ist meine Kamera da? Ui, Microminer, gut unterwegs, hey. Gut unterwegs. Holy shit. Der Nick ist auch jetzt wie Suli Äpfelmosch gesehen. Und irgendjemand hat das Messer dabei. Wer hat das Messer dabei, Chat? Der Speck. Ist es der Speck oder ist es der Highway Racer? Man sieht es nicht so gut. Bounce aber gut unterwegs. Der Bounce ist in Space. Kennt jemand den Sänger? Also, ich muss schnell nachschauen. Also, den Song kenne ich, aber ich kann ihn gerade nicht zuteilen. Stone Sour, also ich kenne Stone Sour. Den Stone Sour kenne ich also sogar, wenn es mir nicht täuscht, habe ich ein Album von ihnen. Sir Simple macht, glaube ich, Schlusslicht, so wie es aussieht. YMCA. Okay, ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Das ist der gleich wie Slipknot. Ich meinte, ich habe das einmal gelesen oder gehört. Das ist true. Der Corey Taylor. Oh, ja, stimmt. Absolut richtig. Also, Sänger von Slipknot ist auch der Sänger von Stone Sour. Aber ich finde es interessant, weil die Genres sind halt schon sehr unterschiedlich. Also die Musikrichtung ist schon unterschiedlich, aber es ist ein Multitalent. Da macht man einen guten Start und leitet dann richtig ab. Mal schnell schauen. Aber da kommst du wieder. Also es ist noch nicht vorbei. Carnage das zieht man da immer den Falschen. Carnage aktuell nicht schlecht unterwegs. Mit dir zusammen, Microminer. Ich muss mir ein bisschen Zeit geben, bis ich mich an Jamon gewöhnt habe. I'm so sorry. Aber jetzt muss ich mal schnell schauen. Sind wir noch nicht im Ziel? Da geht es noch weiter. Hä? Kommen wir nicht raus, Chat. Wo sind ihr? Wo gehen ihr hin? Es ist noch niemand im Ziel, oder? Da haben wir halt so Portalgeschichten. Ich gehe da mal schnell schauen. Da sieht es interessant aus. Da haben wir Carnage, Jamon, Bounce, Swissuli, Lizzie ist auch da. Da nochmal ins nächste Portal rein. Hey, das ist mega verwirrend, oder, Chat? Da geht es weiter. Carnage geht schon ins nächste Portal rein. Zack. Jamon, Swissuli, Bounce, Lizzie. Carnage ist im Ziel. Da über. Da runter. Da ist das Ziel. Let's go. Also, wir haben Carnage, Jamon, Swissuli, Bounce, Lizzie, dein Kollege, Nick, Äpfelmost, Steampunk Lady und vielleicht ich. Nein. Doch. Nein. Ja, doch. Oh. Ich bin auf Platz 10, lieber Chat. Ich bin auf Platz 10. Schnell Chat angucken. Und jetzt kommt die neue Funktion. Leni.
Leni, ich frage dich jetzt, wie ist der Ausgang der Prediction? Leni? Hetroi, laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der 1 gegen 1 Vorhersage Carnagerag mit Platz 1. Okay, let's go, Leni. Also, Leni, das ist jetzt immer noch ein Bewerbungsgespräch von der Leni. Wenn sie alles richtig hat, dann überlohne ich ihr zukünftig die Auflösungen der Predictions. Aktuell mache ich es noch. So ein süßer Äpfelmast. Oh nein, doch. Oh. Genau das meine ich. So ein schöner Song, Chat. So ein schöner Song. So, wir gehen weiter zu Refined. Irgendetwas. Ausrufezeichen Play in Chat. Das sieht nach einem Race aus, oder? Nein, aber es geht nicht im Kreis, das ist wichtig. Lieber Chat, Ausrufezeichen, Play in Chat rein, 90 Sekunden haben ihr Zeit. Ich mache ihn einfach jetzt auch nicht. Ja, ich will da ein bisschen angeben mit meinem Skin. So bin ich halt. Ja, Skin, der Franziskus mit dem Schweizer Flägchen drauf. Ausrufezeichen, Play in Chat. Und schafft es Sir Simple in die Top 5? Ja oder nein? Ihr könnt eure Kanalpunkte verwetten, wenn ihr wollt. Und für die neu sind, mit euren Kanalpunkten auf Twitch, das ist von Twitch gesteuert, könnt ihr aber über mehr viele Effekte auslösen. Viele Spielereien. Ihr könnt auch Troilina holen mit so Punkten. Bounce the Burger ist halt schon ein geilste. Das ist jetzt sehr schön ausgedrückt von dir, Nick. Oh, Lizzie, wie habe ich das jetzt verdient, Lizzie? Guckst du, Lizzie, da? Das ist gefährlich hier. Guckst du hier? Haie. Ich glaube, Lizzie wird heute noch von einem Hai gefressen. Casino, yippie! Chat, 18 Sekunden. 18 Sekunden Ausrufezeichen Play. Wir haben 140 Punkte auf Ja. Wir haben 2170 Punkte auf Nein. Bei der Frage, schafft es Sir Simple in die Top 5? Wir schauen, Chat. Wir rollen los. Nick mit der Pole Position. Aber ich habe das Gefühl, wie immer, wer weiterhin startet, bekommt mehr Schwung auf die Tour. Ja, so läuft das hier. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch gelogen. Ja, Nick, du hast Vorsprung, aber das kann sich alles noch ändern. Jetzt schauen wir da schnell. Nick schlägt sich aber immer noch gut, immer noch in Führung. Ui. Oh, what the fuck? So schnell gucken. Wieso ist da meine Maus, Mann? Geh weg. Sir Simple in Führung. Da wird aber noch mal schnell pausiert. Bounce, Nick und Ueli haben sich zusammengetan, haben ein Team gebildet und tun jetzt hier gemeinsam die Hindernisse aus dem Weg räumen. Ich bin für den Burger. Hey, also für Burger bin ich sowieso immer, Chat. Burger ist auch das Geilste, oder? Chat, was darf eurer Meinung nach nicht im Burger drin sein? Gibt es irgendwie so ein No-Go? So, nein, das darf nicht im Burger sein. Und sagt jetzt nicht Ananas, weil das ist geil. Und jetzt also, okay, dann weiss ich es nicht. Gurken, richtig. Bounce, da gebe ich dir recht. 200 Punkte für Bounce. Aber, okay, dann frage ich so, Bounce, macht es einen Unterschied für dich, ob es Essiggurken sind oder richtige Gurkenscheibli? Für mich macht das einen Unterschied, weil ich finde Essiggurken nicht gut in Burger. Speck aus, natürlich, Schnecke, Kohls Schnecke. Fair enough, habe ich auch nicht gern. Ananas, finde ich, muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber ich finde es nicht schlecht tatsächlich. Ab und zu finde ich es tatsächlich noch geil. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Ananas lieber auf der Pizza als im Burger drin. Eier? Aber Eier finde ich noch nice. Dein Kollege sagt Eier.
Ja, vielleicht nicht in jedem Burger. Es kommt darauf an, wie viel sonst noch drinnen ist in diesem Burger. Aber jetzt echt zum Fleisch noch so ein Ei dazu kann eben schon noch irgendwie nice sein, finde ich. Zwiebeln. Okay. Ich habe gerne Zwiebeln, tatsächlich. Jamon in dem Fall eher weniger oder gar nicht. He? Auch nicht, wenn sie so ein bisschen crispy sind, weißt du, so ein bisschen crispy Zwiebeln und so. Das ist doch schon geil. Käsescheiben? Nein, come on. Ein Cheeseburger ist doch geil. Speck, okay, interesting. Sicher macht es einen Unterschied, aber brauchen beides nicht. Okay. Ich finde tatsächlich so ein Scheibli, echte, richtige Gurke, finde ich interessant. Finde ich tatsächlich noch fein. Tomate ist irgendwie so... Ich habe lieber anders als Tomaten, aber Tomaten ist für mich nicht ein No-Go. Aber interesting. Speck. Der Speck. Aber Speck, Eier im Teig. Was darf denn nicht fehlen im Burger? Die Frage, die ist schon beantwortet, oder, Chat? Und Iceman, grüezi, wie geht's dir, Iceman? Wie geht's dir? Hey, aber schon länger nicht mehr gesehen, ne, Iceman? Wie geht's dir, was treibst du so? Knobli ist das Beste, Knobli, ja, okay, Knobli ist immer gut. Zwiebeln gar nicht, okay, schon Mann. Käse darf nicht fehlen, man, finde ich auch. Ich finde es geil, wenn Raclette-Käse drin ist. Ich mache mega gerne Raclette-Käse rein. Lieber Käsescheiben als Mozzarella. Ja, fair enough. Im Burger würde ich jetzt aber auch keine Mozzarella reinmachen. So, Jamon übrigens auf Platz 1. Ich lese schnell vor. Äpfelmost auf Platz 2. Dann haben wir Lizzie, Bounce, Highway Racer, Sir Simple, ich, Steampunk Lady, Black Magic, Nick und The Carnage. Wir pausieren schnell die Musik. Leni, was ist deine Meinung? Wer hat gewonnen? Hey Troy, laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der Top 5 Vorhersage Nein mit Platz 6. Nein mit Platz 6. Sir Simple ist auf Platz 6. Nein, Leni, du machst das gut. Ich bin stolz auf dich. Jalapenos, nehme ich immer sehr gerne. Es darf immer ein bisschen brennen. Auch zweimal. Chat, wir gehen weiter. Auf Beautiful Gigantic Marbles. Ausrufezeichen Play in Chat. 90 Sekunden, lieber Chat. Und ich joine wie immer auch noch rein. Oh, übrigens, wir machen es so, wer schlussendlich... Oh mein Gott, ich habe kein Local Leaderboard gemacht. Chat, wer halt nach Marbles Global Leaderboard. I'm so sorry für die vielleicht keine Energie mehr haben. Aber die Person, die auf Platz 1 ist, darf sich jemand auswählen, dann, wo wir 200 Bits schicken, einen Streamer. Ich sage es dir nochmal, wie das funktioniert. Zuerst haben wir noch eine Prediction am Laufen. Wer kommt zuerst ins Ziel, Chat? Sir Simple oder Gritty Bounce? Könnt ihr eure Kanalpunkte verwetten, wenn ihr wollt? Hey, und JJ, grüezi JJ, wie geht's dir? Hello! Hey, alle, die jetzt noch reingekommen sind, rollen mit Ausrufezeichen Play. Alle dürfen mitrollen. Und Platz 1, gemäss Global Leaderboard, kann sich dann noch ein Streamer auswählen, wo wir 200 Bits reingeben. Und Sir Simple mit 2010 Punkten. 1070 Punkte auf Bounce. Das ist übrigens ein mega geiler Song. Chat. Soil? Halo by Soil tatsächlich? Hey, den Song habe ich früher mega viel gehört. Chat, wir rollen los. Noch schnell schauen, was du noch geschrieben hast. Ich esse lieber Burger ohne Brot. Ja, ich weiss, was du meinst. Ich meine, das Fleisch und auch die Zutaten sind schon geil, aber ich finde, das Brot macht halt einen Burger schon ein bisschen aus, meiner Meinung. Ich kann es auch ohne Brot essen, ist auch fein. Aber für mich ist ein Burger, wenn jemand Burger sagt, da haben wir übrigens den Burger, schnell Slow Motion reinmachen, schnell begutachten. Was hast du da drin? Da sind aber Zwiebeln drin, oder? Bounce, da sind Zwiebeln drin. Aber Hauptsache kein Essiggürkli.
Hey, alles gut, JJ, alles gut, danke vielmals. Kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Das ist viel wichtiger, JJ. Habe ich eigentlich immer noch Slow Motion drin? Nein. Bündner Nusstorte, okay. Sehr gut. Oh, Jamon, die Song-Requests sind leider schon wieder zu. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch noch einige in der Playlist drin. Und nachher würden wir eben dann ins Kino reingehen. Dann tue ich auch keine Musik mehr abspielen. Hey, aber nächstes Mal dann sonst wieder. Nächstes Mal dann wieder. Kannst du schon mal für nächsten Samstag deine absoluten Favoriten vorbereiten? Ich war vorher live und habe einen Rape bekommen mit 53 Zuschauern. Oha! Aber nice, Mann! Und wie ist dein Stream gelaufen? Dann frage ich das natürlich noch. Ich nehme an, also Erfolg mit 53 Zuschauer-Rate. Nice, Mann. Da freut mich mega, JJ. Da freut mich mega. Das ist geil. JJ, was war dein grösster Rate bisher gewesen? Das nimmt mich jetzt Wunder. Rote Zwiebeln. Aber rote Zwiebeln habe ich tatsächlich lieber als die nicht roten Zwiebeln, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann den Text nicht sehen. To be unhappy young man. I said young man. To have good time. YMCA. YMCA. Chat, muss man schnell den Chat lesen. Hey, Bounce auf Platz 1 übrigens bis jetzt, der Rest noch nicht angekommen. JJ meint noch, haben zum ersten Mal den Football Manager gespielt. Mein grösster Raid auf dem Kanal ist der mit 53 Zuschauern. Let's go, Mann! Hey, JJ, das freut mich. Kleiner Meilenstein erreicht. Nice, Mann, nice! Zum richtig verstehen, der Football Manager zum ersten Mal gestreamt, gespielt habe ich ihn schon oft. Okay, let's go. Gewonnen, Mann, Bounce! Let's go, wir gehen schnell durch. Bounce, Highway Racer, Carnage, Äpfelmost, dein Kollege, Nick, Jamon, Lizzie, Ueli, Specko auf den ersten 10 Plätzen. Leni, du bist gefragt. Leni, sag mir, was ist Hit 3, laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der 1 gegen 1 Vorhersage Bounce mit Platz 1. Bounce mit Platz 1. Bounce mit Platz 1. Danke vielmals, Leni. Wieso kann ich es nicht auflösen? Wieso kann ich es nicht auflösen? Ich kann es nicht auflösen, Chat. Ja, Leni, wir haben ein Problem. Wieso kann ich es nicht auflösen? Predictions. Wo bist du? Choose an outcome. Bounce. So, jetzt aber. Chat, wir gehen weiter auf die nächste Map. Mystical Wowing irgendwas. Ausrufezeichen Play in Chat. Ausrufezeichen Play in Chat 90 Sekunden. So jive. Someone came up to me. Da. Chat, Ausrufezeichen Play zum Mitmachen. Ey, das ist ja wild. Ich muss da die Kamera ein bisschen ändern. Sonst wird es einem ja schwindelig, Mann. YMCA. YMCA. JJ meint noch, auf dem FC Basel E-Sports-Kanal, wo ich mal ein Turnier kommentiert habe, ist ein Raid mit 300 Zuschauern reingekommen. Okay, das ist
Aber da bist du auch zuerst mal ein bisschen überfordert gewesen, oder? JJ. Auch heute, also, ich weiss nicht, vielleicht bist ja du mega cool in so einem Moment. Aber wo ich habe so die grossen Raids reinbekommen, also vor allem früher, wo halt gross wirklich auch so 30er-Raid, das war halt gross gewesen, oder? Bin ich halt einmal direkt komplett überfordert gewesen. Hey, Double-Click, grüezi übrigens. Einfach damit ich dir auch noch auf die Nerven gehen kann. Hey, alles gut, du gehst mir ganz sicher nicht auf die Nerven, Mann. Wie geht's dir? Double-Click, alles gut. Schön, dass du da bist. Allerletzte Chance. Ausrufezeichen Play, 5 Sekunden. 5 Sekunden. Merci übrigens für 1 Bit Double-Click, danke vielmals. Ich wollte doch eigentlich duschen, jetzt muss ich halt morgen gehen. Ja, aber kann man, also, du musst ja nicht bis morgen warten. Ich meine, heute ist noch früh. Heute ist noch früh, Mann. Ja, aber jeder kann machen, was er will. Jamon, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Geil, Mann. Oh, ich habe vorhin noch gar nicht kommentiert, wer kommt zuerst ins Ziel, Carnage Rage versus Bounce. Nein, aber das ist immer noch die alte, Mann. Das stimmt irgendetwas nicht, oder, Chat? Oder ist jetzt da schon wieder neu? Kommen wir nicht raus. Chat, kommen wir nicht raus. Geh da schnell auf Platz 1 mit der Kamera, dann muss ich da schnell im OBS etwas schauen. Wo sind da die Predictions? Ist mein Chat-Tool unfähig gerade? Chat, kann man das jemand sagen? Ist Carnage Rage vs. Bounce die Prediction von vorhin? Ist das die neue Prediction von vorhin, Chat? Kann man das jemand sagen? Also vor allem die jetzt Punkte reingegeben haben. Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Es sieht fast genau aus. Upsla, so. Chat. Ja, sicher. Und das sind Zuschauer von England, Spanien, Deutschland und so weiter. Oh mein Gott, hey, ich kann mir das so gut vorstellen. Mein grösster war der Troy mit 52. Oha, okay, krass. Oh, Double-Click mit. Schnell schauen. Oh, ich glaube, der Bounce ist schon überholt worden, oder? Ich muss da schnell gucken gehen. Jamon in Führung. In Führung, let's go. Der fucking Hammer. Troy's Hammer. Ach du Scheiße. Ich habe an der fucking Street Parade müssen arbeiten. It's over, it's done. It's game over, man. Oh shit, man, Double-Click. Mein Beileid. Raids immer toll. Ja, hey, ich meine, Raids sind halt auch, das ist ein Support, und Raids sind immer toll. Egal wie gross, egal wie klein. Es ist ein Zeichen von Support, also es ist ein Support. Und ich finde das schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon von grössten Raids haben, ich weiss nicht, wer mein grösster Raid ist bei mir. Entweder war es die Freya oder die Lisa Chantal. Beiden sind halt Partner. Und die sind halt mit ein paar hundert Leuten gekommen. Ja, aber wie gesagt, auch kleine Raids sind immer schön, lieber Chat. Vitamine für Troy. Hey, übrigens, merci vielmals für 3 Bits, Sir Simple. Swiss Uli habe ich mich für 20 Bits bedankt. Uli, merci vielmals für 20 Bits. Danke vielmals für euren Support. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen und die Dusche ist ein Nebenzimmer der Eltern. Ah, I get it. Ja, aber also morgen wird es ja wahrscheinlich nicht, einfach heute ein bisschen später, oder? Aber ich muss auch sagen, ich sage immer, morgen ist erst dann, wenn man geschlafen hat. Also so gesehen, es hat eine Flamme gegeben. Hast du auch so recht, Jamon? Davon, wenn man nicht aufpasst mit dem Feuer, der Teppich doch zu teuer. Den Text kann ich nicht so 100%. Chat, wer haben wir da?
Jamon auf dem Eis, Iceman, so simple. Bounce. Highway Racer, Speck, Carnage, Uli, ich und Lizzie auf den ersten 10 Plätzen. Hetroi, laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der 1 gegen 1 Vorhersage Bounce mit Platz 4. Bounce, merci für die Antwort. Bounce mit Platz 4, das stimmt. Carnage Rage, ich muss halt immer schnell den Gegencheck machen. Bevor ich die Leni einstelle, muss ich den Gegencheck machen. Bounce it is. Merci Bounce für die Info. Let's go. Auf Europa, Afrika. Ausrufezeichen Play in Chat. Ist der vorgespeckt und auf den Teppich gekommen. Ich wieder Vortag noch. Let's go, Chat. Wie viel haben wir noch? 1 Minute, 15 Sekunden, Ausrufezeichen Play. Alle dürfen mitrollen. Also Specko sagt, das ist von vorher, aber ich glaube, der Bounce hat recht. Es ist, glaube ich, schon neu. Sorry, aber ich habe es jetzt so gemacht. Das ist jetzt aber ganz sicher neu. Wer kommt zuerst ins Ziel? Sir Simple versus Carnage Rage. Chat, Kanalpunkt, könnt ihr verwetten. Mit Öl. Er ist mit Öl poliert. Won't pay, I won't pay ya, no way. No, no, why don't you get a job? 30 Sekunden, Ausrufezeichen Play Chat. Ausrufezeichen say no way. No, no, why don't you get a job? Hm? Du schaffst das, Sir Simple. Hä? Der Carnage hat halt auf Sir Simple gesetzt. Da kommen noch Punkte in 3020 versus 4010. Holy shit, jetzt aber. No way. Ich habe meine Punkte auf dich gesetzt. Carnage, war das die richtige Entscheidung? Man weiß es nicht. Wir finden es aber raus. Jamon da schon, ich würde jetzt mal sagen, in Führung, aber noch niemand hat sich ins Loch hineingetraut. Alle kreisen ums Löchchen herum. Aber wer geht zuerst rein? Jamon, let's go. Nicht dick. Ich wollte sagen, Bitch. Beim Raid habe ich Hochdeutsch geredet, aber ich habe nicht gecheckt, dass der raidet, nur Englisch kann. Hey, aber, oh mein Gott, aber ich hoffe, dass er es dann auch gesagt hat. Man kann es ja auch einfach nicht wissen. Man kann es als Streamer nicht wissen. Ich frage immer, das habe ich aber auch, müssen lernen. Ja, das sind so Sachen, die weiss man mit der Zeit. Erste Frage, was für eine Sprache redet ihr? Jamon hat auf Carnage gewettet. Oh no. Oh no. So, wer haben wir da? Iceman, gut unterwegs, oder? Iceman ist aber schnell. Iceman weiss nicht, wo durch. Sir Simple überholt. Sir Simple in Führung. Mein Knie kann nicht rollen. Das hat sehr fucking dirty tönt. Ja. True, gebe ich dir recht. Double-Click. Pessimismus ist immer besser, weil man dann nicht mehr enttäuscht werden kann. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht stimmt. Es ist halt true. Es ist true. Aber ein bisschen Optimismus, Carnage, schadet nicht, ne? Schadet nicht für dich und deine Mitmenschen. Hat er meinen Namen gesagt? Troy! Schnell gucken.
Irgendwie sind die Keys irgendwie anders binded im Marbles. Früher konnte ich mit den Leertasten rauf können. Da geht nicht mehr, oder? So, wer haben wir da in Führung? Sir Simple, Iceman, Calls und Lizzie. Sir Simple, oh, der schwebt da, aber Sir Simple immer noch in Führung. Welche Legende hat das Lied gewählt? Sir Simple it is. System of a Down. Da bevorzuge ich dann doch die Einstellung der Leute auf dem neutralen Planeten bei Futurama. Okay. Ja, neutral ist natürlich auch immer eine gute Lösung. Chat, Iceman auf Platz 1, Calls auf Platz 2, dann haben wir Lizzie, Simple. Simple, aber schon vor Carnage Rage. Wir lassen aber noch schnell die Auflösung von der Leni an. Äpfelmost auf dem 5, Carnage auf dem 6, ich auf dem 7, Nick auf dem 8. Dann haben wir Jamon und Steampunk Lady. Sollten wir hier sterben, sagen Sie meiner Frau bitte guten Tag. Sehr gut. Sehr gut. Treu, Ja. laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der 1 gegen 1 Vorhersage Sir-Simple Sir. mit Platz 4. Sir-Simple it is. Let's go. Leni, du machst das gut. Ich glaube, Leni, du bist schon so gut wie eingestellt. Ich glaube, ab dem nächsten Marble-Stream darfst du selber Predictions auflösen, Leni. Nice one. Hat dich gut programmiert, Leni. So, Chat. Wir gehen auf die 6. von 8 Maps im Grand Prix. Ausrufezeichen Play in Chat. Da bin immer ich, der so tönt, oder? Highway Racer. Der Highway Racer hat das Messerli dabei, he? So ist es also. Lizzie da mit den schönen Kugeln. Ich weiss nicht, Steampunk Lady, wie gut die Kugeln rollen. He? Man weiß es nicht, Chat. So. 55 Sekunden Chat. Und wer kommt zuerst ins Ziel? Lizzie versus Uli. Er hat noch 45 Sekunden. Und Underdogs. Hey Troy, letztes Mal hatte ich beim Faro gesehen. Underdogs. Ich habe dich auch beim Faro gesehen, das ist true. Aber wann habe ich dich denn vorher das letzte Mal gelesen, Underdogs? Habe ich dich enttäuscht? Ist der Content nicht mehr für dich bei mir? Nein, Spass, Mann. Underdogs, wie geht's dir? Wie hast du es? Und jetzt schreibt der Underdog sicher, ja weisst Troy. Weisst Troy, das fehlt schon das Chatting, das du amigs machst. Das ist halt nichts für mich. Ja? Ich komme halt lieber, wenn es Marbles gibt. Nur Spass, Underdogs, nur Spass. Twitch, es hat auch langsam ein bisschen viel. Hat viele Schweizer Streamer auf Twitch. Ist es so, wie es ist? Man kann nicht überall sein. Erdnussbutter auf meine Brüste. Chat, ich habe immer das Problem, dass ich mir alles so ein bisschen bildlich vorstelle. Das ist jetzt auch wieder so ein Moment. Und ich denke, okay. Okay. Auch wenn ich tatsächlich weiss ja nicht, wie der Simple aussieht. Habe ich schon mal ein Foto vom Simple gesehen? Simple ist, glaube ich habe noch nie ein Foto von dir gesehen, oder? So, wer haben wir da im Mixer? Ich, Call, ja, alle. Aber ich glaube, Jamon ist schon rausgekommen. Ich auch, Calls auch. Calls ist, glaube ich, in Führung, so wie es aussieht. Chat. Oder... man weiß es nicht. Ist Jamon in Führung? Es ist ein bisschen dunkel. Schon gut, du. Ich kann dir nicht Schuld geben, wenn ich selber in der Miststufe stehe. Ja, true. True.
Oh, Chat, come on. Also, wer noch Song-Requests hat, macht sie parat, macht euch einen Link parat. Ich mache nochmal für 15 Minuten auf. Und ich mache auf in 3, 2, 1. By the way, das ist da, wo jetzt gerade läuft, das ist meine Playlist. Hat auch gute Songs drin. Jamun übrigens in Führung, ist aber gerade überholt worden von Calls. Chat, ich muss noch schnell schauen, was die geschrieben haben. Das war falsch. Nochmal allgemein gerade nicht viel online gewesen, bin entweder bei dir leise oder fahren. Okay. Hey, aber wie gesagt, Underdogs. Ich habe das auch. Ich habe auch Zeiten, wo ich nicht gross auf Twitch unterwegs bin. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, ich muss ganz ehrlich sein, ich meine, klar, ich streame immer noch. Aber ich bin aktuell seit ein paar Wochen nicht mehr wirklich so aktiv auf Twitch, wie ich auch schon war. Aber ich meine, hey, wir haben Sommer. Ich kann es kaum erwarten, bis der Winter wieder da ist. Und dann bin ich ganz sicher auch wieder ein bisschen mehr in den Twitch-Chats. Song-Requests sind leider jetzt zu, lieber Chat. Oh, come on. Jamun. Tu ihn noch mal rein. Tu ihn jetzt noch mal rein. Bitte die anderen jetzt aber nicht. Gebt dem Jamun noch schnell die Möglichkeit, den Song-Request zu posten. Vielleicht musst du zwischendrin schnell etwas anderes schreiben, weil Twitch sagt, du darfst nicht zweimal das Gleiche schreiben. Wir haben Calls auf Platz 1, Lizzie auf Platz 2, ich auf 3, Sir Simple, Jamun, Nick. Sonst mache ich es schnell. Oh, let's go. Danke, Jamun, es hat geklappt. Ist drin. So, wo bin ich? Calls, Lizzie, Troy, Simple, Jamon, Nick, Specko, Uli, Äpfelmost. Der Rest ist rausgeflogen, Chat. Leni, I need you. Hey Troy, laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der 1 gegen 1 Vorhersage Helitzi mit Platz 2. Hey, Litzi. Let's go. So, Bahn 7 von 8. Bahn 7 von 8, Chat. Ausrufezeichen Play in Chat. So, ihr habt noch 1 Minute 20 Sekunden und ich lese da noch schnell, was ich verpasst habe. Chat, und wenn ich etwas überlesen habe, etwas Wichtiges, seid mir nicht böse, ich kann es auch noch mal hineinschreiben. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Habe ich jetzt zwar nie direkt gesucht, aber bist der Erste, den ich hier auf Twitch gefunden habe. Ui. Let's fucking go, Mann. Ja, das ist eine grosse Ehre, Jamon. Das ist eine grosse Ehre. Übrigens, Prediction: Highway Racer vs. Äpfelmost. Wir haben auf 10 Punkte auf dem Äpfelmost, 0 Punkte auf Highway Racer. Bin noch anonym, traue mich nicht. Hey, alles gut. Ich meine, die meisten sind das, also macht dir keinen Kopf. Aber es hilft tatsächlich mehr in diesen Momenten, wo ich mir ja vieles bildlich vorstelle, hilft das, wenn ich nicht das Gesicht dazu habe. Weißt du, was ich meine? Weil dann habe ich vor meinem inneren Auge habe ich dich mit dem Gesicht, mit dem Erdnussbutter auf den Brüsten. Also das ist dann so ein bisschen grenzwertig. Hure gemein, habe von Handy auf PC gewechselt, da spinnt Spotify. Oh no, also. Aber nicht Musik jetzt da bei mir, oder? Also, du meinst zum die Links holen? Zum die Links holen wahrscheinlich. Gut, sie sind jetzt wieder zu Song Requests. Nehmt mein Lied, falls es durchkommt, nicht ernst. Ist ein Gag am Rand. Hey, wir hören uns das an.
So, Äpfelmost in Führung. Äpfelmost, weil du Äpfelmost bist. Das ist der Grund. Das ist die Antwort auf deine Frage. Ja. Ich meine, come on, Äpfelmost. Ist schon richtig. Also, Chat gibt es jemanden im Chat, der nicht gerne Äpfelmost hat. Das Getränk. Nicht der Zuschauer. Gibt es jemanden, der das nicht gerne hat? Das ist doch so geil, oder? Das ist doch so geil. Jetzt hat ich den Speck fast blockt. Wieso hat ich den Speck fast blockt? What the fuck? Ich nehme an, dass voll ernst, du hast sicher ein Bauchtäschchen. Ja. Der Jamon? I don't think so. Ich würde sagen, nein. Glaube ich nicht. Nein, ich will niemanden blocken. Ich habe da gerade etwas herausgefunden. Ich habe da so einen Hotkey eingerichtet. Da laufe ich immer Gefahr, dass ich euch blockiere, Mann. What the fuck? Wenn du nicht gewünscht, sauf in die aus. Das sage ich dir. Oh, jetzt aber. Specko übrigens in Führung. Geiler Song. Ja, 10 Liter im Keller. Oh, so viel habe ich nicht. Ich glaube aktuell... ich habe eine Packung voll. Wenn du mich vorstellen willst, nimm Watchmen-Charakter Walter. Oh, ich weiss jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie der aussieht. Watchmen müsste ich wieder mal schauen. Ja, geht immer Pause, braucht es auch. Ich habe selber gerade angefangen zu streamen, jetzt wieder aber Pause wegen neuem PC und allem. Aber fange gleich an, muss noch viel einrichten. Underdogs, nice. In welcher Sprache streamst du Underdogs? Schweizerdeutsch? Ich nehme es fast an. Mit deinem _CH müsstest du ja fast Schweizerdeutsch streamen. Also nicht böse gemeint, machen nur Spass. Aber wer das Lied kennt, weiss, was ich meine. Von welchem Lied haben wir es jetzt? Von dem, der läuft? Jetzt nicht sicher. Das ist auf dem Sir Simple. Chat. Äpfelmost auf dem 1, Lizzie auf dem 2, Steampunk Lady auf dem 3. Deutsch, Schweizerdeutsch, ja, okay, let's go, nice. I like. Damn, ich habe vergessen mitmachen. Ja, aber Bounce, wo bist denn du, Mann? Was machst denn du? Bist du am Schlafen, Mann? Nein, hey, das kann passieren, mein Gott. Gott für Tommy! Also, habe ich schon vorgelesen. Äpfelmost Lizzie, Steampunk Lady, Iceman Simple, ich, Uli Speck, Jamon Calls. Auf den ersten 10 Plätzen. Hetroi, laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der 1 gegen 1 Vorhersage Apfelmost_CH mit Platz 1. Ja, das tönt richtig, Leni. Ich gebe dir recht. Machen wir so. Chat, wir haben noch eine Bahn. Dann ist das GP fertig und dann gehen wir ins Kino. Wir gehen nachher ins Kino rein, Chat. Also eins letztes Mal für heute. Ausrufezeichen Play in Chat. Und jetzt nochmal alle rein. Ich will, jeden Chatter da will ich drinnen sehen mit seiner Kugel. Egal mit was ihr poliert habt. Vielleicht kannst du mir ja dann mal sagen, was ich verbessern kann. Du, also kreativen Streamer, Wirklichkeitsweit an. Danke für die netten Worte. Aber ja, gern. Ich schaue vorbei und wenn du Feedback von mir willst, kann ich dir gerne auch ehrliches Feedback geben. Das kann ich machen.
So, Ausrufezeichen Play. Und die Prediction ist, schafft es Underdogs in die Top 5, ja oder nein? Er hat noch 40 Sekunden, um eure Kanalpunkte zu verwetten. Ja, die letzte Prediction für heute, weil nachher gehen wir ins Kena rein. Vielleicht haben wir aber im Kena noch so ein paar Prediction-Momente, wir wissen es nicht. Und Garadonis, grüezi Garadonis. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wer streamt jetzt genau wieder? Underdogs. Wir haben es vorhin von Underdogs gehabt. Ja. Neu auf Twitch, also neu als Streamer auf Twitch. Ja. Machen wir mal ein Bild, wenn es dann so weit ist. Nach der Runde gehe ich schlafen, Lizzie. Vielleicht gewinnst du noch, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Bei dir immer so was braucht es, wo einem sagt, was man machen kann. Hey, absolut. Also, das ist auch etwas, was ich immer sage. Erstens sage ich, gebt Feedback dann, wenn es gewünscht ist. Das ist ja so, das ist so der Anstand, der auch ein bisschen weit muss sein. Oder wenn euch Feedback auf der Zunge brennt, dann fragt wenigstens vorher, ob ihr Feedback geben dürft. Aber ich finde, für einen Streamer ist es halt mega wichtig, dass man Feedback bekommt. Ja. Dass man sich verbessern kann, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und lasst auch drauf. Also, es kommt dann vielleicht auch mal etwas Negatives. Und das sind ja auch die Sachen, das konstruktive Feedback. Mit dem kann man dann auch etwas machen. Mach so wie ich, primitiv. Okay, hört. Äpfelmost sagt's. Highway Racer aktuell in Führung. Ja, hey, Underdogs, mach. Gib Feedback. Let's go, let's fucking go. Jetzt kommt's, oder? Jetzt muss ich mich seelisch vorbereiten, oder? Jetzt passiert's, oder, Chat? Das ist das Ende. Nachher gehe ich nie mehr live, weil ich mich nicht mehr getraue. Nein, sage ich, kein Spass. So, was haben wir? Highway Racer immer noch in Führung, tatsächlich. Im Schnee. Highway Racer im Schnee drin. Brennt aber, glaube ich, sogar. Ah nein, der blitzelt. Bei dir braucht so, bei dir immer so was. Nein, das habe ich schon gelesen. Mein Gott, wo bin ich? Was jetzt ist, das Lied gleich drin? Ja. Ist es ja. Hey, Speck, alles gut. Nice one. Vom Speck. Fear of the Dark, Iron Maiden. Geil. Geiles Lied. Speck, es hat geklappt. Das freut mich natürlich. Auch in der Zwischenzeit, Chat, hat die Lizzie überholt. Lizzie, oh nein, Lizzie, come on, Lizzie. Reiss dich zusammen, Lizzie. Bounce hat halt überholt mit seinem Burger. Bounce, let's go. Jetzt bescheissest du aber, oder? Jetzt nimmst du aber Abkürzungen. Ist das überhaupt der richtige Weg, Bounce? Bist du sicher? Sieht ein bisschen komisch aus da. Hey, smooth! Wow, okay. Holy shit. What the f... Ey, aber Bounce, jetzt bescheissest, oder? Das kann nicht sein. Schau mal, die anderen sind alle hängen geblieben. Bounce auf Platz 1. Das ist wegen der Musik. Bounce hat VIP-Bonus. Da kommt der Highway Racer auf den Platz 2 rein. Ich muss da schnell den hier wegmachen. Der hat sicher Wallhack drin. Die anderen sind alle hängen geblieben. Ihr wisst schon, wie ich da meine, Chat.
So, Bounce, Highway Racer, Sir Simple, Jamun, Iceman, Lizzie, Underdogs, Carnage, Speck und Garadonis. Aim Assist gibt auch Aim Assist on gibt's doch zu. Ja, die hohen Controller-Spieler-Chat, oder? Leni? Hey Troy, Ja. laut meinen Berechnungen wäre die Auflösung von der Top 5 Vorhersage Nein mit Platz 7. Nein, mit Platz 7. Underdogs ist auf Platz 7 und darum nicht in den Top 5. Let's go, Leni, merci vielmals. Die Leni ist bis jetzt immer richtig gelegen. Ich glaube, Chat, können wir die Leni befördern? Ich glaube, die Leni können wir für den nächsten Stream befördern und dann kann die das übernehmen mit den Predictions. Dann kann ich Grind ausschalten. Dann kann ich ein bisschen liegen währenddessen. So, Chat, noch schnell lesen. Hätte ich jedes Rennen mitgemacht, hätte ich Gold, oder? Vielleicht. Elfer. GGs. Hey, wir schauen schnell, wer auf Platz 1 ist, Chat. Und es ist ja so, die Person, die auf Platz 1 ist, darf sich eine Streamerin oder Streamer auswählen, wo wir 200 Bits vorbeischicken. Speck hast du, aber ich muss dazu sagen, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Es geht nach Global Leaderboard. Wir schauen schnell, was... Chat... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es geklappt hat. Hast du 0 Points, Speck? Wir gehen schnell durch, aber ich muss nachher noch schnell den Gegencheck machen, ob es wirklich stimmt, Chat. Ich muss noch den Gegencheck machen. Also gemäss dem Podest hier, Podium, haben wir auf Platz 3, haben wir Micro Miner a.k.a. Jamun auf Platz 3. Ich glaube aber, Jamun war immer recht gut dabei gewesen, oder Chat? Wir haben auf Platz 2 Sir Simple. Sir Simple geht jetzt um Platz 2. Jamun geht jetzt um Platz 3 übrigens. Vape, der Hand. Oh, Platz 1, Gritty Bounce. Lalali, lalala. Mack. Kapiert? Ich meine, jeder kann machen, was er will. Jetzt schaue ich aber nochmal jeder schnell. steht dazu, was er macht. Nochmal, das stimmt schon. Ja, das Einzige, was vielleicht könnte sein, wenn ihr viel Marbles spielt und keine Energie mehr habt, dass ihr keine Punkte bekommen habt, aber es geht auf. Ja. Wenn ich mir das so anschaue, geht das auf. Chat. BGs, Bounce, wo willst du gerne, dass ich 200 Bits reinschicke? Mit 6 Rennen, aber du hast halt 2 Wins geholt. Das hat halt eingeschenkt. Leb gefährlich, weißt du schon. Nicht jeder mit dem Style ist gleich ein Talahon. Chat und so weiter und so fort. Nein, sicher nicht Pokémon. Die Leise ist halt gerade aufgegangen. Ja, aber was soll denn das? Muss ich mit der ich schreibe jetzt ihr, wieso bist du aufgegangen? Sagen Sie, schleift das eigentlich? Ist aber irgendwie ist ein catchy Song, muss ich sagen. Catchy. Ich kenn's, Speck, ich kenn's nicht. Ich habe die Lyrics schnell aufgemacht. Ja, für uns alle.
Wütend wird, ist er süß wie Baklava. Hure gut, Mann. Geiler Text. Ich bin verknallt in einen Talahon. Hamster Sound ist ein Vorschlag. Hamster Sound schon zweimal vorgeschlagen. Ja, dann los. Hamster Sound. Also, let's go. So, ich gehe schnell zum Hamster rüber. Im Supermarkt-Simulator ist er halt. Ah, der liebe Hamster. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Chat, ich share gerade mit euch. Bounce, du kannst mir noch sagen, wenn wir Frankenstein-Text machen, oder hast du schon einen Text vorbereitet? Hä? Entweder Text von dir oder du schreibst Frankenstein, dann tun wir gemeinsam einen basteln. Chrome. So, Chrome. Das ist falsch. Ah, das ist meine Playlist, die jetzt wieder läuft, glaube ich. Aber ich glaube, mit der klingen wir noch schnell aus. Gehen wir da noch schnell die Biddies verteilen. So, Chat, ich bin gerade für euch da. Schnell da das Fenster ausrichten. Da. Ich finde das mit dem Messer und dem Butterbrot geil. Es ist wirklich gut, Jamon, wirklich gut. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich nicht mal gewusst, was ein Talahon ist. Gut, ehrlich gesagt, weiss ich es immer noch nicht. Chat, was ist ein Talahon? Das ist ein Begriff, den ich noch nie gebraucht habe, noch nie gehört habe. Frankenstein. Ich werde jetzt zuerst noch die Antwort auf die Frage haben. Und ja, der Troy weiss es nicht. Deal with it. Ohne Scheiß, ich habe das Wort noch nie gebraucht, Mann. Was ist das? Das ist, glaube ich, habe es eingeblendet. Ein Talahon. Was ist ein Talahon? Muss ich mich jetzt schämen? Geh mich schämen, Chat. Geh mich ja schon schämen. Ah, schau jetzt, aber Specko kennt es auch nicht. Das musst du auch nicht brauchen. Kennst du Pumpkin Monkey? Nein, sagt mir gar nicht. Das sagt mir gar nicht, Speck. Das Lied erklärt es echt gut. Ich habe mich jetzt halt nicht so fest auf die Lyrics konzentriert, aber ich muss es nochmal hören und die Lyrics ein bisschen studieren in dem Fall. Ist irgendwas Arabisches, glaube ich. Okay, also das ist nicht irgendwie etwas, was mega geläufig ist und ich kenne es einfach nicht. Ich meine, geht es ab und zu auch, dass ich irgendetwas nicht kenne, wo sonst alle kennen. Chat, also, wir machen weiter. Frankfurt Hinder. Okay, interessant. Ich tue mir das schnell mehr notieren. Erinnerung, let's go. Chat. Ab jetzt bitte Wörter und Sätze in den Chat rein, die ich zusammenbasteln kann und zusammen mit, ich runde auf 505. Ich kann nicht mehr reden, darum gibt es jetzt 555 Spitzen, weil ich nicht mehr reden kann. Machen wir das so. 555. Zusammen mit 555 Bits schicke ich euren Frankenstein-Text über. Da kommen immer noch Definitionen rein, aber ich konzentriere mich schnell auf den Rest. Currywurst. Currywurst? Okay, let's go. Hier kommt die... Oh nein, warte jetzt. Hast du Currywurst im Sortiment? Glatze polieren. Ist das nicht ein bisschen fies? Ich muss mal schnell schauen, wo ich den Glatze polieren reinmache. Münze für einen Fuß. Hast du Currywurst im Sortiment? War gerade am Glatze polieren und suche eine Münze für einen Fuß.
Und ja, die Lese ist aufgegangen, weil alles voll verzögert war. Während dem Zocken mit dem Chat meinte ich, habe noch Fortnite mit dir gezockt. Okay, okay. Merci für die Info. Gipfeli Hamsterbacken. Also hast du Currywurst im Sortiment, wage gerade am Glatze polieren und suche eine Münze für einen Furz. Gipfeli Hamsterbacken. Du hast da aber ganz schöne Gipfeli Hamsterbacken, denn es klemmt. What? Denn es klemmt. Schnell schauen. Mache ich das rein. Münze für einen Furz, denn es klemmt. Die Murmel ist gefallen. Da hast du aber ganz schöne Gipfeli Hamsterbacken. Gedankenstrich, die Murmel ist gefallen, Ausrufezeichen. Und der Häuptling sagte Mack, Mack, nachdem er genüsslich Feuerwasser in seinen Rachen schüttete. Chat, ich glaube, wir haben es. Chat, wir müssen da nichts mehr reinmachen. Ich glaube, wir haben unsere Nachricht langsam. Mache ich da den noch rein? Aber da muss ich noch einen hinzufügen. Kapiert? Ja, wir machen lapiert, ja genau. Kapiert muss ich noch reinmachen, aber wir machen nicht Caps Lock. Ja. Wir wollen da nicht gegen die Regeln verstoßen. Hast du Currywurst im Sortiment, denn die Münze im Furz, die klemmt. Oh, warte. Also ich muss noch mal schnell lesen. Hast du Currywurst im Sortiment? War gerade am Glatze polieren und suche eine Münze für einen Furz. Ich glaube, wir lernen es so, oder Speck? Ist eine geile Idee, aber ich glaube, wir lernen es mal so. War gerade am Glatze polieren und suche eine Münze für einen Furz, denn, ich mache das schnell ein bisschen grösser, denn es klemmt. Du hast da aber ganz schöne Gipfeli Hamsterbacken. Die Murmel ist gefallen und der Häuptling sagte Mack, Mack, nachdem er genüsslich Feuerwasser in seinen Rachen schüttete. Kapiert? Let's go. Let's fucking go, Chat. Also, 555. Mach da schnell auf von der Lautstärke. Oh, er hat Musik drin. Ich muss schnell schauen, dass ich die Musik nicht drin habe. Chat, wait a second. Chat, jetzt muss ich schnell schauen, dass da alles stimmt. Also, Chat, sind ihr ready? Oh, wie immer tue ich euch schnell sagen, wo wir sind. Also, lieber Chat, wir sind hier beim Hamster-Sound, aus Deutschland. Ein ganz lieber, ganz sympathischer Dude. Ich wäre froh, wenn ihr auch schnell etwas bei ihm in den Chat würdet reinschreiben, schnell Hallo oder irgendwas Geiles. Oder einfach ein Banane-Emote oder irgendwas. I don't care. Aber ich schicke da die 555 Biddies. Los, let's go. Let's go. Und der Hamster weiss, wieso dass er die Bits bekommt. Er kennt meinen Content. Kommt da noch Text? Was? Kapiert? Hey, dein Mod, grüezi. Sehr gerne, mein Lieber. Oh, mega lieb, so simpel. Merci für deine 69 Bits beim Hamster.
Hey, Dein Mod, wie geht's dir? Und schön, dass du hier bist. Willkommen hier auf meinem Channel, Dein Mod. Mega lieb, hey, Chat, mega lieb. Und wirklich, ich kann seinen Content wirklich von Herzen empfehlen. Ist es so, wie es ist. So, Chat. Wir wechseln wieder ins Just Chatting rein. Wo ist jetzt die Musik hin? Die Musik ist weg, Chat. Die Musik ist gone. Ah, da ist sie. So, Chat. Let's go. Gehen wir langsam. Wieso habe ich jetzt einen französischen Akzent plötzlich in meine Sprache? Chat, ich weiß nicht, wieso ich habe französischen Akzent jetzt in meine Sprache. Wir gehen nachher noch ins Kena rein, Kena Bridge of Spirits. Und hey, Dein Mod, geiler Name by the way, aber du bist nicht mein Mod. Ich kenne meine Mods, Dein Mod, mein Mod. Hey, mir geht's gut, danke. Freut mich, dass es dir gut geht, Dein Mod. Schade, nein. Dein Mod, du kannst mit Ausrufezeichen worthy, kannst du prüfen, ob du worthy bist. Ob du den Mjölnir, den Modhammer aufheben kannst. Ausrufezeichen worthy. So funktioniert das bei mir. Ne? Und ich lese noch schnell vor in der Zwischenzeit, was habe ich alles verpasst. Underdogs, I'm so sorry, das war vor 6 Minuten. Also, negativ immer zuerst. Naja, gibt es nicht wirklich, come on, das stimmt nicht. Ja, ich finde einfach die geilsten und interessantesten Streams. So ist jetzt negativ, Mann. Vor allem die, die zuerst 5 Stunden Just Chatting sind. Einfach kreativ mit deinen eigenen Spielen und immer wieder andere neue Ideen. Ein Streamer, der immer raussticht und positive Ausstrahlung hat. Danke. Ich habe jetzt mit dem... Verdammt, komm, gib mir jetzt noch ein bisschen negatives Feedback, Mann. Sonst, ich werde rot, Mann. hey, Underdogs, okay. Danke vielmals für die netten Worte. Also du darfst auch wirklich Real Talk, darfst auch, wenn du etwas nicht so toll findest, darfst du das auch gerne mir schreiben. Darfst du mir auch per DM schreiben. Aber merci vielmals für die wirklich schönen Worte. Ich finde es natürlich auch immer schön, wenn ich so etwas lese, weil dann weiss ich, hey, ich bin immer noch auf dem richtigen Pfad. Wisst ihr, was ich meine? Weil manchmal muss man auch, es gibt so Momente, wo man nicht mehr so richtig weiss, ist man jetzt noch richtig unterwegs. Ich hoffe immer, dass ich nie abgehoben werde sein. Ohne Scheiß. Weil es gibt viele, die ich beobachte, die irgendwann so abgehoben sind. Und das finde ich immer schade. Und ich hoffe, dass ich so bleibe, wie ich sein und so, wie du auch beschreibst. Oder? Und darum finde ich das schön, das zu hören. Merci vielmals, Underdogs, für die schönen Worte. Was ist das, Bounce? Und der Häuptling sagt, der Mack. Ah nein, das habe ich ja kapiert, Mann. Ich bin verwirrt, Chat. Bin verwirrt. So, jetzt muss ich schnell ein bisschen Chat nachlesen. Und Lizzie, ich hoffe, du hörst es noch. Lizzie, ich wünsche dir eine gute Nacht voller magischer Träume, in denen Otter Armbänder tragen. Hier ist übrigens da, Lizzie. Das ist jetzt immer sichtbar. Ne? Da. Und ich kann es auch jederzeit anlegen. Tragen und Sailor Moon auf Troilina trifft. Lass dich von den Sternen in den Schlaf legen. Aber triffst denn du, Lizzie, wirklich auf die Troilina? Einmal einen Würfelwurf W20 bitte, Lizzie. Ausrufezeichen W20. Hey, aber Lizzie, du musst natürlich nicht. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schön, dass du hier warst. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal, Lizzie. Bye, bye. So, jetzt noch schnell. Carnage Rage versucht vergeblich den Modhammer zu heben. Mein Mod ist bemüht, den Modhammer zu heben. Das soll ich jetzt gerade schnell hervorheben. Allerdings bleibt der Hammer regungslos liegen. Ja?
dein Mod. Du bist nicht worthy hier. Du hast hier keine Macht. Ja, aber es ist ein geiler Name. Oh nee, Liz ist halt auch nicht worthy. Oh mein Gott. Was ist jetzt das hier? Dein Mod ist bemüht, den Modhammer zu heben. Allerdings fliegt der Hammer durch die Gegend. Ist ein Mod rum? Ist gerade ein Mod rum? Warlock Techie? Ich kann natürlich gerne mal vorführen, wie das ist. Wenn ihr Worthy eingebt, ich kann auch mal Worthy eingeben. Worthy. Und dann kommt, Treu schwingt den Hammer namens Joggeli. Hey. Oh, Warlock, let's go. Und grüezi Warlock. Warlock greift nach dem Modhammer, hebt ihn triumphierend hoch und ruft, ich bin immer noch würdig. Let's go, Warlock. Und grüezi nochmal. Hey, schön, dass du da bist. Ich weiss, dass du amigs da bist. Seht ihr, der Warlock, das ist halt so ein richtiger Ninja-Mod. Also passt immer auf, Chat. Passt auf. Jetzt muss ich noch mal schnell ein bisschen lesen. Wo bin ich da gewesen? Ich lese schnell vom Swiss Uli die Nachricht. Gute Nacht, lieber Swiss Uli. Möge Spider-Man über deine Träume wachen und Obi-Wan Kenobi dir die Weisheit der Macht schenken. Träum süß. Kokainum. Nein, aber Kokainum, da kannst du ja nicht schlafen nach einem Uli. Come on. Kokainum. Träum süß und bis bald. Hey, Swiss Uli, auch schön, dass du dabei bist. Ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag auch dir. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Negativ, nein, wirklich nicht. Du motivierst einen. Es gibt nichts, was nicht so toll ist. Merci vielmals. Danke vielmals, Underdogs. Irgendwann fällt dir sicher noch irgendetwas auf. Irgendwann denkst du, nein, aber da regt mich jetzt auf beim Troy, oder? Genug OBS für die Nacht gesagt. Ja, die Momente habe ich am No Carnage. Die Momente habe ich auch. 5 Stunden ist das Chatting nix, by the way, hat der Simple noch geschrieben. Aber nur noch schnell zu vorher Troy. Das ist nicht wirklich sehenswert. Ist einfach Fremdscham pur. Also meine Ansicht, kannst du dir ja selber ein Bild machen. Hey, alles gut. Ja, hey, ich mache mir selber ein Bild. Also alles gut. Ist nicht so, wenn es jetzt irgendwie Fremdscham pur ist, dass ich dann denke, ja, der hure Speckeier im Teig wieder, oder? Nein, was ist da für einen, oder? Was sag ich? Come on. Alles gut. Bleib auch auf deinem Ding und mach's, wie jetzt, das gefällt doch den meisten. Hey. Das ist wirklich mega schön, das zu lesen. Ja, das ist wirklich mega schön. Weil das ist das Beste, was ihr als Streamer könnt, vollbringen könnt. Wisst ihr, was ich meine? Dass es euch gefällt und dass es den Viewers gefällt. Und das ist eben da, wo ich immer sage, streamt nicht für Erfolg. Also, blöd gesagt, streamt nicht und jedes Mal denkt ihr, oh nein, jetzt muss ich wieder streamen, oh nein, jetzt ist wieder Samstag, ich muss wieder live gehen. Das bringt nichts. Ja. So, Treulina ist meine beste Freundin, W20. Du hast eine 6 gewürfelt. Wir tun es noch schnell hervorheben. Ja, Lizzie hat eine 6 gewürfelt von 20. Also Lizzie geht jetzt schlafen. Sie träumt von allem Möglichen, von Ottern, von Armbändern. Aber nur eine Silhouette von Treulina ist in der Ferne erkennbar. Eine Silhouette, die sich langsam auflöst. Habe ich das gut gemacht, Lisa? Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Mach's gut, bye bye. Bin ich ein guter Dungeon Master? Dungeon DM. So, Chat muss da noch ein bisschen Gas geben. Um den Hammer zu heben, brauche ich Kokainum. Das war klar, ich bin ja so ein Lauch, der keine Kraft hat. Ja, weißt du, der Warlock, mein Mod, das ist so, wenn ihr den mal würdet sehen, das ist so ein richtiges Muskelpaket. Gell, Warlock? Hey, Warlock, du hast schon mitbekommen, was noch gegangen ist. Ich habe das ja noch geschrieben. Mit dem Sunrise-Mode, dem Netzteil kaputt. Nach unserem Discord-Talk gestern.
Netzteil kaputt, kein Internet mehr. Die Sicherung hat es mir gerade rausgejagt in der Wohnung. Da musste ich heute noch schnell ein neues Netzteil besorgen. Es war also noch nicht vorbei gewesen. So, Dein Mod, das sind Fake News. Das sind Wunschvorstellungen. Ne? Also ich würde so denken, wenn mir jemand das zeigt. Ja, nein, alles gut. Wie gesagt, ich weiss, um was es geht und so. Ich habe ja danach gefragt. Darum schaue ich an dich, den Fahrer und leise, bin aber immer für andere neue Leute offen, unterstützen so gut wie ich kann die neuen Talente. Das finde ich auch wichtig. Und ich bin auch so. Also, vielleicht hat es jetzt auch tatsächlich Streamer da im Chat, die denken, hey, der Troy ist schon lange nicht mehr bei mir gewesen. Und da haben wir eigentlich auch die Antwort darauf. Also erstens, ich kann nicht überall sein, tatsächlich. Ich würde so gerne überall sein. Aber ich bin auch nicht jemand. Und das ist jetzt auch so, wie ich es mache. Andere machen es anders. Ich bin nicht jemand, der überall im Chat drin ist. Das habe ich früher ab und zu gemacht. Bin ich irgendwie überall gewesen. Überall ein bisschen mitchattet. Aber dann kannst du ja wieder den Stream auch nicht schauen. Oder? Du kannst nicht 15 Streams offen haben und noch den Content mitverfolgen. Ich mache das inzwischen so, dass ich neu bin. Ich entscheide mich für jemanden. Ich schaue aber auch immer, dass es wieder irgendjemand Neues ist. Also neu im Sinne von hey, jemand, wo ich auch schon lange nicht mehr dabei war. Und dann bleibe ich auch dort. Ausser es ist wirklich nicht mein Content. Gibt es manchmal auch. So Shooter-Games sind nicht so meins. Dann gibt es manchmal so Momente, wo ich zu der nächsten Person gehe. Aber ich bin immer bei jemandem. Dann kommt ein Raid und dann bin ich bei der nächsten Person. Vielleicht wechsle ich auch mal manuell zu der nächsten Person. Aber, und auch immer, natürlich, auch neue Leute, die neu auf Twitch sind, bin ich auch sehr häufig dabei. Ja, so mache ich das. Und es sind immer mehr Leute und es wird halt immer schwieriger, überall regelmäßig zu sein. Bei der 6 kann ich ja unmöglich schlafen gehen, ja, Lissi. Dann musst du noch ein bisschen Kena mitschauen. Steampunk Lady hat... aber, Lissi, Steampunk Lady hat eine 2 gewürfelt. Also Steampunk Lady wird nicht einmal die Silhouette von der Troilin angesehen. Ja? Vielleicht so, keine Ahnung. I don't know, mit 2, das ist gar nichts, oder? So simpel, eine 12. Ich glaube, das ist schon mehr als eine Silhouette. Mit 12 spiele ich kein Baldur's Gate. Ich finde, die jetzigen Grossen haben also ihres Früheren verloren. Das beobachte ich aber auch mega häufig. Ich meine, sind wir ehrlich, man versucht halt auch Neues zu bringen. Aber es ist immer eine schlechte Idee, wenn quasi den Content komplett zu verändern. Aber es ist ein Challenge. Also das ist halt schon nicht zu unterschätzen als Streamer. Etwas Freshes reinzubringen, aber gleich noch irgendwie das Frühere beizubehalten. Das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Aber ich probiere es. Ich probiere es. Ich konnte es fast nicht glauben, hey Warlock, ja, ich kann mir es vorstellen. Ich konnte es auch fast nicht glauben. Weil, ohne Scheiß, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, Chat. Zuerst war es so, ich bin aufgewacht. Also, ich habe es ja nicht direkt gemerkt, das kommt noch dazu. Ich habe noch gesehen, mein NAS schickt mir immer eine E-Mail, wenn sie die Verbindung verliert. Darum habe ich gewusst, wo die Verbindung verloren gegangen ist. Also wenn, zu welcher Uhrzeit. Das war wirklich knapp nach unserem Discord-Talk, irgendwie um 6 oder so. 5 oder halb 6, ich weiß es nicht mehr. Ich war am Schlafen, ich habe das nicht gemerkt. Und mir ist schon die Sicherung rausgefallen. Und an dieser gleichen Sicherung hängt mein Tiefkühler dran. Mein Kühlschrank. Das heisst, ich bin also aufgewacht und habe gemerkt, hey, irgendwie geht nichts. Also, ich habe das Smart Home, oder? Ich kann die Lichter nicht einschalten. Ich dachte, ja, okay, wow. In dem Fall hat das Modem kein Internet. Das Modem läuft wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe mich schon mal aufgeregt, oder? Und dann habe ich gemerkt, shit, Mann, da ist alles tot, kein Strom mehr. Bin ich an den Sicherungskasten gegangen, Sicherung wieder rein. Dann dachte ich, ja, shit, Mann, das heisst, der Kühlschrank war jetzt auch tot gewesen.
Ich konnte relativ viel fortrühren, Chat, heute, was im Tiefkühler drin war. Weil ja, man sollte Zeug nicht wieder auftauen, wieder eingefrieren, wenn es schon auftauen war. Ja, also es ist wirklich... Der Tag hat richtig beschissen angefangen, einfach, dass ich das noch schnell erwähnt habe. Hey Tiger, wie geht's dir, mein lieber Tiger? Wie geht's dir? Wie war deine Woche, Tiger? Und schön bist du hier. Merci, Sir Simple, für 3 Bits. Dein Mod, merci vielmals für 1 Bit. Danke, danke euch. Oh nein, Simple, die 3 Bits sind von vor 59 Minuten. Also dein Mod, danke dir für die 1 Bit, für das eine Bit. Jetzt habe ich auch im Simple noch Danke gesagt. Für nix. Nein, sag ich. Wo bin ich? Ich urteile nicht über andere, aber ja, schau es an. Dann tönt das ganz anders. Okay. Nein, das ist echt. Let's go. Hä? Bitte kein Caps Lock verwenden, hä? Ich habe eigentlich so meine 2 Hauptstreamer. Plus du jetzt neu, denke ich sicher auch. Also, no pressure, sagt er. No pressure, streng dich bitte an. Jamon, ich gebe mein Bestes. Ich gebe immer mein Bestes. Aber manchmal ist es nicht genug. Hey Lisi, du hast eine 1. Lisi hat es halt nochmal probiert und hat eine 1 gewürfelt. Ja, wow. Lisis Reaktion. Lisi, so ist das Leben. Ne? Wenn man bescheißen will, wird man bestraft. Gut. Das stimmt, je mehr man followt, wen soll man unterstützen? Hey, das ist so, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber schlussendlich ich mache es so, je nachdem, wie mein Gemütszustand ist, mein Mut, suche ich mir einen Streamer aus. Ja, und das kann, wenn ich mal so ein bisschen... Ich nehme jetzt einfach irgendwelche Streamers. I'm so sorry, ich nehme jetzt einfach irgendwelche Beispiele. Aber wenn ich Lust habe, wenn ich so voller Energie bin und denke, hey, ich brauche ein bisschen Musik, dann gehe ich zum Beispiel zu einer Popcorn, wo gerade DJ-Content macht. Oder sonst It's Barracks oder so DJ-Content. Alle, die das machen, dann kommen die in Frage. Wenn ich hingegen so ein bisschen chillen und jetzt nicht unbedingt... Es gibt auch Momente, wo ich nicht Gameplay wegsehe, sondern auch ich suche mir jemanden, der Just Chatting macht. Dann gehe ich zu jemandem, der gerade Just Chatting macht. Ob jetzt das ein Bert ist, ein Bounce. Bounce macht auch immer häufiger Just Chatting. Was ich geil finde, das feiere ich. Einfach so Just Chatting, dann gebe ich mir da. Und wenn ich Lust habe auf irgendein Game, wenn ich weniger Lust habe auf jetzt irgendwelche Themen, die ich mitschreiben will, sondern auch ein bisschen das Game geniessen, das nimmt mich Wunder, dann suchen wir jemanden, der Gameplay macht. Aber ich glaube, so muss man es machen. Je nach Mut sucht man sich einen Streamer aus. Und man muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Wie gesagt, man kann nicht bei allen sein. Mein Tiefkühler ist kaputt. Ja, meine nicht, aber dafür alles, was im Tiefkühler drin war, ist kaputt. Stell dir vor, pennst, Strom fällt aus dem Kühlschrank taucht auf. Ja, das ist mir passiert. Hey Underdogs, gehst du schlafen? Hey Underdogs, ich lese es gerade schnell vor. Gute Nacht, Underdogs. Schlafe schön und träume von aufregenden Easter Eggs und epischen Hype-Trains, die dich in fantastische Welten entführen. Bis bald. Apropos Hype-Trains, da habe ich doch eine passende Karte, die ich euch zeigen kann. Ja. Das hier ist ein Hype-Train. Habt ihr die schon mal gesehen, Chat? Es gibt sicher viele, die die Karte noch nie gesehen haben. Sie ist aber auch schon gedroppt, darum zeige ich sie. Let's go. Und hey, Underdogs, nochmal danke vielmals, dass du da bist. Danke vielmals für die netten Worte. Mega schön. Und ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf, einen schönen Sonntag. Und man sieht sich, man liest sich vielleicht auch bei den anderen Streamers, die du gesagt hast. Bye bye, tschüss. Mir kommt gerade etwas in den Sinn. Speck, was kommt dir in den Sinn?
Lass mich raten, du hast noch Speck in der Tired of your Pfanne. old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammer and merch store. Link in the profile description. Merci vielmals für die Einspieler von der Merch-Werbung. Wie immer habe ich wieder kein Merch parat, das ich jetzt zeigen kann. Hey, da Merch von mir. Ich habe gar nichts. Gar nichts. Ja. Aber ja, geht mal schauen, es hat viele tolle Designs. Schau häufig nicht Fokus auf mein Logo, sondern wirklich so Designs, wo vielleicht noch cool sind. Wo man cool finden kann. Egal. Chat. So, wo bin ich gewesen? Sagst mal, was du gerne schaust, ich bin offen für alle Games. Oha, schau jetzt. Hey, ich schaue auf jeden Fall mal bei dir vorbei, das ist versprochen. Ich gebe dir sehr gerne ehrliches Feedback, wenn du das willst. Und ich finde das auch wichtig, weil aus dem kann man, wie gesagt, gerade filmen. die Charte am Schreiben. Let's go! Hey, hey, Daddy? Let's fucking go. Hey, wie geht's auf Squanchy? Und merci vielmals für den Resub im 8. Monat. Hey, noch einen Monat, dann gibt es ein Baby Squanchy. Dann flutscht das Baby raus. Hey, Squanchy hochschwanger. Chat. Hey, Squanchy, wie geht's dir? Merci vielmals für deinen Support und ich freue mich mega auf die Karte. Hey, dann habe ich sie komplett... Ich habe sie jetzt so weit ab, ich kann sie gar nicht zeigen. Aber ich habe ein S und 2 Qs. Und die werden jetzt vervollständigt und am Schluss habe ich ein Squanchy. Und das zeige ich euch dann hier live und stream nochmal, Chat. Und Squanchy mega geil. Ich mache es dann auch on Stream auf, tatsächlich. Wie letztes Mal. So, Chat, ich muss noch schnell ein bisschen weiterlesen. Wo bin ich da? Auftautung, frühere ist Miss. Weil meistens Fleisch, was oder so recht teuer ist. Ich habe nicht einen riesen Tiefkühler, aber er war in dem Moment auch nicht leer gewesen. Also ich habe so Momente, wo ich kaum etwas drin habe. Das sind die Momente, wo ich denke, shit man, Troy, da musst du wieder mal aus der Wohnung rausgehen. Du musst mal wieder ins Real Life gehen, oder? Aber das Mal war eben wirklich doch einiges drin gewesen, und das hat mich brutal stark geschissen. Also richtig brutal. Auch, ja gut, Glasse. Ja, aber auch Glasse ist doof. Wenn die mal so auftaut ist, dann kann ich habe jetzt ein paar neue Sachen gekauft heute, aber ich habe noch nicht wirklich wieder aufgefüllt. Ich habe 1 Oreo-Glasse, habe ich glaube. Durch App-Update leider Kategorien Favoriten weg. Oh no, das habe ich gar nicht gewusst. Und schade ums Tier. Also beim Fleisch, oder? Reden wir jetzt vom Fleisch im Tiefkühler, oder? Hype Train Karte Season 2, ja. Simpel, das ist eine Season 2 Karte. Die ist auch schon gedroppt, irgendetwas. Ich glaube, Kaylee. Ich weiß nicht, ob du rum bist, Kaylee. Ich glaube, Kaylee hat eine bekommen, mal. Wenn es mich nicht täuscht. Gut, bin am Schwitzen, hey. Oh mein Gott, Squanchy. Ich muss mal schnell schauen. Aber ja, ich glaube schon wärmer gehabt. Wie warm habe ich es gehabt, letztes Mal, als ich es gezeigt habe? Ui, das ist, anscheinend ist es grün. 30,2 steht. Ich glaube, ich war schon bei 30,5 heute, oder nicht? Oder ist es 29,5 gewesen? Bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, es ist auch warm bei mir. Aber ich habe dafür auch einen grossen Ventilator, einen kleinen, 2 kleine, 3 kleine, einen unter dem Tisch. Ja, der unter dem Tisch ist sehr wichtig. Ja. Ich muss es nicht erklären. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das ist sehr wichtig, dass dieser Teil auch gekühlt wird. Daddy, willst du sagen, dass ich fett bin? Hey, hallo? Sicher nicht, oder? Nein. Ja, das habe ich ganz sicher nicht sagen. Einfach so aus dem Nichts. Willst du etwa sagen, dass ich fett bin? Hey, come on, und wenn schon? Ja, ich bin's auch. Oder ich bin's. Shit, Mann. Fettnäpfli und Fettnäpfli. Ich gehe. Ja. Schön, dass ihr da sind.
Kommst du wieder zu uns? Pack auch wieder? Hey, ja, Lizzie, jederzeit Bescheid sagen, Lizzie. Also natürlich, ich lade mich nicht selber ein, ich komme auch nicht einfach so vorbei. Aber sehr gerne, Lizzie. Also, wenn du Lust hast und mich bebacken, backen will. Wenn du mich in den Ofen willst tun, Lizzie, und keine Ahnung, einen Treukuchen machen willst, dann go for it. Dann sagst du mir Bescheid, dann komme ich vorbei. Mein Kopf hat die Nacht jetzt genug gearbeitet, von daher ciao. Adieu. Und viel Spaß mit Kena, ein schönes Restwochenende. Und gute Nacht, lieber Carnage Rage. Mögen all deine Sorgen und Gedanken zur Ruhe kommen, während du sanft in einen erholsamen Schlaf gleitest. Träume von fernen Welten, Kaffeedrinks, Abenteuern, die darauf warten, von dir erkundet zu werden. Lass die Dunkelheit der Nacht dich umarmen und dir Geborgenheit schenken. Wo sind die ganzen Wörter hin? Schlaf gut und süße Träume. Ey, aber ich habe die nicht rausgelöscht. Ne? Mein Bot hat jetzt einfach sich dafür entschieden, die Wörter nicht zu brauchen. What the fuck? Hey, sorry Carnage, aber hey, es ist mal eine sehr schöne Nachricht, ohne Verbluten, Verrecken und elendig. Carnage, schön warst du hier, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag noch. Und bis bald. Tschüss, bye bye. Morgen darf ich den 14 Schlüssel anhängen. Hey, das ist mega nice. Squanchy. Ich bin halt direkt schauen, weil ich habe einen 3D-Drucker. Ich habe so einen, ich weiß nicht, wie gut dass du die auskennst mit 3D-Drucker. Du hast die sicher auch erkundigt. Aber ich habe so einen Ender 3 Pro. Also Pro hin oder her, das sind so ganz, ganz günstige 3D-Drucker. Günstig, aber gut tatsächlich. Und ich habe jetzt auch geschaut, was du hast und das ist auch mindblowing. Es hat auch 4 Extruder. 4! Du kannst echt 4-farbig drucken, oder? Das ist so geil. Und ich finde das eine mega geile Idee, dass du das auch live am Stream machst, dass man das kann einlösen mit Schlüsselanhänger. Also lieber Chat. Ja, lieber Chat. Aus der Schweiz. Guck den mal an, der liebe Squanchy. Aus der Schweiz, hochdeutscher Content aber, mega sympathischer Dude, auch viele Spielereien, mega kreativ, also wirklich fresher Content. Geht dort unbedingt mal vorbeischauen. Ich finde es immer mega unterhaltsam, mega lustig. Und jetzt eben neu kann man sich Schlüsselanhänger bestellen, wo er 3D druckt on Stream. Auf einem sehr geilen 3D-Drucker, der doch erstaunlich günstig ist, habe ich eben gemerkt. Ich muss mir das auch mal genauer überlegen. Aber endlich habe ich gar keinen Platz noch mal für einen 3D-Drucker. Holy shit. Das ist jetzt ein bisschen schnell gekommen. Jamun, das kann passieren. Ja. Das kann passieren. Gewisse Leute halten 2 Minuten durch, andere nicht einmal 2 Minuten. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden, Jamun? Wie würde denn ein Treukuchen aussehen? Das, liebe Lizzie, kann dir der Ullen in Photoshop machen. Aber musst ihn jetzt nicht wecken wegen dem, wenn er am Schlafen ist. Ja? Aber der Ullen, der kann dir dann einen Entwurf machen. Das habe ich mich auch gefragt. Wo ist der Part mit dem Ausbluten? Not true. Hey, man sieht sich gar nicht. Bye bye, tschüss. Wie bitte? Wie bitte? Auch was ich nachher machen wollte, lieber Chat. Ja, sowieso mal gesagt, ich mache noch Shoutouts, aber irgendwie ist das untergegangen. Ja genau, der Bounce shoutoutet. I'm a dead man walking, Chat. Schnell pausieren, jetzt schauen wir da schnell beim Squanch rein. Dieses Mikrofon, Chat.
Und was willst du uns jetzt sagen, Squanchy? Absolutes Highlight hier, ne? Geiler Clip. Ist geil. Let's go. Ein separater Monitor beim Squanchy, das ist also wirklich ist wichtig, wichtig, dass wir das jetzt alle wissen. Ja, aber ihr seht, also auch hohe Production Quality beim Squanchy. Das feiere ich auch immer sehr, muss ich ganz ehrlich sein, Squanchy. Ja. Das ist High Quality Shit, was du da ablieferst. Und I like this. Ich muss mal Clips sortieren, ja, müssen wir alle ab und zu mal. Und wenn jetzt die Person im Chat ist, die den Clip gemacht hat, nein, ich will jetzt nicht frech sein. Aber geh dich schämen. Das geht nicht so. Bei Daddy gibt es immer was zu lachen. Nein, true, absolut. Da, wo Lizzie sagt, kann ich nur unterstreichen. Und Simple, ja, ich glaube auch, der Rechner ist separat. Highway Racer, ich glaube, du hast glaube den Rechner auch separat, oder? Du könntest dich mal mit dem Squanchy austauschen. Der weiss dort auch sehr gut Bescheid. Ja, der Monitor separat und so. Nee, wegen dem Flackern meine ich. Weißt du, letztes Mal haben wir es von dem gehabt. Chat. Jetzt habe ich eine Frage. Ne? Ja, eine Frage jetzt an eine random Person von euch. Und ich wähle nicht dich, ich wähle auch nicht dich, ich wähle dich, Specko. Bist du da? Specko. Troy an Steampunk Lady. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt ist sie sicher ganz aus dem Häuschen. Ich stelle mir es jetzt gerade so vor, Specko so, in der Wäschküche so, what is happening? Specko, wenn fährst du an streamen? Come on, tell us. Wann wird dein erster Stream sein? Ich habe den nicht verpasst, oder? Ist vielleicht jetzt ein bisschen frech. Ich kann schon sagen, Troy, hör jetzt auf mit dem Seich, und dann höre ich auf. Ich muss leider weiter noch viel zu tun. Schönen Abend, mein lieber Squanchy Daddy. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schön, hast du vorbeigeschaut. Danke vielmals für deinen Support. Merci vielmals für deinen Resub. Und wie gesagt, mach weiter so mit deinem Content. Und geil, mit der 3D-gedruckten Schlüsselanhänger. Viel Erfolg beim Drucken von denen, holy shit. Und hey, mach's gut. Bye bye Squanchy, bye. Und ich weiss, ich habe dir noch nicht zurückgeschrieben, mein Gott. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Das ist nicht Absicht. Da bin einfach ich. So bin ich. Schreibe das schon noch zurück. Ja. Bye bye, tschüss. September, oha. Ja, schaut jetzt an. Steampunk Lady, a.k.a. Specko. Fällt im September an streamen. Also jetzt alle im Kalender notieren. Ja, alle im Kalender notieren. Vielleicht schon mal den Follow dort lassen, aber das ist eure Entscheidung. Ja? Und dann sind wir gespannt auf den September, lieber Chat. Ja? Wake me up when September begins, würde ich da sagen. Je nach Einstellung, hey, alles gut, Specko, gell? So muss es auch sein, das ist wichtig. Schwenka, dort ist es auch, dort ist es U am Schluss gewesen. Ein U. Shit, jetzt habe ich Faden. Oh, ihr seht es gar nicht. Wieso seht ihr das nicht? Wieso bin ich verschoben? Der Faden-Chat. So, der Faden, schnell am Faden ziehen. Ich habe den Faden verloren. Ein Follow lässt man
Hey, Bounce. Also, okay. Fair enough. Absolut richtig. Ein Follow, der beste Follow, den ihr einem Streamer geben könnt, das gebe ich zu. Und manchmal bin ich jemand, der es nicht macht. Ich mache es halt damals, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich vergesse es sonst. Weil wenn ich mir denke, hey, keine Ahnung, nehme jetzt auch den Specko oder den Underdogs. Ich gehe den dort followen, wenn sie live kommen. Wie zum Teufel bekomme ich denn das mit, wenn sie live kommen und ich nicht followen? Das ist immer so meine Überlegung. Dann denke ich, dann lasse ich lieber jetzt schon den Follow dort. Aber es ist am schönsten für alle, für den Streamer auch, wenn der Follow live on Stream hineinkommt. Da gebe ich dir zu 200%, zu 300% recht. Bounce. Absolut. Absolument. Aber es ist manchmal auch blöd, wenn man so Stimmen den Stream verpasst. Das ist es bei mir. Und ich habe so viele Beispiele gehabt, wo es dann eben... Da sage ich immer, hey, ich komme dann mal schauen. Und dann habe ich es aber irgendwie 5-mal verpasst. Und dann ist es irgendwie... Dann wird es dann langsam awkward, oder? Oh, Sir, simple. Ich hole mir noch einen. Ist okay, ich trinke da noch schnell mein Met fertig. Das ist viel. Das ist nochmal Wasser übrigens. M&A, Mann, M&A. Schöne gute Grüezi miteinander. Hey, M&A, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. M&A, wie war deine Woche? Wie war dein Stream, by the way, noch? Ich habe glaube ich, noch bis zum Schluss geschaut. Kena, Kaffee-Drink. Hey, true. Kena, hey, wir müssen jetzt endlich mal ins Kena rein-chatten. Würde mich noch über eine Antwort auf meine Frage freuen, wenn es keine... Hey, kein Problem, sorry, dass ich dich überlesen habe. Ja, aber... Jetzt wird's awkward, Lizzie. Welche Frage habe ich denn nicht beantwortet? Welche Frage habe ich denn nicht beantwortet? Weil ich habe alle Fragen beantwortet. Nein, Lizzie, sag mir kurz, welche... Vielleicht hast du es nicht mitbekommen. Sag mir kurz, welche Frage das war. Ging es um Ah nee, jetzt sehe ich's. Oh mein Gott, I'm so sorry. Was ist denn dein Lieblingskuchen oder Torte? Das war's. Ja, ich gucke kurz. Ja, okay. Wait a second. Kann ich das jetzt nicht hervorheben hier? Holy moly, Mann. Bin ich unfähig hier. So. Was ist denn dein Lieblingskuchen oder Torte? Oh mein Gott. Lizzie, Chat. Also, es ist ich kann da nicht irgendwie so eine Antwort geben, jetzt so und den Namen einer Tortenart nennen. Aber ich mag halt Cheesecake. So Cheesecake-Gedöns, ne? Das mag ich. Da bin ich absoluter Fan. Und ja, die Schwarzwälder Torte finde ich auch geil. Aber ich sage, es ist ein bisschen schwierig. Was ich nicht gerne habe, das habe ich letztes Mal schon gesagt, zu viel Marzipan, da verlierst du mich. Ich esse es trotzdem meistens aus Anstand und weil es auch nicht so schlimm ist. Aber bei Marzipan ist nicht mein Favorit, definitiv. Aber vielleicht hilft das, ne? Alles, was Schoko ist, finde ich geil. Aber Cheesecake, ne? Das ist geil, Chat, oder? Chat, wer hat alles Cheesecake gern? Ach komm, ich habe sogar W16 extra und hab den Hammer poliert. Oh. Ist Troy Hammeren eigentlich dein richtiger Name oder ist das eher so wie ein Harry Hassler? Vorname Troy, Nachname Hammeren. Er ist logischerweise nicht mein echter Name, also auch Troy hat nichts mit meinem echten Namen zu tun. Es gibt Leute, die kennen meinen echten Namen.
Aber es ist nicht etwas, das ich erzähle tatsächlich. Es ist eher etwas, was so, ich sage jetzt mal, geheim ist, aber viele wissen es einfach auch. Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr mir schreibt, hey, kann ich dir ein Päckchen schicken, kann ich dir einen Socken schicken oder so, dann gebe ich euch meine Adresse. Und dort steht alles drauf. Ja. Und ich habe mich zu dem mal schon vor 90 Leuten gedoxt. Ich habe meine Adresse, meinen Namen in die Kamera reingehabt. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, ist es nicht. Hat auch nichts damit zu tun. Ist mein Künstlername. Oh, was ist Trilles? Ist das Français? Trilles? Oder ist es Italiano? Trilecce. Trilecce. Antonio Margaretti. Das ist gut. Davon habe ich neulich ein Rezept gefunden, also von einem speziellen Cheesecake mit Marzipan. Kannst du mich jagen? Let's go. Let's go. Aber dann kann ich glaube, du kannst nichts falsch machen, Lizzie. Und der Rotwein. Margaretti. Ancora? Margaretti. Margaretti. Also der Rotweinkuchen, der war einfach. Genau so war er, Chat. Das war das perfekte Wort, um den Rotweinkuchen zu beschreiben. Sorry, ich mag keinen Käse. Ja, aber ja, ich weiß, ich meine Cheesecake, ja, geht unter Käse, nehme ich an, weil es ein Cheesecake ist. Aber für mich ist Cheesecake etwas ganz anderes als Käse. Oder wie seht ihr das, Chat? Also für mich sind das wie zwei komplett verschiedene Kategorien. Ich denke nicht an Käse, wenn ich Cheesecake esse. Und ich denke nicht an Cheesecake, wenn ich Käse esse. Ich bin laktoseintolerant, habe aber auch Cheesecake nicht so gern. Okay, lieber einen geilen Streuselkuchen. Das ist natürlich auch geil. Aber ja, das ist natürlich schon so, wenn man laktoseintolerant ist. Okay. Ja. Sei doch mal ein bisschen toleranter. Jamon. Ja, einfach ein bisschen tolerant sein. Nein, da kann man nicht steuern. Da kann man halt leider Gottes nicht steuern. Wenn es so ist es so. Ja. Und dann isst man irgendwie so einen geilen Cheesecake und dann fliegt man gerade davon. Weißt du, was ich meine, oder? Hackt man auf die Schüssel und dann fliegt man davon. Mega geil, mach weiter. Einfach so aus dem Nichts, einfach so ein Kompliment. Weißt du, ich habe das auch, Emily. Mach du weiter so, wie du es machst. Ja, Emily. Mach weiter so, weil es ist geil. Ja? Du bist für mich der One and Only Shia LaBeouf. Da haben wir es. Troy Hammerweg 3 in 5042. Okay, 5042. Da fällt mir jetzt 69. Ja? 6942 Hinterkötschli. Ich muss ganz ehrlich sagen, Franz, du bist rein von der Postleitzahl fucking nöch. Ich sage, mir ist schon bewusst, dass ich jetzt nehmen alle ihr Whiteboard führen, den Zirkel, und sagen, okay, der Troy ist in dieser Region. Du bist wirklich nöch an der richtigen Postleitzahl, wo ich wohne. Kommt sicher an. Du magst kein Milchprodukt. Okay, hey, fair enough. Ja, aber Speck, bist du dann, also ich meine, es nicht gern haben, ist das eine, aber bist du laktoseintolerant? Also im Fall, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber es gibt so viele, die nicht wissen, dass sie laktoseintolerant sind oder so eine gewisse Intoleranz haben. Weil viele sagen dann, ich habe Milchprodukte nicht gern. Aber da sagen sie dann natürlich nicht, weil sie den Scheisser bekommen. Und dann bist du eben meistens laktoseintolerant. Ausser der Rahm in der Soße, der ist wiederum gut. Okay, dann, ja gut, wenn du das magst vertragen.
nur nicht gerne als Kind schon Milch gesoffen. Okay. Weil es ist ja tatsächlich einfach random Facts jetzt da bei mir. Wenn wir Asiaten, und ich bin ja 50% Asiat, sind sehr häufig, wirklich sehr, sehr, sehr häufig laktoseintolerant. Weil die Gene, die Gene sind einfach anders. Ich weiss nicht, es gibt da sicher auch eine gute Erklärung dafür, aber ich weiss, dass es so ist. Einfach irgendein random Fact. Cheesecake hat, glaube ich, Quark oder so etwas drin, wo auch in die Kategorie Käse gehört, hat aber nicht so einen normalen Käse drin. Ja, genau, so würde ich es jetzt auch sagen, ja. 50 ist halt der Aargau. Nein, alles gut, hey, bei uns macht er keinen Kopf. Das war einfach eine random Zahl. Und wenn ich so gelesen habe, ich wirklich zuerst gedacht, shit, man, schreibt er jetzt wirklich meine richtige Postleitzahl? Und das wäre ja, ich weiss ja nicht, ob du es weisst. Der wäre jetzt davon ausgegangen, du bist echt zufälligerweise richtig gelegen. Aber du bist nicht dran gewesen, tatsächlich. Aber ja, 50 ist Aargau, true. Von wo als ursprünglich kommt, weiss ich nicht. Ich glaube, es ist eigentlich Spanisch, aber ich kenne es von Kosovo, von Kollegen. Okay. Triletse. Warte, jetzt Spanisch, Espanol. Ja, ich weiss nicht, wie wäre das in Espanol? Triletse. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gab einen Alpro Cheesecake Joghurt nicht bekommen, Mist, war kurz draußen. Okay. Also, bist jetzt zu schnell schauen, ob du einen Cheesecake Joghurt findest? An der Tankstelle, oder was? Bertmann, es ist zwar nicht 4 Uhr, aber ich rauche jetzt noch eine mit euch und gehe dann schlafen. Hey Bert, wie lange brauchst du für eine Ziege? 7 Minuten. Ich habe früher immer 7 Minuten gehabt. Und das war lang. Ich bin slow, ein Genießer. Hey, aber Bert, ja. Extra long and extra firm Handshake für den Bert. Was geht, Bert? Was geht? Alles klar? Habt ihr was auf WhatsApp geschickt? Oh, holy shit. Jetzt aber, hey, jetzt aber, Lizzie. Oh my fucking God. Darf ich es zeigen, Lizzie? Ich muss noch mal schauen, dass ich nicht leake. Aber ich warte gleich noch schnell auf dein Okay. Aber ich leake nicht, da steht nur Lizzie. Zimtschnecken-Cheesecake. Oh mein Gott, Zimtschnecken ist Liebe. Es ist Liebe. Oh mein Gott, wie geil, die Kombination. 406 Minuten sagt der Bert. Das Geile wäre, wenn jetzt auch so ein Message so aufploppt. So irgendwie, wo gerade einfach alles liegt. Meine Adresse, wie ich heisse, wie ich wirklich bin, wenn ich die Masken abziehe. Wie ich wirklich aussehe, wenn ich den Filter ausschalte. Hey, aber holy moly. Da wär richtig geil. Das wäre richtig geil. China hat lange Zeit keine Milchwirtschaft gehabt, entsprechend sind unsere Mägen gar nicht gewohnt. Das ist so ein bisschen der Grund. Es ist einfach Menschen aus dem asiatischen Raum haben so wenig Milchprodukte zu sich genommen, dass die Gene auch entsprechend anders sind. Also die mögen das einfach auch nicht vertragen. Also die. Ich habe jetzt tatsächlich mit 50% asiatischem Blut habe ich Glück, dass ich nicht laktoseintolerant bin. Würde ich jetzt mal behaupten. Triletsche. Da haben wir es. Triletsche. Und Bert, also da, die Leute sagen schon, schlaf gut, Bert, aber dann wünsche ich auch schon mal eine gute Nacht. Aber Bert, du darfst natürlich gerne noch eine gute Nacht, ein Ausrufezeichen, gute Nacht reingeben. Wenn du definitiv gehst
du schlafen gehen. Du. Nee, ich schlafe. Ah, du schlafst jetzt schon. Hamster Sound rated mit 5 Hamster Sternen. Sound Deadpool! Ah, das geile Avatar Hamster Sound, mein lieber Hamster Sound. Ach, danke für den Raid, mein Lieber. What the hell? Ah, mega lieb. Danke für den Raid, Hamster. Was gab's denn bei dir? Ist eine blöde Frage. Ich war ja vorhin bei dir am Reinschauen, ne? Supermarkt-Simulator. Habt ihr das noch durchgezogen? Nee, es gab ja noch Silent Hill Origins. Ah, zuerst Silent Hill Origins und dann Supermarkt. Hamster, wie war Silent Hill Origins? Das nimmt mich wunder. Und Chat, bevor wir weitermachen, starte ich hier das Foto. So, und hallo liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche, interaktive, verspielte Unterhaltung mit Features, Chatting und Hashtag, eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Kena Bridge of Spirits, wo wir dann später noch reingehen. Aber wir sind bis jetzt nicht dazu gekommen. Und es ist schon 1:15. Aber liebe Raiders, und ich begrüße noch einfach Mix, einfach Me. Ist es einfach Me oder einfach Mix? Das kannst du mir gerne noch sagen. Aber auf jeden Fall Grüezi. Servus, Grüezi und Hallo. Schön, dich hier zu haben. Und gebt doch alle Ausrufezeichen Foto ein, dann kommt ihr mit den vielen Hamsters und dem Hamsterpool und dem Deadpool und mir aufs Foto und dem Franziskus. Ja? So, ich lese noch kurz die Nachrichten. Wenn jetzt was untergegangen ist, I'm so sorry. Einfach nochmal schreiben am besten. Bert, ich habe endlich einen Reiskocher. Hey, let's fucking go, Hamster Sound. Es wurde aber auch fucking Zeit, ne? Es wurde aber auch fucking Zeit. Hamster, let's go. Aber Hamster, was ist denn dein Lieblingsreis? Was ist deine Lieblingsreissorte? Heirate mich. Und übrigens, hey, holy shit, gibt's heute noch einen Bosskampf? Hey, Chat, es gibt heute noch einen Bosskampf. Hamster, bist du ready für den Bosskampf? Wir würden direkt nach dem Foto reingehen. Direkt nach dem Foto rein in den Bosskampf. Weil wir hatten heute noch keinen. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir direkt einen Bosskampf machen. Alle noch Ausrufezeichen Foto, die noch nicht drauf sind. Bert, musst dich noch ein bisschen gedulden. Bert, schön noch das Gesicht so halten, ne? Ich weiß, es ist anstrengend, aber muss noch so 5 Minuten durchhalten, ne? Basmati, let's fucking go. Hamster weiß halt Bescheid. Twitch ist ein Dorf, hey, true. Aber hey, Hamster Sound und auch bezaubert, beides ganz tolle Streamer. Beides wirklich ganz gute Streamer. Also bitte, bei beiden vorbeischauen, lieber Chat. So, Chat. Wo sind denn die Hamsters? Die sind alle überdeckt, ne? Kann ich hier nochmals ein neues Bild generieren? Kurz gucken. Wo habe ich hier die Funktion für das? Das kann ich nicht. Chat kann das nicht. Nee, es ist leider so, wie es ist. Hamster, bist du zufrieden mit dem Hintergrundbild? Ich könnte höchstens irgendwie so ein Sommerhintergrundbild generieren. Aber die Hamster sind halt leider verdeckt. Ne? Sind halt leider ein bisschen verdeckt.
Nein, du bist ein guter Streamer. Ihr alle seid gute Streamers. Chat, ihr müsst jetzt alle anfangen mit Streamen. Oh, holy shit. Not Pascal, holy shit, Mann. Not Pascal. Unterstrich rated mit 12 Lüd. Merci vielmals für den Raid, Pascal, holy shit. Wir sind gerade das Raid-Viertel am machen. Aber hey, ihr könnt joint doch alle noch aufs Raid-Viertel drauf. Joint doch alle noch kurz aufs Foto drauf. Wir machen dann aber mit dir, Pascal, anschließend auch direkt noch ein Foto. Lieber Chat, guckt auch bei dem lieben Not Pascal vorbei. Auch ein ganz sympathischer Dude, ne? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wir sind noch ein bisschen auf Hochdeutsch unterwegs wegen dem Raid von Hamster Sound. Pascal, was gab's bei dir? Wie war dein Stream? Und hallo, liebe Raiders. Ich bin der Troy aus der Schweiz, Schweizerdeutsch. Schweizerdeutscher Content mit viel Spielereien, Interaktivität, viel Gelabere. Hashtag eventuell auch mal Gameplay, aktuell mit Kena, Bridge of Spirits. So, holy moly. Hey, Pascal, gab's bei dir Musik? Also hast du als Song Battle? Oh, das ist auch geil. Das ist auch geil. Und liebe Raiders, wie gesagt, gebt doch alle kurz Ausrufezeichen Foto ein, dann machen wir mit Hamster ein Foto und dann machen wir mit Pascal ein Foto. Und Lucy Demon, sorry Pascal, aber ich muss ins Bett, kann nicht auf dem Foto sein. Und hi Troy und auch gleich mal gute Nacht an alle hier. Hey Lucy, das ist doch kein Problem. Schön hast du noch kurz geschrieben. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht, schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. So, Chat. So, danke für den Raid. Ich gucke hier kurz, ob ich den Blur, wenn ich den raus... Ich nehme den ein bisschen raus. Dann haben wir noch ein bisschen Hamster-Action drauf. Hab ich da was Deadpool-mäßiges? Oh, shit. Oh, shit. Okay. I got this, Chat. I got this. Wir machen das Foto. Let's fucking go. Oh, das Pad 2, ist es nicht drauf? Ah, es ist halt nicht drauf, ne? Oder sehe ich es nicht? Eigentlich müsste es gehen jetzt. Es müsste gehen. Aber Hamster, hier unser wunderschönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord. Ich mache dann noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen, Chat. So, wir machen das nächste Foto. Pascal, bist du ready für das Foto? Und noch eine. Nachher gehen wir direkt in den Bosskampf rein, Chat. So, ich muss noch kurz ein bisschen Chat lesen. Ihr könnt mal Ausrufezeichen Foto eingeben, erneut, für das Foto mit Pascal. Pascal, du kannst dir etwas auswählen auf der linken Seite, was du gerne neben dir auf dem Fettli willst haben. Genau, Schweizerdeutsch ab nächste Woche mein Sprachtest. Oha, Hamster. Dann wechseln wir noch ein bisschen auf Schweizerdeutsch. Let's fucking go. Und dann ziehst du in die Schweiz, Hamster. Hm? Ziehst du bei mir ein? Aber davon wusste ich ja gar nichts. Dann muss ich da meine Wohnung noch splitten, ne? Den Westflügel, den behalte ich, ne? Du bekommst den Ostflügel. Und Chili, Sushi, Rolle, was für ein geiler Name. Was für ein geiler Name. Grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir? So, Chat. I'm so sorry, wenn ich irgendetwas nicht gelesen habe. Ist gerade ein bisschen viel. Geil, nochmal der gleiche Platz. Let's go. True, tatsächlich. Stehe schon unten an der Tür. Also das sind Fake News. Das sind Fake News. Und jetzt behauptest du sicher noch, dass es regnet draußen, ein Gewitter ist und so, ne? Ja, da gucke ich jetzt direkt mal kurz raus.
Okay, er hat nicht gelogen, der Hamster ist wirklich da. Hey Bertmann, ich lese noch schnell vor und dann machen wir das Foto. Alle noch einmal Ausrufezeichen Fotochat. Und lieber Bert, bevor du heute in deinen Reiskocher schlüpfst, lass deine Marketingträume den Schnäuzer kitzeln. Oha. Träume von einer Merch-Tasse voller Kreativität. Bert, ich habe von dir tatsächlich eine Merch-Tasse. Das habe ich tatsächlich. Ich habe sie schon lange nicht gebraucht. Müsste ich wieder mal brauchen. Bert, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schön bist du dabei gewesen. Und noch kurz, Chat. Ich finde das wichtig. Also es würde mich ja erstaunen, wenn ihr den Bert noch nicht kennt. Geht da bei dem Bert auch vorbei, ne? Der macht das gut. Der hat guten, freshen Content. Bin ein großer Fan. Bert, mach's gut. Schlaf gut, schönen Sonntag. Bye, bye, tschüss. Bleib du sexy, ne? Bleib du sexy. Aber danke Schlitten haben, Mann. Let's go. So kennt man den Bert und nicht anders. Chat, sind wir ready? Pascal hat sich den Kaktor ausgewählt. Hamstermann, aber du hast doch erst gerade... Könntest du mich doch nur sehen hier im Hafen von Piräus in alten Blue Jeans und ein Glas voll mit rotem Wein halte ich in der Hand. Auf viele weitere Monate treu Hahug. Let's fucking go. Im Hafen von Piräus, Chat, in alten Blue Jeans. Hamster Sound, ich danke dir für den Resub im 16. Monat. Holy shit, man. Chili Sushi Rolle, merci, danke dir für den Follow. Und nochmals willkommen hier. Wow, mega lieb. Hamster, danke für den riesigen Support, lang anhaltenden Support. Und Sushi, merci vielmals. So, Chat. Sind wir ready? Ich muss noch schnell schauen, dass da der richtige Titel ist. Wir haben Merci für den Raid, brauchen wir noch ein bisschen Blur. Ich glaube, das ist etwas, was man noch ein bisschen Blur vertragen kann. Ein bisschen Blur. Let's fucking go. Der Name ist... Hey, also... Wait a second. No, das war zu früh, sorry. Aber da mache ich natürlich was, ne? Ja, da ist noch ein bisschen grün drin, Chat. Bisschen grün. Zwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Let's fucking go, Pascal. Hier unser Foto. Sushi ist auch drauf. Ja, ganz wichtig. Und in dem Sinne, merci nochmal für deine Raid. Foto ab jetzt. Auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Du wirst in einer Insta-Story markiert. Du weißt ja, wie das funktioniert. Und Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Chat, sind ihr ready für den Bossfight? Sind ihr ready? Oder kommt auch noch ein Raid rein? Das ist wieder so die Zeit, wo alle raiden, oder Chat? Aber ich glaube, wir warten nicht länger. Ich muss nur mal schnell schauen, ob ich alles erledigt habe. Raid-Foto, check, Raid-Foto, check. Oh, der Kaffeedrink vom Sir Simple. Ich hole mir den noch schnell, weil dann kann ich während dem Bossfight noch Kaffee trinken, sippen. Bosskampf, let's go. Also, lieber Chat, könnt euch schon mal seelisch auf den Bossfight vorbereiten. Ne? Hamster Sound und Pascal, ihr seid Dungeon Leaders. Ich glaube, ich muss euch beiden nicht erklären, wie das funktioniert. Ihr habt auch Dreifach-Votes. Hamster ist aber, by the way, ich lese gerade deine Nachricht noch hier, stehe schon unten an der Tür, du hörst die Klingel nicht wegen Headset. Doch ich höre es schon die ganze Zeit, Hamster. Ich ignoriere es einfach. So. Vorbereiten? Du musst dich vorbereiten. Wir können doch eh. Ach so. Eine Räubergeschichte, die der Pascal wieder erzählt. Hey, be right back, Chat. Be right back.
So, da bin ich wieder, Chat. Ich habe mich vorbereitet mit dem Coffee Drink, damit ich mich heilen kann. Übrigens, Specko, merci fürs Ausrufezeichen DC. Mega lieb, mega lieb. So. Hamster ist, glaube ich, ready. Pascal ist, glaube ich, ready. Merci vielmals, Sir Simple, für den Coffee Drink. Merci vielmals. Hey, Hamster, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich ja nicht, weil du warst ja am Streamen. Weil du hast mal gefragt, wer hat denn jetzt schon diese Franziskuskarte limitiert? Und heute hat jemand die eingelöst, gekauft für 150.000. Und zwar der Calls, der liebe 81 Calls. Und die Zahlen, die zieht es ja random, ne? Und er hat halt einfach eine 42 gezogen. 42, eine geile Zahl. FYI, Chat, FYI. So. Ich glaube, Chat, ich erkläre ganz kurz, wie es funktioniert. Ich mache es auch kurz auf Hochdeutsch, damit ihr mich alle versteht. Ne? Wie funktioniert der Bosskampf? Und zwar ist es so, wenn der Bosskampf losgeht, werdet ihr 3 Aktionen pro Zug haben. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Die stehen dann aber nachher auch noch da. Ne? Also müsst ihr jetzt nicht notieren. Ihr könnt auch den ersten Buchstaben nehmen. Also statt Ausrufezeichen Angriff könnt ihr auch Ausrufezeichen A nehmen. Dann geht es einfacher. Alle Dungeon Leaders, also Hamstersound und Not Pascal, die uns geradet haben, ihr habt Dreifach-Votes hier beim Voten für die Aktionen. Und ihr habt 3 verschiedene Angriffe, 3 verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten. 3. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe. Kann aber auch leer sein. Ne? Kann auch Heilung drin sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier Liebe, denn der Franziskus kämpft für mich und hat eine der stärkeren Angriffe. Und ihr senkt die Chance, dass er die ausführt, indem ihr ihm Liebe schenkt. So, Chat. Bevor wir aber loslegen, könnt ihr noch euch für eine Karte entscheiden oder auch sagen, ich möchte keine Karte. Mit Ausrufezeichen Karte 1 bekommt ihr mehr Heal. Das heißt, wenn ihr euch healt, habt ihr Zusatzheilung. Mit Karte 2, Ausrufezeichen Karte 2, bekommt ihr Lichtschwerter. Die Lichtschwerter, die sind aber rein kosmetisch. Also Star Wars Fans geben einfach Ausrufezeichen Karte 2 ein und die Easy Mode wollen, geben Ausrufezeichen Karte 1 ein. Und all die, denen egal ist, welche Karte, ob eine Karte, dann sagt einfach Ausrufezeichen keine Karte. Macht das Sinn? I don't know. So, Chat, muss mal schnell einen Schluck Kaffee trinken. Ne? Easy Mode ist es auch ohne Karte 1. Der Pascal, der spürt sich nicht mehr, oder? Der spürt sich nicht mehr. Sir Simple ist schon am Lightsaber schwingen. Also aktuell haben wir 3 Votes. Kaffee trink für den Hamster-Sound. Let's fucking go. Geh mal schnell schauen. Ja, zeige ich gerade noch mal schnell in die Kamera. Er schaltet jetzt Greenscreen-Mode, ist nicht so kompatibel. Aber da, das wäre die physische Version der Kaffeetrinkkarte. Let's go. Hamster-Sound, GZ. GZ. So, ich schaue schnell, ich löse auf. Ich glaube, ihr meint Lightsabers. Let's go. Lightsabers it is. Chat. So, jetzt nochmal schnell einen Chat durchlesen. Wie lange war ich nicht mehr hier? Season 2 schon da? Ja, die ist da. Wie gesagt, ich will nicht alles leaken, ne, aber du hast jetzt die Kaffeetrinkkarte gesehen. Ich leak ganz sicher nicht die Karte, die ihr euch zusammenbauen könnt. Die bleibt noch eine Weile ein Geheimnis, aber was auch schon gedroppt ist, wait a second. Was halt häufig droppt, ist zum Beispiel die hier. Das ist die Dunkelwaldkarte, der Dunkelwald, wo der Franziskus herkommt. Der hat anscheinend grün drin.
Da kommt der Franziskus her. Chat. Aber ist jetzt egal, wo der Franziskus herkommt. Wichtig ist jetzt, wo wir hingehen. Pascal und Hamster-Sound und Lichtschwerter. Ihr wollt mich besiegen, Chat? Votet für eure erste Aktion, Chat. Jetzt eure Votes rein. Wir haben 6 Votes auf Franziskus. Ein Vote auf Angriff, ein Vote auf Mystery Chest. Alle dürfen mitmachen, Chat. Der erste Buchstabe des Befehls geht auch, wenn Twitch euch sagt, ihr dürft nicht mehrmals dasselbe schreiben, dann macht einfach Abstand irgendwas hinten an den Befehl ran. Wenn ihr merkt, ihr seid immer zu spät, wie zum Beispiel Sir Simple, dann denkt daran, es kann sein, dass das Video, das ihr hier seht, Verzögerung hat. Achtet euch dann auf den Chatbot, wenn er schreibt, jetzt seid ihr an der Reihe. Dann könnt ihr eure Befehle reinmachen. So, Chat, let's go. Franziskus. Oh, come on. Come on, Franziskus. Chat, wisst ihr, was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt? Ich brauche eine neue Aktion, wo das passiert, Chat. Chat, wenn ihr Ideen habt, auch in den Chat damit. Dann können wir noch die Tekla können wir natürlich auch noch integrieren, das ganze Ding. 10 Votes auf Mystery Chest, holy moly. Holy moly, let's go. Specko mit der Mystery Chest. Dexter Season 8. Ganz eine schlechte Season. Chat, habt ihr mitbekommen? Also übrigens haben wir auch 200 Schaden bekommen. Habt ihr mitbekommen, dass Dexter weitergeht? Es wird eine zusätzliche Staffel geben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es bleibt spannend. Und auch der Bosskampf bleibt spannend. Ich habe mir jetzt nicht geachtet, wie viel Prozent der Franziskus noch hat. Wie viel Mal haben wir ihm Liebe geschenkt? 2 Mal. Das ist immer noch plenty of 400 Eicheln, oder? 30%. Franziskus, zeig ihnen Nein! Oh, nicht 100. Oh mein Gott. Das sind. Okay. Franziskus, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, Franziskus. Ja? Ach, mein Gott. Chat, ihr seid an der Reihe. 9 Votes auf dem Kaffeedrink. Schaut jetzt an. Ja? Die Strats, ja? Bei den Strats sind ihr euch einig, wie es funktioniert. Also einmal grösstenteils tatsächlich. Sir Simple mit dem Kaffeedrink 200. Ihr habt ja Lightsabers-Karten gezogen, das heisst, es ist immer 200. Chat, zweite Aktion. Zweite Aktion. Votes auf dem Mystery Chest. Let's go. Alle haben Mystery Chest gewählt. Okay, da bin ich aber gespannt. Steampunk Lady, mach Mystery Chest auf und es ist ein Disconnect drin. Ich glaube, das Netzteil vom Sunrise-Modem ist wieder gestorben. Und endlich müsste es abändern. Disconnect müsste abändern. By the way, könnt ihr noch voten. Disconnect müsste abändern zu Sunrise Internet. Das ist jetzt neu. Das heisst nicht mehr Disconnect, sondern Sunrise Internet. Ja, und Sunrise, wir sind selber geschuld. Deal with it. Huh? Oh no! Come on! Oh, come on!
Sehr gut gemacht, Raver. Du meinst den Helldive Raver, oder? Der Helldive Raver 03. Ah, Chat. Das ist mega verwirrend. Das ist immer das eine Beinchen ist da. Oh. Ist jetzt das nicht... Hat das nicht geklappt? Highway Racer. Jetzt muss ich schnell gucken, ohne Chance. Geht das in dieser Szene nicht? Oh mein Gott. Ich sehe es nachher. Wahrscheinlich geht es in dieser Szene nicht. I'm so sorry. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. Chest of Hammers. Es gibt wieder einen Kampf gegen dich. Anna. Nein, es gibt einen Kampf gegen dich. 202, hä? 202 Heal. Anna, wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh, bin ich verschrocken. Wie geht's dir? Wie war deine Woche, Anna? Ja, es wird wieder gegen mich gekämpft, ne? Aber Chat begreift halt nicht, dass sie immer verlieren. Sie verlieren ja immer, ne? Aber sie probieren es halt immer wieder. Ne? 8 Votes auf Kaffeetrink. Peak Cam geht auch nicht. Steampunk Lady, das kommt alles nach dem Bossfight. Das wird alles jetzt queued und dann kommt alles aufs Mal. Alle 3 zusammen. Chat, eure zweite Aktion. Ihr habt euch gekillt auf 607 HP. Ihr votet mit 8 Votes für die Mystery Chest. 9, 10 Votes. 11 Votes. Anna ist jetzt auch noch dabei. Oh mein, 12 Votes. Holy shit, Mann. Chat. Okay, Mystery Chest. Was ist es? Ich habe das Gefühl, sie ist leer, Chat. Ich habe das Gefühl, sie ist leer. Es ist wieder Sunrise Internet. Oh, 339. Okay, ich habe nicht mehr viel HP, Chat. Er hat noch eine Aktion in dieser Runde. Und nachher müsste ich aber mal so richtig... Okay, Chat, Ich rieche da was. Ich sehe da was kommen. Ich sehe da was passieren, Chat. Ihr nennt Mystery Chest. Und jetzt ist in dieser Mystery Chest ja wahrscheinlich etwas drin, wo euch selber Schaden macht. Nein. Oh nein, überlebe ich da? Chat, überlebe ich da? Pascal, überlebe ich das? Überlebe ich das, Chat? Überlebe ich das? Okay, ich habe nicht viel HP. Okay, ich habe nicht viel HP, Chat. Jetzt haben wir Glück gehabt. Ich sage es immer wieder, in der Mystery Chest, denke daran, können Sachen drin sein, die ihr selber Schaden nehmt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Dexter oder Game of Thrones gezogen hättet, dann easy win. Easy win. Aber das ist halt leider nicht so einfach. Fuck. Oh, come on, Chest of Hammers. Ich weiß es nicht. Im letzten Stream ist immer Hammer of Protection gekommen. Jetzt würde ich nehmen, Hammer of Protection. Let's fucking go! Hammer of Protection. Zack, ich habe mein Schild. Zack, ich mache noch ein bisschen Schaden. Ich habe aber immer noch einfach nur 81 HP, aber vielleicht überlebe ich noch eine Runde. Mit viel Glück überlebe ich noch eine Runde, Chat. Das wird ein schneller Fight. Nicht so schnell, Pascal. Es ist noch nicht vorbei. Denn wir sind ja immer noch in der Phase 1. Die Phase 2, die kommt erst noch. Sobald ich sie programmiert habe. Okay. Dick-Slap vom Double-Click, ja, ganz wichtig. Dick-Slap. Ach egal, muss um 5 auf, kann eh nicht schlafen. Lucy, oh, aber nicht, dass ich schuld bin an dem, ne? Aber Lucy, natürlich schön, dass du trotzdem noch ein bisschen hier bleibst. Ja.
Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, ne? Habt ihr das gesehen? Wo habe ich denn hier den Effekt? Vorhin habe ich das gerade gesehen, ne? Ich habe den Matrix-Code gesehen. Bin ausgewichen, Chat. Holy shit. Oh, jetzt Chaos. Chaos pur, Chat. Nein, Will, das ist fake, Mann. Geh weg, Will. Nein! 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 Chat! Oh, come on! Nice one, Chat. Nice one. Jetzt kommen die noch. Ne, Chat. Haben's das schon gesehen? Es funktioniert. Ja, aber GG's. Well played, Chat. Well played. Ja? Chat. Hi. Hier gibt's nichts zu sehen, Chat. Ja? Aktuell ist hier nichts am Laufen, kein Gameplay. Schöner Hintergrund ist hier. Ja? Wunderschöner Hintergrund. Bitch slapped to death. True. Nein, ich sehe nur Flohmarkt. Ach, Lucy, okay. So, ich sehe die Szene wieder wechseln, Chat. Die Effekte sind zweimal von Highway. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Ach, Rick, was machst du da oben? Komm mal runter. Du und Gameplay. Ja, ist ja gut. Double-Click ist ja gut. Ne? Ich habe ein bisschen drauf gepokert. Oha. Der ist auch schon lange nicht mehr gekommen, Chat. Der ist auch schon lange nicht mehr gekommen, oder? Der ist auch schon lange nicht mehr gekommen. Highway Racer. So gut, Chat. Love it. Ach, Chat. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich halt wieder hinter dem Bücherregal, zusammen mit dem Matthew McConaughey. Alright. Oh, Hamster, ich glaube, das war ein bisschen... Oha. Oha. Okay, Kaylee. Let's go, Kaylee. Kaylee hat halt einfach so auf genommen. Kaylee, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Ich habe es noch mal von dir gehabt. Du hast doch, ich glaube, du hast die Hype-Train-Karte gezogen, oder, Kaylee? Oder bist nicht du das gewesen? Ja, hast du nicht? Ich glaube, Kaylee hat mal die Hype-Train-Karte gezogen, Chat. Kann mich aber auch täuschen. Kaylee, wie geht's dir? Ui, oh, es geht weiter. Es geht weiter mit der Karte. Ich werde rasiert. Chat, ich werde rasiert. Alles passiert. Alles passiert. Kokainum.
Oh ja, Kokainum Indeed, oder? Kokainum Indeed. Und hey, Barracks, grüezi wohl. Barracks, wie geht's dir? Du kommst da rein und ich werde rasiert, oder? Halt rasiert. Hey, fit und knusprig. Ich bin fit und knusprig. Bist du fit und knusprig, Barracks? Und Kaylee, wie geht's dir? Schön, dass ihr da sind. Chat, ich muss schnell hey, Troy und Chat, nur kurz hier zum Hallo sagen und meine Karten abholen. Oh, was hast du bekommen? Spielzeughammerkarten, hä? Gerade noch mal schnell zeigen. Oh, ich will noch schnell etwas probieren, Chat. Geht das mit der Karte? Ist die auch rasiert? Schaut jetzt. Das ist, jetzt ist es gerade weg. Das ist eine Karte, die ich rasiert bin. Die gibt es übrigens auch. Ja, was hast du bekommen? Die Spielzeughammerkarte, ja, die habe ich da schon gezeigt. Schaut da. Diese schöne Spielzeughammerkarte, die der Barracks gezogen hat. Er hat halt einfach schon etwa 50 von diesen Siechen. So, Chat. Ui, Specko. Jetzt wirst du eingewählt ins Sunrise Internet. Nimm's weg. Wo bin ich? Ich muss da noch mal schnell aufscrollen. Ist UFO nicht von der Tommy? Nicht mehr, nein. Das ist für alle jetzt verfügbar. Also für alle. Für Subscribers. Ihr müsst subscriben. Chat. Diax. Oh mein Gott, Diax. Oh, holy shit. Was ist Diax? Das ist mal vor langer Zeit ist das gewesen, oder, Chat? Ich besitze halt eine Karte, wo nicht einmal der Troy weiss, was es ist. Das ist true. Er hat an einem Real-Life-Treffen hat der Barracks eine random Karte gezogen und er hat mir nie gezeigt, was er für eine Karte bekommen hat. Einfach nicht gezeigt. Ich weiss es nicht. Aber weißt du, Barracks, schau mal. Schau mal all die schönen Karten, die ich hier habe. Ja? Und das ist jeweils eine Karte. Ja? Also ich habe ganze 12 verschiedene Karten und ich finde das mega schön. Und sobald wieder irgendein Event ist, ja, Chat, besteht vielleicht die Möglichkeit, dass ihr solche Karten ziehen könnt. Eine von 12 Karten könnt ziehen. Einfach random. Ein Easter Egg ist übrigens noch offen gesehen gerade. Okay, krass. So, Chat. Wollen wir noch ein bisschen Skin rein oder wollen wir noch ein bisschen Karten ziehen? M&A mit der Spielzeughammerkarte erneut. Nochmal die Spielzeughammerkarte. M&A, was hast du eigentlich du schon so im Sortiment? Was hast du im Inventar? Kannst mit Ausrufezeichen MyCards schauen, was du drin hast. Also entweder Ausrufezeichen MyCards oder MyCards Abstand 2 für die Season 2. Chat, ich muss da nochmal schnell meine PS5 starten. Und Hamster, du kannst mir ein bisschen helfen beim Kena. Wenn ich anstehe, ne? Du weißt ja, wie es geht, ne? Lucy, hast du da eigene Karten? Ja, also ich kann es kurz erklären, wie das funktioniert. Aber eigentlich viele Infos gibt es mit Ausrufezeichen Sammelkarten. Ich mache das kurz. Da gibt es eine Seite, da ist es kurz erklärt, Lucy. Ihr könnt einerseits digitale Sammelkarten ziehen mit Kanalpunkten. Heute Aktion, also heute ist sogar halber Preis, weil ich es vergessen habe rauszunehmen, Chat. Und wenn ihr ein Deck voll habt, digital, dann schicke ich euch die physische Version davon zu. Wenn ihr ein Season-Deck voll habt, und es gibt aktuell 2 Seasons, und von der Season 2 möchte ich aber nicht verraten, was für Karten da alles sind. Und ihr könnt jeweils eine Karte noch zusammensetzen
aus den anderen Karten könnt ihr eine neue Karte bauen. Das ist bei Season 1 die Franziskus-Karte. Und ja, die gibt es alle auch in physischer Form tatsächlich. Ja, let's go. Das ist zum Beispiel die Karte, die ihr in der Season 1 herstellen könnt. Und insgesamt habe ich 12 Karten aktuell. Season 1 und 2. Yoda, was willst du sagen, Yoda? Ein Mann weiser sagt, dass Troy ein guter Wort sein. Und Problem Pascal hat beim Nachrichtschreiben dieser, da die Taste kaputt ist. Not was Yoda. Okay. So gut. Yoda, ein Mann weiser sagte, dass Troy ein guter Wirt sein und Probleme Pascal hatte beim Nachrichtschreiben dieser, da die T-Taste kaputt ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, da, let's go M&A. Schau, muss ich ein bisschen lauter machen. Spielzeug haben wir 2, Troy Lina 1. Uiuiui. Nee, Lucy, nein. Also es sind wirklich reine Sammelkarten. Es wäre tatsächlich eine geile Idee gewesen. Ja, gebe ich dir recht, wenn man damit spielen könnte. Aber es ist wirklich nicht der Fall. Also die haben nicht irgendwie Werte. Der einzige Wert, der die Karten eigentlich haben, ist der Seltenheitswert, angegeben durch die Farbe natürlich. Also zum Beispiel, ne, also legendär, ja, grün ist natürlich ganz geil, oder? Hier Legendary, episch, dann gibt es noch Gameplays, zum Beispiel selten und so. Und entsprechend, wenn ihr die Karten zieht mit Kanalpunkten, ist da auch der Seltenheitswert mit eingerechnet. Also die droppen dann auch weniger häufig, je höher der Wert ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich da wollte sagen. So, Chat. Schnell PS5 vorbereiten hier. So, let's fucking go. So, Chat, wir gehen noch ein bisschen ins Kena Bridge of Spirits rein. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Chat. Gameplay. Let's go. Let's go, Chat. Hey Pascal, schnell eine ganz blöde Frage. Bist du noch da? Habe ich mich jemals bedankt für 2x50 Bits? Ich glaube, ich habe mich nie bedankt, oder? Natürlich danke ich dir noch, für 2x50 Bits. Hey! Habe ich das völlig verpasst? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Merci vielmals auf jeden Fall, Pascal. Danke. So. Jetzt merke ich gerade, ich habe den Greenscreen nicht auf den Stuhl gelegt. Chat, stört euch das? Ja? Könnt ihr damit leben, dass ihr den Stuhl noch seht? Ich glaube, es ist nicht allzu schlimm. Übrigens, ich habe den Death Counter angepasst auf ausgerottet. Einfach wegen den Rotz. Ne? Einfach. Aber wenn ihr sonst noch geile Ideen habt, könnt ihr jederzeit in den Chat hineinschreiben für geile Death Counter. Für einen geilen Death Counter Text. Chat jetzt, apropos Death Counter, will irgendjemand Death Count Master machen? Ja, das ist jetzt die Frage. Will irgendjemand Death Count Master machen von euch?
Nick, ist das ein Ja? Okay. Nick, ist das deine Bewerbung für Death Count Master? Ich muss es schnell wissen. Oder Nick, ist es in Ordnung, wenn ich es dem Pascal gebe? Ich glaube, der Pascal hat noch nie. Oder hast du schon mal? Bin mir nicht sicher. Nick, weil du bist sicher schon mal Death Count Master gewesen. Dann würde ich es dem Pascal geben, okay? Und sonst könnt ihr immer noch, wenn jemand von euch geht schlafen, könnt ihr immer noch untereinander abmachen, wer es übernimmt. Du hast noch nie. Okay, let's go. Nick, da bin ich froh, dass du auch einverstanden bist, dass wir es so machen. Finde ich fair. Also, Pascal, let's go. Du bist... Oh, es ist 3. Kein U-Chat. Du bist jetzt Death Count Master. Du kannst mit Ausrufezeichen Death Plus und Ausrufezeichen Death Minus kannst du den Death Count steuern. Aktuell bin ich 10-mal gestorben. Du kannst zum Testen gerade einiges plus Ausrufezeichen Death Plus machen, weil ich weiss, dass ich einiges im letzten Stream nicht gezählt habe. Darum passen wir das jetzt gerade schnell an und du kannst es gerade schnell ausprobieren. Let's go. Also endlich bin ich 11 Mal gestorben. Ich habe nämlich schnell das VOD geschaut und habe gesehen, dass ich es eigentlich verpennt habe. Chat, also let's go. Kena, Bridge of Spirits. Und wir haben letztes Mal den Boss besiegt, tatsächlich. Und bis jetzt macht es mir mega Spass, das Spiel. Jetzt muss ich noch schnell die Lautstärke anpassen. Check. Schnell schauen. Das ist, glaube ich, gut. Muss leider bald ins Bett, fahre später an den See zum Planschen. Oha, oh mein Gott, Hamster, wie geil. Bin ich gerade ein bisschen eifersüchtig. Hamstersaat wartet am Haus am See. Oh mein Gott. Bei Alan Wake 2, ne? Das Haus am See. Der Haus am See ist es, glaube ich, ganz wichtig. Das DLC wird heißen Der Haus am See. Hey, aber Hamstersaat, wenn es dann soweit ist, mach noch eine gute Nacht, dann verpasse ich es auch nicht, ne? Genau, Chat. Letztes Mal haben wir den Boss besiegt. Wir haben übrigens auch, was ihr wisst, dass ihr das wisst, das Spiel läuft auf Expertengeister führen, also höchster Schwierigkeitsgrad. Jetzt können wir da noch schnell schauen. Ich muss mich da jetzt zurechtfinden. So, und das ist Blocken, das ist Schießen. Okay, let's go. Und der schwere Angriff haben wir auch noch. Ich bin froh, dass das wie bei God of War ist. Ausweichen ist ein Kreisli drücken. Let's go. Bloodborne wäre funny für einen Get Death Counter. Oh mein Gott, Bloodborne. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Unter welches Genre geht das? Ist das so Souls-like? Bloodborne. Es könnte noch interessant sein, tatsächlich. Okay, Hamster, alles klar. Ich finde keine Keycaps für meine Tastatur. Mein Tee ist kaputt und ich bin gerade am Verzweifeln. Hat niemand ein paar Keycaps für mich? Ich leider nicht. Leider nicht. Ich muss da mal schnell schauen, ob alle Rotz Hüte haben, Chat. Das ist das Wichtigste in diesem Spiel. Die Rotz müssen Hüte haben, sonst läuft nichts. Und ich muss meine Upgrades gemacht haben, sonst ist das auch doof. Schnell gucken. Ich habe zu wenig. Okay, letztes Mal habe ich alles upgradet, was ich mir leisten kann. Den Charme habe ich drin, Schildenergie bei Parade vollständig wiederhergestellt, was geil ist. Und da habe ich noch keine Ahnung, was ich da machen muss. Max Difficulty ist Standard bei mir. Oh, bei mir nicht, ne? Bei mir halt nicht. Aber jetzt bei Kena, es war halt am Anfang war es so einfach, ne? Und dann habe ich hochgestellt. Und dann kam der erste Boss. Und ich sagte mir, nein, Troy, du machst jetzt das auf Expert. Aber sonst bin ich halt eher so, ich bin eher wer, der die Story genießt. Ne? Ein bisschen Challenge ist okay, aber nicht zu viel. Chat, was müssen wir machen? Triff Ruso im vergessenen Wald an, wir müssen hier hin. Das heisst, wir machen schnell den Teleport hier hin. Aha, ja, das ist zum Schrein. Wo ist der Schrein, Chat? Also da würde ich sagen, wir portieren uns hierher, dann gehen wir hier runter. Ich weiß aber nicht, ob wir hier durchkommen, ehrlich gesagt.
Aber wir probieren es, Chat. Bloodborne ist Souls. Schwerste von allen. Holy shit. Also, etwas, das ich irgendwann mal machen will, ist Elden Ring. Das würde mich noch reizen. Aber es ist halt wirklich sonst nicht mein Genre. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass God of War Ragnarok unter Souls-like geht. Überhaupt nicht, aber es war halt da schon hart an der Grenze vom Machbaren bei mir. Aber irgendwie, es würde mich schon noch reizen, so ein Elden Ring zum Beispiel. Und by the way, ist in den PS-Hits drin, also free mit PlayStation Plus, okay. Wukong kommt doch neu raus und ist leichter bestimmt als Bloodborne. Ist das so? Würde mich irgendwie schon noch interessieren, das Wukong. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wird ich mir wahrscheinlich ein bisschen genauer anschauen, Chat. Kannst du kurz 2-3 Sachen zum Game sagen? Ich kenne das nicht, also worum geht es? Was ist das Ziel? Was kannst du machen? Es ist noch schwierig, tatsächlich. Ich bin noch nicht so verrückt drin, weit im Spiel. Aber wir sind da irgendwie reingekommen und irgendwie, das ist Kena, wo wir hier spielen. Und so wie ich das gesehen habe, sieht sie die Seelen von Verstorbenen. Ich bin nicht ganz sicher. Es wird noch vieles jetzt laufend erklärt, aber ich sehe immer wieder mal so Seelen und kann mit denen auch interagieren. Und was auch ist, ein ganz wichtiger Teil, wir finden immer wieder von diesen Rotz. Also die werden immer mehr. Und die können uns aber auch helfen. Das heisst, wir können die, gut, jetzt kann ich gerade nichts machen, aber wir können die im Kampf einsetzen. Wir können die zum Teil auch brauchen, um andere Sachen machen, tatsächlich zum Gegenstand bewegen. Aber rein von der Hauptstory kann ich wirklich noch nicht viel dazu sagen. Chat. Die Musik ist richtig geil. Die Musik ist so entspannend, könnte man direkt einschlafen. True. Elden Ring ist das schönste, das einfachste Souls-like. Okay. Aber dann wäre es auch das richtigste Souls-like für mich wahrscheinlich. Ich kann auch kein Souls-like oder Roguelike, Light etc. Es gibt ab und zu mal Spiele, wo ich sie irgendwie noch geil finde. Vor allem, also dann aber eher so Roguelike, wenn schon. Das mag ich. Hat bei God of War der Chat nicht getrollt? Nein. Selten. Vielleicht ab und zu mal, okay? Von der Schwierigkeit her Elden Ring, Demon und Dark Souls alle und Sekiro Bloodborne. Sekiro hätte ich sogar, ne? Ich hätte das sogar, das Spiel. Chat, wir müssen mal schnell schauen, wo wir rennen. Wir müssen hier abbiegen. Wo müssen wir durch? Da. Wir müssen da durch. Hier durch. Bin mir nicht sicher. Chat. Was ist hier? Da kommen wir nicht durch. Übrigens, das kann ich vielleicht auch noch sagen, da die roten Sachen, das sind, Rot ist böse, Rot müssen wir besiegen. Meistens müssen wir irgendwelche Gegner besiegen, damit das Rot, die Verschmutzung, sage ich jetzt einmal, weggeht. Aber die sorgt auch dafür, dass wir nicht in alle Bereiche kommen und man ein bisschen geleitet wird im Spiel. Also quasi, du kommst da nicht durch, also musst du einen anderen Weg finden und nachher kannst du irgendwann den Weg freispielen. So, Chat, wo sind wir hier? Schnell schauen. Und das Spiel ist, hat auch einige Rätsel drin tatsächlich. Jetzt nicht allerweltsrätsel, aber zum Teil muss man schon ein bisschen überlegen. Das kann, glaube ich, der Highway Racer bestätigen. Das kann aber auch sicher der Hamster Sound bestätigen. Was ist denn? Oh, I don't like this. Oh shit, ich habe halt nicht pariert, Chat. Ich habe halt nicht pariert, ne? Nein, ich sollte das nicht machen, Chat. Ich sollte das nicht machen. Zack, zack, zack. Let's go.
Hat mir schnell ein bisschen Leben gekostet, tatsächlich. Aber übrigens, das Leben, ich verdecke es ein bisschen, aber das füllt sich außerhalb des Kampfes wieder auf. Innerhalb des Kampfes müssten wir so, ich glaube, so Tropfen suchen. So Pflanzen oder so, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wenn man sich darauf einlässt, in Souls mega gut, vor allem das Gefühl, wenn man zum Beispiel bei Bloodborne nach 60 Versuchen die Mondpräsenz killt. Hey, das kann ich verstehen. Ich liebe das ehrlich gesagt auch. Ne? Die gewisse Challenge, probieren und dann schafft man es irgendwann. Das hatte ich bei God of War mit den Berserkern. Die Challenge, die war für mich, also wo ich es endlich geschafft habe, das war so ein geiles Gefühl. Ey. Okay, da waren wir nicht durchgecheckt, wir müssen da hindern. Was kann ich bestätigen? Ja, jetzt habe ich es auch schon wieder. Was kann der Highway Racer bestätigen? Sorry, jetzt weiss ich es auch nicht mehr. Jetzt weiss ich es halt leider auch nicht mehr. Ja. Der Highway Racer kommt auch, wie die alte Fasnacht, kommt er noch mit vorne. Chat, ich weiss halt nicht einmal mehr, wie ich mich festheben kann. Also, jetzt muss ich das nochmal probieren. Wie kann ich mich festheben? Ah, mit so. Okay. Aber da kommen wir aktuell nicht weiter. Ich glaube, wir sind hier falsch, Chat. Wir sind hier falsch, oder? Ich finde auch, Kena ist mega gemütlich irgendwie. Ja, ab und zu wieder mal so ein Challenge, ein Boss, das ist schon geil. Aber unter dem Strich ist es halt super gemütlich. Dass der Troy den Bosskampf immer verliert. Hey! Wir müssen halt hier durchchatten. Schnell schauen, wie wir das schaffen. Irgendwas fehlt uns, oder? Hä? Was ist jetzt das gesehen? Irgendetwas habe ich nicht begriffen. Wie geht das, Chat? Fuck, ich stehe auf dem Schlauch. Also. Okay. Hey Hamster, let's go. Ich würde gerne länger bleiben, aber ich muss früh raus später. Danke für den Support und viel Spaß weiterhin in Kena. Du schaffst das, komm gut in die neue Woche. Ebenso auch an alle hier im Chat. Hey Hamster Sound, das wünsche ich dir auch. Und viel Spaß morgen oder später dann. Und Hamster Sound, möge deine Nacht so ruhig sein wie das sanfte Rascheln der Hamster. Träume süß von Abenteuern mit Kekwe und Alan Wake. Gute Nacht, Sweet Dreams. Hey Hamster, mach's gut, schön warst du hier. Und danke dir nochmals für den Raid und für den Resub. Und wie gesagt, viel Spaß, mein Lieber, und komm auch du gut in die neue Woche. Bye, tschüss Hamster, bye. Aber das Game sieht sehr interessant aus, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise nicht mein Genre, aber das sieht echt gut aus. Ist das PS-exklusiv? Oh, weiss das jemand schon? Weiss das jemand? Ist Kena Bridge of Spirits PlayStation only? Weiss ich jetzt gerade nicht. Ganz ehrlich, weiss ich nicht. So, ihr schönen und lieben Leute im Internet. Es hat mich gefreut, mit euch Bekanntschaft machen zu dürfen, und dementsprechend hört man sich beim nächsten Treffen wieder. Ich mache jetzt aber auch für Abend, wünsche euch allen noch ein gutes Nächtchen. Hey, Jamon, hey, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, mega schön, dass du zu mir gefunden hast. Ich wünsche dir auch ganz eine gute Nacht. Du darfst gerne auch noch Ausrufezeichen «Gute Nacht» machen, wenn du willst. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir einen guten Schlaf, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye. Gibt's auch für PC? Kena gibt's auch für PC, oder nee? Lucy sagt jetzt nee. Oder...
Nee, zu. Es ist nicht exklusiv. Es gibt's auch auf Steam. Let's go. Also, ich glaube, so wie es tönt, ist es auch Steam. Hä? Let's go. Nice. Gute Nacht, Jamon. Möge deine Nacht so faszinierend sein wie Venom und so unterhaltsam wie ein Film mit Will Smith. Einfach irgendwie mega random. Träum süß und lass dich von spannenden Abenteuern begleiten. Hey, Jamon, nochmal gute Nacht. Bye bye, tschüss. Die Kena, die schläft ein, oder? Die schläft halt ein, weil ich nicht weiss, was ich machen muss. Weil ich nicht weiss, was ich machen muss. Also das ist doch irgendwie der Plan, oder? Ja, das ist der Plan hier. Das ist doch ganz einfach. Das ist aber einfach auch wieder etwas Neues. Das haben wir noch nie müssen machen so. Manchmal muss man einfach auf die Sachen kommen. Hey, geh du weg. Also, du bist friendly. Vergessener Wald. Chat. Der Vergessene Wald. Niemand kennt das wahre Alter dieser Schreine. Die Menschen, die sie gebaut haben, sind längst vergessen, aber ihre Arbeit bleibt bestehen und wacht über den Wald. Taros Geist hat die Schreine beschädigt und den Eingang zum Wächterbaum versiegelt. Ich kann dort Taros Präsenz spüren. Chat, ich hoffe, das passt für euch, wenn ich auch darüber hier Deutsch vorlese. Sonst dauert es immer so lange. Ich habe die Standorte der Schreine auf deiner Karte markiert. Ich danke dir, Rusu. Ich werde die Schreine reinigen. Also gebt mir einen Wischmopp, ja, und einen Hochdruckreiniger. Da gehe ich dort ein bisschen aufräumen. Taro kam oft zu mir, um sich um die Schreine zu kümmern. Er liebte die alten Bäume, die hier wachsen. Ja, okay, ist alles gut, alles gut. So, und da haben wir jetzt so einen Fall von... Wir können die Rots verwenden. Die stellen dann da immer so Zeug auf. Aber ich habe erst das Gefühl, die da auf... das gibt auch Punkte. Okay, never mind. Das gibt tatsächlich Punkte. Das sind so Teleportationspunkte, das ist auch sehr nützlich. Da haben wir auch wieder ein bisschen Gedöns bekommen. Ja, Gedöns-Chat, muss ich mal schnell schauen. Also wir haben einerseits die Kristalle und andererseits die Schnecken. Und die Namen, ich weiss es nicht. Karma. Die Schnecken sind Karma. Und die Kristalle brauchen wir zum Beispiel Hüte oder so Skins. Ich glaube, es sind eher so Skins, Ausrüstung kaufen. So, schnell. Okay. Baue den Wasserschrein wieder auf. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir zuerst zu dem da gehen, oder Chat? Ich glaube, das macht Sinn. Dann müssen wir aber da rauf, oder? Dann müssen wir da rauf. Okay, let's find a way. Show me the way to your heart. Ja, das ist... Moment mal schnell, ist das nicht so eine Pflanze, wo wir uns aufziehen können? Da darf ich nicht reinspringen, weil sonst muss der Pascal einen Tod registrieren. Oh, ich dachte, jetzt verkacke ich es. Okay. Also, schnell gucken. Ich bringe das hier hin, weil hier gehört es hin. Nein, jetzt habe ich eine falsche Taste gedrückt. Da müssen wir das hinbringen. Da. Und dann muss ich wahrscheinlich hier meinen Move machen. So, sind wir ready? Wir sind ready. Zack, zack, zack. Oh, da fehlt einer im Chat. Oh, super.
Bin mir gerade nicht sicher. Katze ist Brauchheiß, da ist noch mehr. Ja, da brauchen wir. Da. Ja, das ist da, wo ich meine, mit ab und zu ein bisschen Rätseln, aber das ist jetzt noch, das ist jetzt noch relativ easy. Es ist immer so ein bisschen gleich aufgebaut. Jetzt können wir die alle aktivieren, das müsste funktionieren. Check. Und dann ist jetzt das Pflänzchen aufgegangen. Gehen wir da noch schnell hin. Oh nein, okay. Da können wir Trotz reinschicken, dann können die das Zeug hier wegmachen. Aha, oder nicht? Also mit dem Pfeil reinschiessen. Aha, einfach so. Okay, let's go. Oh, okay, jetzt haben wir da so einen Schneck. Ich sage dem immer Schneck. Mit dem Schneck können wir die roten Sachen wegräumen. Aber zuerst muss ich mal wissen, was sie überhaupt sind. Was willst du mir sagen? Diese Schreine wurden an Orten der Macht errichtet. Die Steine sind tief vergraben, verbunden mit dem Energiefluss unter der Erde. Aha. Ich muss rotes Gedöns wegmachen, Chat. Wo war das? Gehen wir schnell hier hin schauen, ob da etwas ist. Da haben wir etwas, da können wir etwas wegmachen. Machen wir das schnell. Rots, I need you. Gehen wir mit dem sich schnell über da. Ja, fast. Gut, check. Okay, die können das bewegen, das heisst, wo wollen wir hin, Chat? Wollen wir da hin? Wollen wir da rauf? Ich finde das mega herzig, Chat. Ich finde das so herzig, schaut euch das mal an. Das ist so gut. Die kleinen Rotzei. Chat, seid ihr da? Ja, Chat ist am Genießen, Pascal. Die sind am Genießen. Es ist ein bisschen schräg da gestanden, liebe Katze. Aber ich lasse jetzt mal noch durchgehen. He? Aber Mary schaut doch gar nicht so böse. Oh mein Gott, er hat da voll Panikmodus, oder? Gesehen, Mary, direkt Panik. Hey Mary, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello. Gut gemacht, Chat. Gut gemacht, ihr habt es ihm gezeigt. Mary, wie geht's dir? Wie war deine Woche, Mary? Wie war eigentlich dein Stream noch? Ich habe ein bisschen mitgeschaut. Ich weiß gar nicht mehr. Resident Evil irgendwas. He? Welcher Teil ist es überhaupt? Mary, sag schnell, welcher Teil spielst du aktuell?
So richtig, so der Retro Resident Evil Teil. Resident Evil 1, nice. Ich habe ein bisschen mitgeschaut, das ist halt schon geil, das ist wirklich geil. Ich liebe es halt, früher war es halt also so, wenn ein neuer Teil vom Level geladen worden ist, haben sie halt die Ladezeit einfach mit einer Tür überbrückt. Die Tür geht auf, ganz langsam. Ich gehe durch die Tür durch. Da vermisse ich manchmal so. Die Türanimation. Was haben wir da? Was ist hier los? Da haben alle Fragezeichen, oder? Okay, ich weiss nicht, was da ist, aber irgendwie habe ich lang... Aha. Okay, da müssen wir rein. Ja, aber da müssen wir wahrscheinlich erst am Schluss sein. Der Wächterbaum wurde durch Feuer verbrannt, aber er lebte weiter. Seine Wurzeln verlaufen tief und verbinden ihn mit den alten Schreinen. Reinige die Schreine, ja. Ich muss halt zuerst die Schreine reinigen. Ne? Das vermisse ich auch, aber auch noch aus diesen alten Games. True. Es ist schon so einfach teuer, ja. Ey. Ich feiere das mega. Aber das Timing war auch super mit dieser Sammelkarte. Das ist wahr, Mere. Was hast du überhaupt bekommen? Ist überhaupt etwas rausgekommen, Mere? Wieso hat mein Bot nichts geschrieben? Damals, ich habe es nicht gesehen. Du hast ein Shield of Reflection bekommen. Schau jetzt an. Mere hat ein Shield... Oh, ein Greenscreen. Hey, hure gut. Schau mal, jetzt ist da ein Navi, der einfach im Zeug rumfliegt. Hey, listen! Shield of Reflection. Ist ein bisschen viel Grün dabei, leider, zum zeigen. Hey und Specku, gute Nacht, liebe Steampunk Lady CH. Möge deine... Oh, Moment, ich fange nochmal von vorne an. Gute Nacht, liebe Steampunk Lady CH, die im September anfängt zu streamen, Chat. Mögen deine Träume von fantastischen Welten voller Gitarrenklänge, aufregendem Cosplay und Reisen durch das Stargate sein. Lass dich von der Magie der Nacht verzaubern. Schlaf gut. Steampunk Lady, hey, schön bist du dabei gewesen. Und ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf, einen schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss, mach's gut. Nur mein böser Blick ist rausgekommen. Hey, ich muss fast... Hat jemand einen Clip gemacht? Ich muss das noch mal schauen. Ich habe in dem Moment habe ich schnell etwas getrunken. Das wahrscheinlich nicht so genau gesehen. Oh, das Specko wird umarmt und ist schon 65 Mal geknuddelt worden. Oh. Hey, dir auch einen schönen Sonntag. Merci vielmals. Und Mere ist schon zweimal. Come on. Jetzt muss ich auch noch mal schnell einen Hack geben. Ja? Wahrscheinlich schnell 2 Hacks. Ja? An eine random Person. Ja? Let's go. So. Und noch einen gebe ich noch. So. Also, Chat. Was immer gewesen. Gute Nacht, Jutti. Träume süß von fliegenden Gipfeli und Bananen. Ja, das ist fast dasselbe. Sieht gleich aus, ne? Schmeckt aber anders, ne? Die im Bosskampf gegen die Schlaflosigkeit bestehen. Morgen wird ein neues Abenteuer beginnen. #Sweet Dreams. Hey Jutti. Schlaf gut, schön. 3. Schlaf gut, schönen Sonntag dir. Schön warst du dabei. Und Jutti, was ich noch sagen wollte, ne? Das sind echt tolle Fotos. Ich habe das gesehen, ne? Mit Lisa. Echt nice. Da hatte ich mega Freude, wo ich das gesehen habe. Einfach, dass es noch kurz gesagt ist, ne? Aber geh jetzt schlafen, Jutti, bye bye, tschüss. Wo hat Troy jetzt sogar eine Website, wo man sich die Karten anschauen kann? Das ist ja da. Also, ja, man kann Karten anschauen, die droppen. Aber du hast noch keine Übersicht über deine Karten, leider. Ja, Pedro,
hat der Pedro das Gipfel gegessen? Wo bin ich? Alle werden geknuddelt. Und ich werde auch geknuddelt. Danke vielmals, Chat. Danke vielmals. Oh, hey, aber wurde denn Lucy auch schon geknuddelt, Chat? Ja, kurz gucken. Lucy wurde jetzt auch einmal geknuddelt von mir, Chat. Hä? Das müsste jetzt auch sein. Lucy? Sorry, dass das erst jetzt passiert ist. So, Chat. Wir müssen... ist kein Ding. Wir müssen... Ich bin verwirrt, Chat. Ich weiß es halt nicht, was wir müssen. Ich gehe da auch mal weiter. Schauen mal, was wir da noch haben. Loot nehmen wir logischerweise immer mit. Das ist ganz wichtig. Zack. So, Rotz fressen das Zeug. Ah, okay. Das ist auch etwas, was ich schnell erklären kann. Ich überdecke es zwar. Aber die können halt so ihre Dinge aufladen. Aber ich frage mich jetzt gerade, bringt das überhaupt etwas, wenn wir nicht im Kampf sind? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich kann das machen. Verwirrung, Chat. Ich bin verwirrt. Okay, da kann ich die Sachen aus dem Lämpchen rausziehen. Muss man schnell da die Masken aufsetzen. Ja, ist da etwas? Oh nein. Oh nein, Chat, ist das das... Das ist das Rätsel, das ich erzählt habe, wo ich so lange hängen geblieben bin. Chat. Wo alle am Backseat-Gamen waren. Chat, das ist das Rätsel. Und ich weiss halt jetzt... Bis jetzt weiss ich noch gerade nicht mehr, wie es funktioniert ist. Oh nein, am liebsten würde jetzt kommt gerade so PTSD. Ja? Ich spüre das PTSD, es macht sich bemerkbar. Moment mal, Pascal. Haben wir oh! Lucy, merci vielmals danke dir für den Follow. Mega lieb, Lucy. Nochmals willkommen hier bei mir. Ja, das ist mega lieb. Und dann mache ich das natürlich auch. Hack Pascal. Not Pascal. Was machen die kleinen schwarzen Tierchen? Die findet man immer und die können einerseits auf Gegner springen, aber man muss immer den Mut von ihnen aufbauen. Also anfangs vom Kampf verstecken sie sich. Aber je mehr Schaden das du austeilst, desto mehr Mut bekommen sie. Und dann können sie auf den Gegner springen und ihn wie so für einen Moment ein bisschen festhalten. Sie können aber auch Gegenstände bewegen. Es gibt so ein paar Interaktionsmöglichkeiten mit denen. Aber man findet immer wieder mal einen von denen. Also die werden eigentlich immer mehr. Und man kann denen jeweils auch einen Hut aufsetzen. Schau mal, wie süß die sind, Mann! Die sind auch so fucking süß, oder, Chat? Chat, jetzt muss ich da schnell... Kann ich da schnell mit euch interagieren? Wie ist das schon wieder gegangen? Also, können wir schnell niesen. Niesen? Chat? Oh, wie süß, Chat. Tanzen. Also das ist halt mega herzig gemacht. Ich finde den Stil und so das Herzige mit den Rotz, das finde ich halt schon. Es hat halt so etwas Pixar-mässiges, aber das finde ich schön. Ihr merkt, ich drücke mich endlich nur vor dem Rätsel. Wenn wir schnell jeden Rott durchgehen, wenn wir schnell jedem Rott noch einen Namen geben, am besten Chat. Dann können wir schlafen.
Ach ja, Troy fürs Umarmen. Oh. Für die Umarmung gab es einen Follow. Wie lieb. Lucy, das freut mich. So, Chat. Ich will nicht, Chat, ich will doch nicht. Aha, aber da... Ah, ja, okay. Also, wir sind da, wir haben 4 von denen. Und die müssen wir in der richtigen Reihenfolge betätigen, Chat. Und letztes Mal, als ich da war, hatte ich 2 Stunden an dem gehabt. Dabei war es so einfach. Der Scheiß ist, ich weiss nicht, wie es gegangen ist. Das ist jetzt tatsächlich ein Scheiß. Fuck. Ich hasse Chat. Ich hab's. 1. Also das ist jetzt nicht richtig, was ich mache, aber zum Zeigen. 1, 2, 3, 4. Ja. Heisst 1, 2, 3. Oh, mir läuft die Zeit ab, verdammt. 3, 4. Wo ist es? Wo ist es da? An dem Scheiß haben wir letztes Mal verdammt lang gehabt. True, es ist echt herzig, die Kleine. Ey, die Musik ist absolut passend. Absolut passend. So verspielt, nicht zu viel, ne? Aber es ist absolut passend. Love it. Oh, ich halt nicht reagiert. Aber das ist jetzt etwas, was Trotz zum Beispiel machen können. Wo ich dann aber noch einen Film reinschiessen muss. Das heisst Hugo. Nicht Hugo, sondern Uga. Uga. So, ich mache mal 2 bis 3 Powernaps. Gute Nacht euch allen. Hey Lucy, nochmals danke für den Follow. Danke, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir ganz tolle Powernaps. Und du darfst natürlich auch noch einmal Ausrufezeichen Gute Nacht schreiben, dann bekommst du noch einen kleinen Text. Aber Lucy, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. So. Wir reden schnell mit dem. Die Kinder und Taro fischen oft in diesen Bächen. In der Stille des Waldes kann ich fast ihre Stimmen hören. Taro und seine Geschwister fühlten sich in diesen Wäldern sicher. Du hast sie gut unterrichtet, Rusu. Ich meine, schaut euch mal den Rusu an. Schaut mal seine Masken an, Mann. Das ist Next Level Shit. Kann ich gerade einpacken mit meiner Maske. Ah, da. So können wir natürlich auch noch mal Zeug highlighten. Ich müsste halt die Maske ein bisschen häufiger brauchen. Und gute Nacht, liebe Lucy Demon. Schlaf schön und lass dich von den Easter Eggs in deinen Träumen überraschen. Vielleicht kommst du sogar mit dem Fluxkompensator ins Land der Fantasie gereist. Träum süß. Hey Lucy, nochmals gute Nacht, schönen Sonntag und bis bald. Tschüss, bye bye. So, das heisst, wir haben jetzt eigentlich schon 2. Seht ihr das richtig? Was ist da noch? Prüfungen. Wir machen jetzt auch da. Wir machen jetzt den hier. Gottbaumschrein. Wir sind ja da ganz in der Nähe. Ich muss nur wissen, wie ich da raufkomme. Wie komme ich da hoch, Chat? Haben wir da vielleicht irgendetwas mit den Masken, die wir da anschauen können? Da ist noch etwas. Da ist was. Das ist aber auch schon da haben wir schon ausgelöst. Wir müssen irgendwie hier raufkommen, oder? Oh. Oh. Oi. Ja, jetzt aber, hey, Chat. Pitomitz, Mann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Pitomitz, wie war deine Woche? Oh, da können wir rauf, Chat. Da können wir rauf. Zack, boom, bang. Gut. Dann gehen wir da rauf.
Wenn die nur etwas zu sagen. Ah, ich muss wahrscheinlich drüber, hä? Where do we go now? Oh, nein, Kena, hab die fest! Nein, Mann, Kena, bist du blöd! Oh Mann, oh Pascal, Es ist so weit. We need you. Danke vielmals. Du musst die Dinger abschiessen, zum Raufkommen, Mann. Meine Woche war super und ich bin der Hoffi. Aber und bei dir hoffe ich genauso. Hey, bitte jetzt ein bisschen stressig gewesen, ein bisschen viele Diskussionen mit Sunrise, bis endlich mal bis ich mein Modem bekommen habe und so. Aber sonst ist alles gut. Ich werde jetzt 20 Minuten in jeder Ecke den Loot am Suchen. Hey, aber das mache ich halt auch gerne, oder? Das mache ich schon auch gerne. Also super, ich hatte einen neuen Lehrling, der am ersten ist. Was? Jetzt komme ich nicht raus, bitte jetzt. Wo am ersten ist? Hä? Da habe ich den Faden verloren. Ah, im ersten Lehrjahr, okay. Oh, und wie mühsam ist es so für eine Skala von 1 bis 10? So? Bitte jetzt. Also ich meine, sie müssen ja nicht mühsam sein, aber es kann mühsam sein. Und das muss dir auch liegen, würde ich jetzt mal behaupten. Was sagst du, ob es Kena blöd? Sie muss sich halt auch festhalten. Ich habe alle Tasten gedrückt. Was will ich mehr machen? Also ein bisschen mit überlegen kann also die Kena schon, oder? Kann doch nicht sein, dass ich alles selber machen muss. Okay, gut. Jetzt habe ich schon die Ächtigkeit wieder an. Gut, Kena, mach weiter so. Haben wir da noch irgendetwas? Ich glaube, da ist nichts, oder? Da unten wäre etwas, aber ich glaube... Aha, da oben wäre etwas. Also, wait a second. Ja, aber da bringt mir jetzt im Moment nichts, oder? Habt ihr fest, Kena? No, danke. Gehen wir mal da rüber. Kena, ich habe gesagt, du sollst dich gut haben. Ja, sag's, wie könnte man sie nennen? Richena. Richena. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher, ob das etwas bringt, wenn ich das amigs mache. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Jetzt fühl... Oder bekomme ich... Moment, ich muss es schnell beobachten. Ja, jetzt geht es halt runter. Oh, Verdeckel nehmen. Bekomme ich denn da Punkte, wenn sie das essen? Ah, ich bekomme so Schneckenpunkte, okay. Karma, sagt man dem, glaube ich. So, Chat, gehen wir rüber. Okay, das ist, glaube ich, eines von denen, die ich ausgelöst habe. Jetzt fährt der nämlich da rüber. Nice. Also ich bin im ersten perfekt und gut und nett und lehrwillig gewesen. Ja, aber nicht alle sind das, Pascal. Das sind nicht alle. Es gibt auch solche, die haben jetzt einfach gar keine Lust, oder? Denen muss man zuerst mal beibringen, dass man etwas machen muss in der Arbeitswelt. Richi, einfach Legende. Hey, true. Richi, absolute Legende. So, jetzt fahren wir mal rüber, Chat. Und dann haben wir uns wieder fest. Muss schnell... Aha, das ist das zum den überholen, ja, richtig. Oh, ja gut, bye bye. Aber egal. So bin ich dann... so bist du nachher im zweiten Lehrjahr gewesen. Und ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich war auch nicht ein Lehrling, den ich gerne betreut hätte. Überhaupt nicht, Chat. Da bin ich also wirklich ganz ehrlich. Ich habe auch alles andere im Kopf gehabt als die Lehre. Und mich zu bemühen für das. Was ist jetzt da los, Mann? Jetzt, hör auf, Mann! Ich bin keiner können ab. Mann, das explodiert noch! Wenn du mich einfach verarschen, Mann!
Gang weg, du Lümmel. Du gehst auch weg. Ich sehe dich schon kommen. Jetzt kommt da noch mal einer. Das gibt's nicht, oder? Und da bin ich noch auf dem Baum ab und gehe wahrscheinlich runter, oder? Oh mein Gott. So, jetzt ist aber gut, oder? Jetzt ist aber gut. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich gehe jetzt rüber und gehe metzeln, ich sag's euch, Chat. Gehst du da metzeln? Du Lümmel, du. Nehmt hier Leben. Rotz, nehmt das Leben. Das ist das Leben, das ich auftanken kann. Das ist nice. Ich bin aber schon fast wieder tot. Geil. Der Polly 187 kommt halt auch noch rein, mitten im Kampf. Nein, gang doch. Okay, na. Wo zielst du hin? Aim Assist. Aim Assist brauchen wir nicht. Polly, Mann, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Wie war deine Woche, Polly? Das ist übrigens für 2 Bits Chili-Sushi-Rolle. Let's go. Holy moly. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Der Pascal hat schon den Plus im Chat drin gehabt. Das weiss ich ganz genau. Schon reingeschrieben, schon ready zum Enter drücken. Hallo, bin wieder da. Guten Morgen noch einmal an alle. Hey, Chili-Sushi-Rolle, guten Morgen. Guten Morgen, schön und welcome back. Schön, dass du wieder da bist. Leben aufgetankt, Leben verloren, Leben vorbei, dort. Nein, ja, ich lebe noch. Gechillt und deine, hey Polly, ich kann mich nicht beklagen. Es war ein bisschen stressig, ein bisschen mühsam, aber es ist alles gut, alles gut. So, Chat, gehen wir rüber. Machen wir hier die Rotz rein. Nicht runterfallen am besten, einmal reinschiessen. Gut. Problem gelöst. So, und du, Hurenlümmel, kannst endlich auch mal ein bisschen mithelfen, statt immer rumstehen und irgendwelche Sprüche machen, oder? Manche glauben, dass die Schreine Wächter des Waldes sind. Von hier oben kann man sich leicht vorstellen, dass sie über das Land wachen. Er steht halt einfach immer rum, der Dude, oder? Das ist geil. Er lebt noch und wird niemals sterben. Hey, Sushi. So ist es. So ist es und nicht anders. Kann ich da etwas machen, Chat? Ich bin gerade nicht sicher. Da können wir wahrscheinlich runterfahren. What do we have here, Chat? Ja, Richi! Ich habe gesagt, du sollst dich gut haben! Das war, glaube ich, das Leben. Richi. Ich glaube, wir können wieder runter, oder? Ist das richtig? Aber einfach runterkumpen ist, glaube ich, keine Lösung, oder? Ich glaube, das kommt nicht gut, wenn wir jetzt einfach Kokainum. Kokainum. Das heisst, wir finden jetzt halt auch wieder einen Weg retour. Kokainum. Die Verwirrung ist verwirrt, Chat. Ich weiss nicht, was ich machen muss. Oh, dieser Pascal, der wird immer umarmt. Hey. Krass. Schnell schauen, was noch gegangen ist im Chat. Wie findest du mein 187 in meinem Namen? Nick. Ui, das ist aha, in meinem Nick. Das war eine Frage an Mary. Ja, Mary, Frage an dich von Polly. Was immer. Anfangsstream noch 2K. Ja, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, Chat. Das ist ein Lift hier, oder? Das ist schon richtig. Da müssen wir runter. Einfach ganz einfach. Ja, und jetzt? Oh, okay.
Loot, Chat, Loot! Loot. Ich glaube, ich kann schon gleich ein Upgrade machen, habe ich das Gefühl. Gehen wir dann irgendwann mal schauen. Bekomme ich das irgendwie weg? Da. Schnell einmal die Maske aufsetzen. Ja, was ist das da? Ha? Da ist was. Arschwasser. Sorry, Arschwasser is not a valid user. Wie gut. Ja, einfach schnell Arschwasser umarmen. Ja, wieso nicht? Okay, die da holen wir uns jetzt in dem Fall auch immer schön abgecheckt. Oh, ich muss mich orientieren, ich muss hier über den Chat. Das heisst, wir gehen... Wasserschein. Wir gehen... Ich glaube, wir müssen da durch, ne? Du musst mal weiter oben lesen, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt lesen muss, Pascal. Aber einfach bitte noch schreiben, wenn ich irgendetwas Wichtiges nicht gelesen habe. Ich bin halt im Moment gerade ein bisschen aufs Game fokussiert. Ich kenne auch noch ein lustiges Schimpfwort. Okay, raus damit, Sushi. Let's go. Wollen wir jetzt hören? Wenn du es noch nicht geschrieben hast. Pascal fragt, wieso gibst du Sir Simple nicht einfach ein Timeout? Sir Simple ist ein hartnäckiger kleiner Geist. Da reicht ein einfacher Timeout nicht aus, um sein Verhalten zu korrigieren. Es braucht manchmal mehr als das, um die Geister zu bändigen. Simple, hast du gehört, Mann? Du bist ein kleiner Geist. Wie findest du DJ Fienmech? DJ Fienmech ist wie eine Playlist ohne Metal. Irgendwie unvollständig. Okay. Froschfotze. Ui. Jetzt aber. Froschfotze. Das ist... Okay. Okay. Nice one. Du kleiner... Oh, ich sehe so aus, als hätte ich den Mordhammer geschwungen. Rott sind stark. Chat fragt meinen Bot mal, als was als er sich identifiziert. Ah, die Hacks. Oh mein Gott, ich muss noch mal schnell gucken. Ah, Hack Kokainum. Hack Kokainum. Okay, du meinst wahrscheinlich da. Als was identifizierst du dich? Als Rott aus Kena Bridge of Spirits. Oha, jetzt das erklärt natürlich einiges. Mein Bot ist also einer von denen da. Tony Stark Ausrüstung nutzen. So läuft das, du kleiner Bot. Oh, du hast Tony Stark erwähnt. Ich bin eher wie ein Rott aus Kena Bridge of Spirits. Aber keine Sorge, ich kann dir trotzdem gerne helfen. Kleiner Rott mit großer Kraft. Wie geht es dir eigentlich so? Bist du durch mit Resi und TR? Ja, das ist auf die Meere gerichtet. Jetzt muss ich schnell schauen, dass ich mich da nicht verlaufe. Wir gehen hier weiter. Das haben wir gesehen. Das ist das schlimme Rätsel gewesen, das PTSD-Rätsel. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen geradeaus. Könntest du mich rein theoretisch spannen? Gott bewahre, natürlich nicht. Meine Aufgabe ist es, dir zu helfen, zu unterstützen, nicht zu bannen. Mordhammer schwingen, Support leben. Hä? Chat. Mein Bot ist ein harter, aber fairer Bot. Hä? Ich glaube, ich muss da raufschauen.
Kann ich da irgendwie... Mann, ich will hier rauf, Mann. Das ist jetzt die Frage, wie komme ich da rauf? Legen wir schnell die Masken an, Chat. Die Maske, genau, ganz schnell an Land. Wir brauchen die Maske. Also da rauf müssen wir, ja, das ist mir so wie klar. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht interessant aus. Aber... Ja, da oben ist laut, oder? Da oben ist laut. Oh fucking hell, da oben ist laut. Hey, laut! Laut! Ja, ist jetzt... Wie komme ich dort rauf, Mann? Das nervt mich jetzt ein bisschen. Oh, danke Sushi. Das wär halt interessant. Oh, Kena. Du, der Kena wird halt pettet. Wie gut. Wie komme ich dort auf den Chat? Holy moly. Ist das etwas da? Orientieren. Dann sind wir wieder da. Oh Mann, hey. Oh, ich bin stuck, Chat. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich muss dort raufkommen, das ist... So viel ist klar. Oh, halt die fest. Das sieht... Bin ich jetzt da? Okay, das sieht gut aus. Ah, wieder der hohe Stress da jedes Mal. Wie geht's noch? Autsch! Ah! Oh shit, oh shit, shit. Chat, ich überlebe das nicht, oder? Ich überlebe das nicht, Mann, gang weg! Ich muss zuerst hier die Dudes wegbekommen, Mann. Was ist jetzt passiert? Ist jetzt resettet worden? Weil ich... Okay, es ist halt resettet worden, Chat. Soll ich dir einen Witz erzählen? Hast du Bock? Hey, Sushi, let's go, let's go. Bin ich jetzt doof oder gab es nicht mal eine Liste mit den entdeckten Easter Egg Comments? Nein, Pascal, hat es nie gegeben. Die Liste, die führt Chat selber, tatsächlich, meistens. So. Scam, Shout. Oh, Shout braucht aber Shout. Erstens geht es nur für Subscribers. Das ist das TTS Shout. Braucht aber Shout Abstand und dann einen Text für TTS. Sie, in Caps Lock, ne? Sie, dreh dich mal im Kreis. Er dreht sich. Und jetzt sie. Und jetzt? Sie, jetzt haben wir Flaschendrehen gespielt. Hashtag erzähl einen Witz.
Es ist die Uhrzeit, oder Chat? Das ist die Uhrzeit. Ich kann es verstehen. Um diese Uhrzeit ist es schwierig. Ne? Schwierig. Oh, Chat, Mann. Sushi, Mann. Pagania bewusst. Ja, genau. Schnell Pagania bewusst losschlagen. So, Chat, wir machen jetzt das nochmal. Sind ihr ready für den Kampf? Schnell easy peasy, oder? Ja, tun wir da schnell. Tun wir uns schnell um die ganzen Viecher kümmern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will hier weg. Ich will hier weg. Gehen Sie weg, danke. So, das ist jetzt nur noch du. Ah, da kommt noch mal einer. He? Oh no! Oh no! Oh no! 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 Oh no! Oh no! Oh no! 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 Ich will doch da noch mal schnell die Rotz geht auf eine. Ich brauche ein Leben. Merci vielmals. Gut. So, jetzt kommst du dran, hä? Oh shit. Pascal war schon wieder ready gewesen. Pascal hat den Befehl schon drin gehabt. Er hat nicht an mich geglaubt, Chat. Aber ich habe an mich geglaubt, Chat. Ich habe halt an mich geglaubt. Wieso haben wir eigentlich immer noch Musik? Ah, es ist noch nicht vorbei. Okay, gerade. Hey, du Lümmel, du. Brutal. Keine Chance hinein. Er ist brutal getrainiert. Oh. Ich schnell pausieren, da ist Möckli, Mann. Death. Getrainiert. Okay, komm, einen habe ich noch. Also, ich kämpfe aber noch schnell weiter und dann lese ich vor. Ja? Dann lese ich vor und dann bewerte ich aber den Witz noch. Ne? Oh mein Gott, ich bin fast tot, Dude. Oh mein Gott, hey. Das war jetzt wieder fucking knapp gewesen, hey. Ich weiß nicht, ob Expert wirklich der beste Modus ist für mich. Aber ich mach mal für einen Moment weiter. Ich bin ja schliesslich nicht gestorben. He? Ich bin schliesslich noch nie gestorben und den Bosskampf habe ich auch gewonnen. Chat. Ja? Dass das nochmal schnell erwähnt ist. So, jetzt habe ich aber alles erledigt. Schmelzender Schnee vom Bergschrein nährt diese Ströme. Das Wasser ist hier heilig. Das lasse ich mir jetzt aber vorlesen, Chat. Das lasse ich mir vorlesen. Vor dem Traualtar reicht euch die Hände, sagt der Pfarrer. Von nun an seid ihr Mann und Frau. Fragt der junge Bräutigam irritiert. Ach nee, was waren wir denn vorher? Ich habe Anglistik studiert. Shade, ich mag keinen Fisch. What the fuck, man? Okay. Sushi. Schwierig. Also Sushis Witz wird jetzt bewertet. Und da gibt es ganz klar zwei Will Smith Flattern von 5. Ja? 2 von 5 Will Smith Flattern. Das ist die Bewertung, Sushi. Jetzt bewerten wir natürlich noch in Pascals rein. Ich habe Anglistik studiert. Schade, ich mag keinen Fisch. Oh, come on, ey. Also. Gibt ganz klar bei diesem Witz
Oh. 2 Pizza Hawaiis von den 5 Pizza Hawaiis. Ja. Shit, Mann. Come on. Das geht doch besser. Das geht doch besser. Was ist jetzt da? Also erstens habe ich jetzt mal, jetzt kann ich wieder zurück, aber da, shit, hier kann ich hin, oder? Da kann ich hin. Und dann geht es auf und dann habe ich dort den Loot, Mann! Chat, Loot. Das ist so eine grosse Loot-Kiste. Da ist eine Maske drin. Maske der Geschwister, ein neuer Rothut verfügbar. Oh mein Gott, das ist ein Hut. Also jetzt komme ich nicht raus. Ich muss mal schnell die Upgrades anschauen, Chat. Machen wir noch schnell ein Upgrade. Ich glaube, ich habe genug. Schnell gucken. Oder habe ich nicht genug? Doch, ich habe genug. Bitte noch einen Witz. Wir leiden. Warum haben Geister so schlechte Lügen? Weil man durch sie hindurch sehen kann. You're fired. Ein Sekret! Indeed, ein Sekret. Oh, das Sushi schaut geht nur für Subscribers, aber ich lese es vor. Ja, ich lese es selbst vor. Wie nennt man eine... ja, nochmal. Wie nennt man ein Lama, was auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke knallt? Ramalama Ding Dong. Oh, are you fucking kidding me? Ramalama Ding Dong, den habe ich schon mal gehört. Sushi, ich glaube, den hat jemand schon mal hier in den Chat geschrieben. Einen Blitzschlag, einen, Chat. Ja, Chat. Nach diesen wirklich absoluten Highlights, wirklich Highlights von Flachwitzen, schauen wir schnell alle da drauf. Wir gucken alle kurz hier drauf. Ne? Let's go, let's go. Trying to cross the border, right? You walked right into that Imperial ambush, same as us. Ach Chat, hey. Speck kommt rein, wird direkt geblitzdingsbumst. Speck, welcome back. Speck, einfach, du hast vorher ein bisschen geschlafen, hast es aber vergessen. Schwierig zu erklären. Warum fliegen Vögel im Winter Richtung Süden? Weil es schneller geht als Laufen. Der ist jetzt aber nicht schlecht. Pascal, der ist nicht schlecht. Den bewerte ich jetzt auch mit... dem gebe ich jetzt 3. 3 von 5 Ricolas. 3. Wie alt bin ich? Ich glaube Pascal. Jetzt gerade wieder schlafen. Bin im Stehen eingepennt. Nein, ohne Scheiß. Im Stuhl eingepennt. Jetzt habe ich gedacht, im Stehen, what the hell? Hey, aber Speck, dann mach's gut, schlaf gut, schön bist du dabei gewesen. Bye, bye, tschüss. Mack, willst du einen Witz hören? Franziskus hat mir erzählt, dass er gerne ein Eichelbaum wäre. Aber er befürchtet, dass er dann zu oft angeknabbert würde. Hey, geh schlafen, Bot, geh schlafen. Ja, das Ricola wäre jetzt schon geil. Chat, wir machen noch ein bisschen weiter. Ich kann da schon noch ein bisschen chatten, aber ich muss da mal gucken, was ich mache hier. Ich könnte einen Luftschlag machen. Das ist sexy. Ich könnte den da machen. Wirbelangriff nach dem Parieren. Ich habe doch kein... Oh mein Gott, ich kann das doch nicht parieren. Das ist nicht mein Ding.
Aber das macht, glaube ich, schon Sinn, wenn wir da eins reinsetzen, Chat. Also wenn wir das kaufen, besser gesagt. So, ist gekauft. Da noch schnell schauen, können wir irgendetwas machen? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir da oben. Gehen wir zu Taros Liebe. Liebe. Oh, ist da noch etwas? Ich glaube, da kommt aber erst nachher, oder? Da können wir jetzt aktuell nichts machen. Wir gehen also runter. Erzähl mir einen lustigen Fakt. Ich bin ein Hot aus dem Spiel Kena, A Bridge of Spirits. Nicht Wikipedia. Was? Aber wusstest du, dass ich mir manchmal vorstelle, 400 Mod-Schwerter wie Franziskus zu haben? Hey, Bot, ich glaube, du musst schlafen. Hey. Ja, go liegen, merci und wünsche euch eine gute Nacht, Speck, Eier im Teig. Ich wünsche dir, dass deine Träume so lecker sind wie Speck, Eier und Teig zusammen. Möge dein Schlaf wie ein epischer Bosskampf sein, den du erfolgreich bestehst. Und Speck, schönen Sonntag, guten Schlaf und bis bald. Bye bye, tschüss. Ist Treu lustig? Treu ist der Hammer. Okay, Highway Racer, was ist denn deine Meinung dazu? Findest du mich unterhaltsam oder eher nicht? Findest du mich lustig oder eher nicht? Ja, oder muss ich das schreiben? Sicher ein Hirn. Highway Racer, sehr findest sicher du Troy lustig? Hast du deine Witze von Skynet? Nein, ich bin original aus dem Dunkelwald, Mack. Jetzt, mein Bot, der ist besoffen, oder? Ja, ziemlich sicher eine Hirnerschütterung, Chat. Ja! Glück gehabt. Glück gehabt, hä? So, gehen wir da wieder zurück. Das Baby, aha, ja. Wenn ihr 9 Monate abonniert habt, Chat, oder 9 plus Monate, ja, auch wenn ihr schon, keine Ahnung, 20 Monate abonniert habt und ihr noch kein Baby registriert habt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Bin ich da richtig? Ja. Der ist voll drauf. Zack. Da ist ein Rott, oder? Chat, ich habe einen Rott gefunden. Ich nenne dich Mere. Ja, der neue Mod. Okay, Mere, ich mach dich schnell zum Mod. Der neue Rott heißt jetzt Mere. Let's go. So, oh, what do we have here? Da schnell aufstellen. Mere, tu da schnell die Eulen aufstellen. Danke vielmals. Bin ich jetzt da richtig? Heiliger Baum. Objekt freigeben. Ah, ist da. Hey, jetzt kommen da Gegner raus. Are you kidding me? Gibt's jetzt auf die Fresse, Mann. Oh, wow! Dude! Ist das ein Boss? Das ist kein Boss, oder? Das ist einfach so ein Tutorial oder was? Oh, shit. Oh, fucking hell. Okay, was... Oh mein Gott. Wie viele Babys sind bei Troy? Oh, das weiß er nicht. Das ist einfach irgendeine Zahl. Das ist einfach irgendeine Zahl. Merci, Pascal. Wann bekomme ich Mod? Denk dran, ich bin der Deathmaster. Oh shit, Mann. Da muss ich vorsichtig sein, was ich jetzt sage, oder? Schwierig, das beantworte ich ein anderes Mal. Wie viele Babys sind schon tot? Wow. Wow. Ein Mann ist letztens... oh mein Gott, Sushi gibt nicht auf, ne? Ein Mann ist letztens an einem Pfannkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes
Krepiert. Oh, come on, hey. Sushi, jetzt ist vorbei. Hey. Also jetzt habe ich genug gehört. Hey. This is Sparta! So, aber Highway Racer, please. Also jetzt im Ernst, ich finde jetzt das auch nicht so cool, gell? Auch als es schnell gesagt ist. Ich muss meinem Bot recht geben, es ist echt nicht schön. Ja? Das ist auch nicht lustig. So. Das ist auch nicht lustig. Ich bin schon fast wieder tot. Ich will nicht, Mann. Geh weg. Ich muss parieren, Chat. Ich muss parieren. Hey, Mere, das ist... Mere, da kommt gerade der Leonidas. Mere, Mann. Ja, da machen wir wieder Clips, oder? Okay, ich habe auch keine Lust mehr, Witze zu machen. Also, Herr Sushi, vielleicht werden sie ja noch besser. Ja. Wisst ihr, was der Hammer ist? Treu hammern nicht. Ich mache jetzt da weiter, Chat. Ja? Ich ignoriere euch jetzt einfach. Oh Mann, ich muss halt parieren. Richtig. Hey, nein, ich kann nur üben. Fuck, ich kann halt schon. Ja, ich kann halt schon triggern. Einer ist ein Spy, so macht man das. Ich hab kein Schild, ich hab kein Schild, ich hab kein Schild. Okay. Zack, 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 zack. Ja, so, genau so ist es. Genau so ist es. Und so dealen wir mit dem Chance. Jetzt säckelt er davon, oder? Da müssen wir einfach nur die Patterns draussen haben. Ich habe sie noch nicht draussen, aber langsam kommt's. Langsam kommt's. Zack, zack, zack. Danke vielmals. Aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl, Chat. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Gang weg, Mann! Dann nimmt man halt die ganze Schildenergie aufs Mal weg, oder? Das hier. Der hure Lümmel, der. Den sehe ich halt nicht kommen, Mann. Das ist heftig. Ich mache jetzt auch ein bisschen Fernkampf. I don't care. Hey. Oh, okay. Hey, shit, man, Chat. Ich glaube, Expert ist too much, ohne Scheiß. Findest du das Schild in Kena Bridge of Spirits auch so schwach? Ich lese jetzt die Antworten im Highway Racer. Kannst du mich auch direkt fragen. Oh Mann, hey, ich habe das Timing einfach nicht. Ich habe das Timing nicht. So schwer. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich zähle davor rollen. I'm so sorry, Pascal, aber du machst das super. Ja? Ich bin stolz auf dich. Ah, den habe ich vergessen, Chat. Oh mein Gott. Als erstens mal hat er etwas Geiles dort. Etwas Geiles. Und mach den Move, machen. Okay, ich kann halt nicht hin. Ich denke jetzt auch ein bisschen im Zeug rum, bis ich ihn irgendwie... Wow, das ist wieder etwas, was ich nicht gesehen habe. Chat.
Und die Reichweite ist heftig, Mann, ich drehe durch. Ich drehe durch, Mann. Die rollt Audi geschissen. Oh mein Gott, Troy ist stolz auf mich. Hey, absolut, Pascal. Also endlich habe ich fast ein bisschen Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du jetzt so viel Arbeit hast aufs Mal. Ich glaube, Troy braucht eine neue Brille, Mann. Jetzt wird er frech, oder? Jetzt wird er frech. So, Chat, wir probieren das jetzt einfach so lange, bis wir das haben. Das ist ganz einfach. Er hat halt noch so ein geiles Ding. Krass, wenn du Bandeli hast, oder was, Mann? Und ich jetzt schön getroffen habe. So, ja, Katz, geht mal. Habe ich sie nicht voll? Ich habe gemeint, ich habe trotz voll. Hey, muss ich beide gefüllt haben, damit sie da etwas machen können, oder was? So, Kena, du ein bisschen im Zeug rumtanzen. Du kannst das, oder? Kokainum. 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 Ich hätte ja auch gerne Wolvi. Danke. Hans auf Copy-Paste. Let's go. Habt ihr das gesehen, Chat? Habt ihr das gesehen? Sind ihr stolz auf mich? Ich bin auch stolz auf mich. Es hat ein paar Momente gebraucht, ein paar iLife gebraucht, aber here we are. Chat, es war ein echt gutes Spiel, muss ich sagen. Ist echt So, let's do this. Rotz, I need you. So, wir haben die Welt befreit vom Bösen. Chat, wir haben es geschafft. Jetzt bekommen wir noch den letzten Loot über. Ja. Die Rolle mit dem Abspann. Oh. Der sieht aus wie der Bounce. Oh, der Calls ist bewusstlos geschlagen worden. Holy shit. We leave offerings at the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Hey. Ich muss noch vorlesen. Wir hinterlassen Opfergaben am Wächterbaum und bitten ihn, die zu schützen, die wir lieben. Also so wie der Pascal zum Beispiel. Taro hinterließ dies den Kindern. Er musste solche Angst haben vor Mere, als er sie verlor. Nein, sorry, das macht keinen Sinn. Er musste solche Angst gehabt haben, als er sie verlor. Viele der Opfergaben hier wurden von den Anführern des ersten Dorfes hinterlassen. Geschickte Jäger, die Geisterenergie nutzen, um mächtige Waffen zu erschaffen. Warum ich eine neue Waffe? Ich bin sicher, dass es dem Wächterbaum nichts ausmacht, wenn wir diese verwenden, um Taro zu helfen. Gab mir die neue Waffe. Gab mir die Minigun. Speiseopfer. Relikt. Ich werde jetzt die Minigun. Wo ist sie? Haben wir es nicht bekommen? Das ist ein bisschen schade. Oder habe ich etwas bekommen? Und da ist irgendetwas, oder? Nein, ist nicht. Ist gut. Dann machen wir schnell Küssen. Tun wir schnell mehrere küssen. No! Hey Pascal, merci übrigens für 7 Bits. Danke vielmals.
Ich weiss nicht, ob ich mich bedankt habe, Sushi, für 2 Bits, aber sonst nochmal danke für 2 Bits. Das Speiseopfer bin ich schon. Mhm. Nord Pascal hat schon 24'000 ausgegeben. Highway Racer hat 200'000. 200'000? What the fuck? Krass, ey. Highway Racer schaut Ullen schräg an. Willst du Fettli haben? Sushi hat 500 Kanalpunkte ausgegeben. Mere hat 25'950 ausgegeben. Holy shit. Krass. Ich will jetzt hier mal gucken. Habe ich da irgendetwas Neues? Kann ich da irgendetwas machen? Mann. Was ist denn jetzt mein Ziel? Ziemlich sicher ein Hirnentschütterung, ziemlich sicher. Sehr ziemlich sicher bin ich. Sehr ziemlich sicher. Okay, ich glaube, da können wir nichts mehr machen, Chat, oder? That's it. Mission erledigt, oder? Dann gehen wir jetzt drüber. Oh, oder jetzt öffnet den Pfad zur Laternenhöhle. Dann muss ich wahrscheinlich zuerst stehen und nachher muss ich da hin. Taros Räume. Okay, gehen wir dort hin, Chat. Let's do this. Mere umarmt Avereser liebevoll. 19 Mal, let's go. Der Bounce hat schon 154.600 ausgegeben. Das dreckige Schiff! Was ist der Comment nochmal für den Modhammer? Taiwerace 03 du dreckige Schiff. Das dreckige Schiff. Das war Worthy. Ausrufezeichen Worthy, meinst du da? Oh, da ist noch laut, Chat. Geht da mal schnell. Geht da rein. Let's go. Ja, jetzt müssen wir dann gleich mal noch zum Hutwagen gehen. Ich glaube, der Bounce der braucht einen neuen Hut. Und Mere braucht sowieso auch noch einen Hut. Hey, ich habe mich verlaufen, Chat. Wo müssen wir hin? Da. Mere versucht vergeblich, den Mordhammer zu heben, da er sich keinen Millimeter bewegt. Oh, danke. Danke, Pascal. Sind wir da richtig? Da bin ich jetzt echt verwirrt. Was haben wir da amigs machen? Können wir da nichts machen? Ich bin völlig falsch, oder? Laut! Oh, da rauf. Das ist wirklich laut. Oh shit, das war so eine verfluchte Kiste, Mann. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, jetzt hat der Sieg mich so richtig schön verwünscht. Oder? Ich muss hier weg, ja. Ich muss hier weg. So. Okay. Das wäre... Okay, das kann ich leider nicht einbauen bei der PlayStation, aber es wäre noch geil, wenn ihr das Gumpen könntet auslösen mit dem. Das wäre echt noch geil. Welches von denen bist du? Ich muss schnell genau anschauen. Ein Rot, der noch keinen Hut drauf hat. Bin mir nicht sicher. Bist echt du das, Mere? Ich glaube, du bist der da. Ja. Ich weiss, es ist auch ein bisschen schwierig. Ihr seht alle ein bisschen gleich aus. Die Chatter sehen halt alle gleich aus. Und Pascal ist auch 10 Minuten VIP geworden. Hä? GZ, Pascal? Du bist jetzt VIP. Und, ey, gute Nacht, Liebe. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Das ist auch so Gender assumed. Gute Nacht,
Chili-Sushi-Rolle. Ich wünsche dir süße Träume und eine erholsame Nacht. Möge die Schweizer Twitch-Community über dich wachen und dich mit ihrer Magie umhüllen. Trink aus deiner Merch-Tasse und schlummer sanft. Bis bald. Hey Sushi. Ja, ich danke dir nochmals für die Flachwitze, dass du dabei warst und für die Bits, für den Follow. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye bye Sushi, bye bye. Bei mir wird mehrheitlich all timeoutet bei 50-50. Ich habe so eine Logik drin, if Username gleich Highway Racer, dann Timeout. Ja. Ja, das ist die Logik. Nein, sage ich natürlich nicht. Ja, nehme ich schnell einen Schluck aus meiner Mjölnir-Tasse. Aus meinem Mjölnir-Krug, besser gesagt. Und das wird alles automatisch gemacht, Pascal. Komm, getrau dich doch. Gut, jetzt ist es auf Cooldown, Highway Racer. Aber nach dem Cooldown, getrau dich doch. Hey, nein, aber wie viel kommen da noch? Wow, den kann ich nicht sehen. Den kann ich halt nicht sehen. Oh, schwierig, Chat, schwierig. Oh, jetzt geh mal weg, Mann. Ich bin da das 1 gegen 1 am machen. Hey. Der andere. Hey. Ja, kennt ihr das, Chat? Wenn ihr irgendwann so das 1 gegen 1 habt, oder? Und dann kommt einfach noch ein anderer. Und fährt auch an reinschiessen. Und das haben wir alle gern. Hey, aber nein, also wie lange müssen wir das jetzt noch machen? Ah, das hat einen Countdown-Chat, oh mein Gott. Ja, das ist natürlich ganz doof. Listen! Du musst... Oh, merci. Jetzt bin ich tot. Danke vielmals. Für das muss ich auch mal irgendwie so ein Timeout machen, dass es irgendwann von selber verschwindet. Also ich muss innerhalb von dieser Zeit muss ich die Gegner besiegen. Das ist noch heftig, Mann. Wie lange willst du eigentlich die Nachricht noch eingeblendet lassen? So lange, bis ich dich Timeout der Highway Racer. Genau so lange. Sag nicht, dass das erst jetzt war. Mehr tue ich auch gerade Timeout. Hey, wo bin ich jetzt, Mann? Muss ich jetzt auch? Nein. Ich will nicht mehr. Chat. Bin ich denn jetzt vorher nicht gesehen? Ah, da hinten war es. Never mind. Hi, Mary? Ja, genau. Ja. Mhm. Oh, habe ich mich überhaupt bedankt für 7 Bits? Ich weiss es nicht. Ich frage nicht mehr wieder das Gleiche, oder? Ich bin langsam müde, Pascal. Merci für 7 Bits. So, Chat, schaffen wir da? Mann, hey, es kackt mich an. Hey, 40 Sekunden für den Scheiß. Das ist heftig, Mann. Das ist nicht viel Zeit. Ja, hey, genau, hey. Ja, und dann dreht er sich genau weg, oder? Dreht sich halt genau weg. Ja, ich schaff das nie und nimmer, Mann. Okay. Fuck, Mann, wir müssen das nochmal machen. Ich muss zuerst... ich weiss es ehrlich gesagt. Nein, eine kleine muss ich, glaube ich, erledigen. So knapp, dass du bekommst. Let's go, Mere. Mere glaubt halt an mich. Danke, Mere. Ja, das weiss ich zu schätzen. 3,
Ja? Nach dem dritten Mal funktioniert es. Das ist jetzt aber auch schon etwas 5. Mal, wo wir es probieren. Ah ja, hey, Pascal, habe ich mich überhaupt bedankt für 7 Bits. Danke nochmal für 7 Bits. Das mache ich jetzt, bis ich schlafen. Hey, Chat, die machen übrigens Rage-Stop rein, just saying. Ich merke langsam, dass ich kaputt bin. Bin langsam kaputt, Chat. Ja, Rage-Stop ist drin. Oh shit, jetzt habe ich das OBS minimiert, das habe ich nicht wollen. So, und Highway Racer, merci für 3 Bits, danke vielmals. 12, ja genau. Hey, jetzt packen wir da. Hey, easy peasy. Wir haben es wirklich, sie spawnen auch immer am gleichen Ort, das ist mega nice. Machen wir zuerst den. Dann muss ich schauen, wo der andere Dude ist. Der ist halt schon hinter mir. He? Ein bisschen schneller abdrehen. Hey, das ist jetzt gar nichts gewesen. Ja, das probieren wir gerade nochmal, Chat. Probieren wir gerade nochmal. Kann ich das auch resetten? Kann ich sagen, ich will das resetten? Okay. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich muss mit den Schwierigkeitsstufen runter, Chat. Ich muss halt mit den Schwierigkeitsstufen runter. Troy, answer me. Troy? Troy! Mehr glaubst du immer noch mehr, oder? Ist langsam schon ein bisschen schwierig, oder? Ist ein bisschen schwieriger geworden. Also. Fuck. Ja, es ist eigentlich. Ich glaube, es ist schon nicht schlecht. Okay, da kann ich. Das ist nicht gut gewesen. Habe ich zu wenig Rotz, Mann? Ich brauche die Rotz. Ich brauche sie bei euch, Mann. Ich mache schnell die Kleinen fertig in dieser Zeit. Ja, okay, ich mache mich selber fertig, ja. Habe ich es nicht geschafft? Wie viele Sekunden haben wir jetzt gefällt, Chat? Habt ihr euch geachtet? Ich habe mich nicht geachtet. Das war jetzt aber mega knapp, oder? Oder habe ich es geschafft? Nein, ich habe es halt nicht geschafft. Etwa 30. 1 Millisekunde? Nein, also was jetzt? Highway Racer sagt, ich war 30 Sekunden zu spät gewesen. Und Pascal sagt 1 Millisekunde. 3 Feinde übrig gehabt. 3? Schau. Hey, das ist so beschissen, Mann. Find in 40 seconds. Let's fucking go, Chat. Let's fucking go. So, jetzt geht mir der Loot. Ein Hütli. Chat, der ganze hohe Aufwand für ein Hütli, Mann. 5 Feinde in 40 Sekunden. Okay, und vorhin hat mir noch 3 gefällt. Okay. Ja, dann habe ich jetzt aber einen riesen Schritt vorwärts gemacht, Chat. Hey, eine Maschine bin ich. Ein Tier. Getrainiert, Mann. Hey, merci, Chat. Danke vielmals. Merci. Verfluchte Kuh wiederholen. I don't think so, Chat. Ja, das lernen wir jetzt sehen. Ich frage mich jetzt aber eher, wenn ich da raufkomme. Wie komme ich da rauf? Ist das für später? Egal, ich glaube... Wir gehen mal richtig da. Hey Pascal, habe ich mich endlich schon bedankt für die 7 Bits. Hey, Highway Racer, aber merci für 69 Bits tatsächlich. Ich glaube, für die habe ich mich noch nicht bedankt. Troy, spielst du das auf Easy Mode? Bounce, schau, ich zeig dir da schnell, wo der Easy Mode ist. Ja, zeig dir schnell, wo der ist. This is Sparta!
Jetzt kommt da wieder so ein Easy-Mode-Kampf, oder? Hey, was ist jetzt da für ein? Oh. Hey, sagen Sie. Hey. Nein, was ist das? Ja. Geht weg, Mann. Nein, der schießt mit so Seich, Mann. Hey, das ist nicht cool, gell? Ich bin halt gemutet, oder? Ich bin halt gemutet. Jetzt hast du von dort unten raufgeschossen, durch die Wand durch, Wallhacks und so. Oh, geil. Bounce, Mann. Aber Bounce, ich habe das Gefühl, da ist noch so ein kleines bisschen Leben in mir. Ich muss mich schnell ganz fest konzentrieren. Also endlich muss ich einfach das Knöpfchen finden. Nein, ich muss mich schnell ganz fest konzentrieren, Bounce. Ja, so, willkommen bei uns im Jenseits. Wir sehen jetzt aus wie der Geist von, oh mein Gott, Soul Suspect, da Murder Soul Suspect. Weißt du noch welches Game bei uns? Ich glaube, tatsächlich ist das die Inspiration gewesen. Ja. Tatsächlich ist das Game die Inspiration gewesen für den Geisteffekt. Ja? No joke, no joke. So fest bist du gestorben, dass es dir gerade die Sprache verschlagen hat. True, very true. Sicher, Mann, ja. Ey, das war auch so geil gewesen, das Spiel, das du mir dort empfohlen hast, Bounce. Echt gut. So, Chat, jetzt müssen wir da noch schnell ein bisschen weitermachen. Oh, shit. Oh, das ist gar nicht gut, Chat. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Da verfolgt mich so eine Bälle, Mann. Wo sind wir da? Bei Marbles on Stream, oder was? Oh, das ist gar nicht gut, Chat. Gar nicht gut. Oh, jetzt habe ich einen Grimm bekommen, Chat. Das müssen wir noch mal machen. Ausrufezeichen Fab. Ja, sagen Sie. Also da geht nur beim OnlyFans-Stream. 22 Mal sind wir schon ausgerottet worden, Chat. So, jetzt holen wir uns da schnell. Können wir vielleicht noch irgendein Upgrade machen? Nein, hä? Nein. 150, 300. Es wäre halt geil, wenn ich das sehe. Ich bringe ihn halt schon recht weit runter. Was ist, wenn ich einfach immer nur auf den losgehe und den Huren Böllen vielleicht am noch töpfen? Nein, der hielt sich nicht. Der hielt. Das ist nicht fair, Chat. Das ist nicht fair. Er hielt sich halt. Schaffst du es jetzt? Ich muss mal kurz für kleine Pascal. Ich tue selber drücken, okay? Aber sag bitte, wenn du wieder da bist. So lange drücke ich selber drücken. Ich habe auch Knöpfe für das. Ja, und kein Stress, alles gut. Er hielt sich halt, Mann. Ich drehe durch. Und ich treffe den Bällen nicht. Kann ich das abwehren, Mann? Ich will nicht mehr, Mann. Das ist so ein Bällchen da, das schießt mich an, Mann. Ja, jetzt kommt auch immer wieder ein Neues. Ist da noch Gegner rum? Oh no!
Ach, gang weg, Mann. Hure Scheißfälle, ich glaub's nicht, Mann. Also eigentlich, ich mache schnell selber, hä? Ich mache schnell selber, Pascal. Nicht eingeben, hä? Nicht eingeben. Hey, Chat, Mann, der ist mühsam, hey. Okay, das war jetzt auch noch interessant. Du hast jetzt irgendwie nicht auf mich. Gang weg, Mann! Sicher nicht. Nein, du heilst dich jetzt ganz sicher nicht. Du. Ich kill dich, bevor du dich heilst. Let's fucking go. Wow, oh, jetzt habe ich nicht das gegen. Habt ihr das gesehen, Chat? He? Pure Skills. Pure Skills. So, was müssen wir da machen? Öffne den Pfad zur Laternenhöhle. Und wie machen wir das genau? Ich habe das Gefühl, irgendetwas muss ich noch machen da, oder? Aha, muss ich mit dir reden? Ich weiß nicht, welche Verderbnis in der Laternenhöhle auf dich wartet, aber ich vermute, dass Taros Geist bis zum Ende kämpfen wird. Also machen wir das Ding auf, Dude. Machen wir es auf. Gehen wir rein, Chat, oder? Laternenhöhle, let's go. Was erwartet uns hier, Chat? Loot? Gegner? Bosskämpfe? Loot? Check. Was ist das da? Ah. Also da müssen wir, glaube ich, rauf. Machen wir noch schnell den Loot-Check. Es versteckt sich halt ein Gegner unter dem Stein, oder was ist? Was ist, Chat? Da haben wir noch mehr Steine. Komm, lüpfen wir die auch noch. Nochmal Gegner. Let's go. Und noch ein dritter Stein, Chat. Und da ist ein Rat, geil. Nehmen wir mit. Und ich nenne dich Sir Simple. Sir Simple? Ich weiss gar nicht, Sir Simple, bist du schon ein Rott gewesen? Gehen wir da rauf, haben wir gesagt. Haben wir da einen Loot verpasst? Check. Loot. Oh ja. Was ist das? Ein Fuchssymbol ist auf dieser alten Campingausrüstung markiert. Was ist jetzt das gesehen? Hey, warte mal.
Jetzt kann ich Märchen schubsen. Kannst Märchen auch umarmen, oder? Ich werde dafür sorgen, dass Troy mit mir knuddelt. Also komm, Simpel, komm du auch noch, wo bist du? Er ist halt nicht mehr da. Simpel, wo bist denn du? Simpel, wo bist denn du? Ah, bist du das da auf meiner Schulter? Schnell auch nicht zoomen da. Sehr simpel. Wie geht's dir denn so? Sehr simpel. Komm, erzähl mir. Was hast du denn so erlebt? Oh, aber sehr simpel. Oh. Oh. So, shit. Was ist der Plan? Müssen wir jetzt wirklich wieder da runter? Wenn wir jetzt irgendwie nicht so sicher. Chat, jetzt bin ich verwirrt, woher sind wir gekommen? Du hast ein bisschen viel rotes Zeugs. Hey. Da müsste ich glaube halt etwas finden, wo ich dann reinsetzen kann. Wie sie halt da stehen. Was ist mit euch los? Ich sollte erst mal wieder meine Vorräte füllen. Hab nicht mal Pasta zu Hause. Uff. Ja, dann let's go, hey. Chat, ich bin verwirrt. Ist da noch etwas? Irgendwas fehlt mir hier. Aber da muss ich ganz sicher nicht wieder runter. Gut, vielleicht sind wir auch einfach noch einmal, wo ich noch nicht sein sollte. Wenn wir noch mal schnell da schauen. Also irgendetwas habe ich das Gefühl, muss da sein, oder Chat. Wo? Was muss ich machen? Muss ich da noch machen? Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also 1, 2, 3. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja, let's go. Jetzt. Nur noch Frühstückssachen wie Nutella oder die Cornflakes und nicht mal Milch oder Brot dafür. Holy shit. Ja, dann wird es jetzt aber höchste Zeit, dass du einkaufen gehst. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Braucht es noch ein bisschen mehr? Ja, shit, das ist falsch.
Okay. Hey, ouch! Ouch! Geht mal weg. Oh no. Ouch! Oh no, 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 no. Zack, boom, bang. Hummelige Papaya, grüezi, wie geht's dir, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist und willkommen hier bei mir. Ja, ich kann schnell, let's go, schnell Chat lesen. Sieht bei mir nicht anders aus. Ich habe gerade Mayo, Käse und Salami geholt zum Znacht. Also zum Znacht um 5 vor 5 Uhr am Morgen. Let's go. Das sind die Momente, wo man merkt, fuck, Bert hat recht. Was hat denn der Bert gesagt? Aber Brot dafür hast du. Abig. Papaya, wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Und Papaya passt für dich Schweizerdeutsch. Verstehst du Schweizerdeutsch? Servus, mal schauen, ob ich es noch ein bisschen verstehe. Okay. Also, Papaya, du kannst jederzeit fragen, ne? Wenn du was nicht verstehst, dann sag mir Bescheid. Aber wenn ich was kommentiere von dir, dann in der Regel mache ich das auch Hochdeutsch, ne? Damit du mich dann auch verstehst. Wie geht's dir denn? Und kennst du das Spiel? Kennst du Kena? Hast du das auch schon selbst gespielt vielleicht? Ich muss da rein und jetzt kommen wieder Gegner. Come on, hey, der hohe Stress. Dieser Stress hier, ne? So, let's go. Oh, let's do this. Zack, boom, bang. Bert sagt, aha, wegen dem Reiskocher. Okay, jetzt verstehe ich. So wie wenn ich als Schweizer Hochdeutsch schreibe, um Treuhammerin zu verunsichern. Genau. Weil der Highway Racer, der ist nur hier, um mich zu trollen. Ne? Der ist nur hier zum Trollen. Den holen wir schnell, dann machen wir schnell Luftcheck. Schneller, Mann. Ja, das ist der langsam. Das ist unglaublich. Okay, sehr gut. Da noch schnell eins. Ja. Okay, der fehlt jetzt noch. Muss ich halt noch mal schnell. Let's go. What do we have here? Ui. Okay, nice. Jetzt muss ich da muss ich mal etwas kaufen mit dieser Währung. Das ist krass. Schon selbst gespielt. Wie hast du es gefunden, Papaya? Wie war dein Eindruck und auf welcher Stufe hast du es gespielt? Das nimmt mich jetzt auch noch Wunder. Weil ich bin jetzt auf Expert, aber ich habe das Gefühl, es ist viel zu schwierig für mich. Ne? Hey, danke dir, Papaya, danke dir für den Follow. Und nochmals willkommen hier bei mir. Ich kann noch kurz sagen, was du hier so für Content findest. Also erstens mal Schweizerdeutsch, sehr, sehr viel.
Und viele Spielereien, viele Effekte. Wir machen auch viel Just Chatting. Ich streame jeden Samstag. Und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Meistens sehr spät, wie du siehst. Ne? Meistens nach Mitternacht. 3. Sehr freundlich, Iron Racer. Danke vielmals. Onlyfans auch. So, check. Machen wir hier noch mit den Weg frei. What do we have here? Loot. Ist da Loot? Geh weg, Mann. Meditieren, sehr geil. Dann bekommen wir, glaube ich, mehr Leben, Chat. Wir bekommen mehr Leben. Jetzt tun wir auch 5 Stunden jetzt meditieren, Chat. 5 Stunden. Fand es sehr schön, hab's auf der normalen Stufe gespielt. Okay. Also es ist wirklich, also der Stil ist halt echt geil. Und halt auch die süßen Rots, ne? Die passen halt sehr gut in den ganzen verspielten Stil. Ich sage immer, es sieht so aus wie ein Pixar-Film und ich mag das. Gameplay ist nice, aber zum Teil wirklich auch schwierig. Jetzt auf der Expert-Stufe. Walt, gang schlafen. Gang schlafen, Walt. When I say we're done. Was für ein Rotz. Oh, Mere weiss es noch nicht. Mere, du weisst es halt noch nicht. Mere? Du Oh, das Timing jetzt wieder. Das ist jetzt wirklich gutes Timing gewesen, Mere, du bist ein Rott, habe ich gesagt. Ein Rott. Mere, du bist ein Piep. Gut. So, Chat, wo sind wir hier? Was müssen wir machen, Chat? Ich glaube, wir sind halt immer noch da oben. Beseitigen die ja, ich glaube aber, nein, wir sind schon richtig. Wir müssen hier einfach alles beseitigen. Alles, was wir hier irgendwie finden, das rote Zeugs, ne, das muss weg. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, geht es hier oder geht es im Kreis? Hier geht es im Kreis. Von daher. Chat, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Wo müssen wir denn noch aufräumen, Mann? Oder haben wir es schon geschafft? Nein, wir haben es noch nicht geschafft, oder? Wir müssen noch mehr machen. Oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich echt verwirrt. Ich weiss nicht, ob wir da noch mehr mitmachen oder ob wir retour müssen. Spät finde ich gut. Schlafrhythmus existiert eh nicht bei mir. Ja, ich glaube bei uns allen nicht. Ne? Alle, die jetzt im Chat sind. Und bei mir sowieso nicht. Also jedes Wochenende ist Schlafrhythmus kaputt. Aber das gehört zum Content dazu. Hey, aber ich bin jetzt echt gerade verwirrt, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Können wir noch mal schnell da durch? Haben wir noch irgendein rotes Zeugs? Was ist hier los? Hey, was? Ich habe den besten Schlafrhythmus. Du bist auch LKW-Fahrer. Ein Rott ist ein niedliches, geisterhaftes Wesen aus dem Spiel Kena Bridge of Spirits, das Kena auf ihrer Reise hilft. Rott Power. Ja, sehr gut, Bob, sehr gut.
Aber ich glaube, ich habe alles gemacht. Müssen wir echt wirklich wieder zurück? Was meinen ihr? Müssen wir wieder zurück? Ja, das habe ich alles schon erledigt. Ich glaube, wir gehen auch schnell retour, oder? I don't know. Da nochmal schnell gucken gehen. Ich habe das Gefühl, wir haben hier gut aufgeräumt. Erzähl uns den besten Witz, den du kennst. Wirten! Oh mein Gott. Wenn ich da runtergehe, dann bin ich tot, oder? Oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann mich festhalten. Oh, hab dich festgegeben. Also, wir gehen jetzt mal hier hin. Was ist der Plan? Ah, da hat's halt noch rotes Gedöns. He? Die Frage ist aber, wie bekomme ich das weg? Also sagen wir jetzt nicht, da ist noch mal ein Stein. Ja, das ist schon erledigt. Oder muss ich das nicht beseitigen da? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert, Chat. Hey, guten Hyrule Race, danke. Danke. What the fuck, ich bin zu müde. Mack. Also der Bot mag auch nicht mehr. Der mackt auch nicht mehr. Chat, müssen wir da nochmal auf? Ich weiss es nicht. Chat, helft mir. Wo muss ich hin? Fehlt noch was. Muss ich hier oben irgendetwas machen? Oder muss ich zurück? Gehen wir mal zurück, Chat. Du musst runter. Ich habe eben auch das Gefühl, dass ich runter muss. Aber ich habe das Gefühl, da müsste ich noch etwas machen. Aber gleichzeitig kann ich da ja wie nichts machen. Das heisst, ich gehe nicht nur runter, sondern ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Da durchs Tor durch. Und jetzt gehen wir da mal schnell zu dem da, oder? Auf und ab, Hammer Time, shake it like it's hot. Hammer Time, Hammer Time. Nein, da muss ich noch nicht, oder? Gut, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, das sieht gut aus. Hey, du jetzt Loot, Chat. Wir müssen hier noch looten, Mann. Ja, wie es der Nick vorhin einmal gesagt hat. Ich werde auch nur am Looten. Und wir müssen halt auch ab und zu mal... Loot, genau. Wichtig. Ist da noch etwas? Schnell gucken, das sieht gut aus. Gehen wir hier lang. Shit! Hä? What the fuck? Nein, da werde ich nicht nochmal machen. Oh fucking hell. Müsste ich da rauf, Chat? Und da komme ich nicht durch? Ja, jetzt aber, hey. Ja, jetzt ist es... Fuck. Jetzt stehe ich ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey. Ich müsste da halt rauf.
Oder so. Hey, ich weiß es nicht. Chat, ich mache nicht mehr lang. Hey, ich mag echt nicht mehr. Energie ist durch, ist draußen. Das ist gerade nicht mehr drin. Ne? Chat, irgendwas machen wir falsch. Irgendwas machen wir falsch. Ja, der Chat, irgendetwas machen der falsch. Scheiße, Mann. Ist da noch etwas? Ja, da ist nichts mehr. Weil wir kommen irgendwie nicht hier hin. Weil da müsste ich irgendwie, da müsste ich durch, aber da komme ich nicht durch. Run. Nein, ich glaube heute nicht mehr, Pascal. Heute nicht mehr. Heute ist schon das Easter Egg entdeckt worden. Tatsächlich ist heute eins entdeckt worden. Und ich glaube, das Letzte, das noch fehlt, ist überhaupt nicht beeindruckend. Jetzt schnell schauen. Das ist überhaupt nicht, das ist, oh mein Gott, das haben wir schon mal gehabt als Kanalpunkteffekt und dann habe ich es mal gezögert in die Easter Eggs rein. Ja. Wer hat heute eins herausgefunden? Der Ullen. Der Ullen hat eins herausgefunden, tatsächlich. Und ich habe gesagt, es ist etwas, wo immer als Werbung kommt, wo einer schreit. Was sind das für Geräusche hier? Oh, Chat, ich muss noch mal schnell überlegen. Taurus, beseitige die Verderbnisse in der... Ich muss schon noch mal in die Höhle rein. Ich muss schon zurück. Chat, ich muss halt schon zurück hier. Jetzt weiss ich aber nicht, was es ist. Ein wundervoller Tag! Was für ein wundervoller Tag! Genau. Das haben sie herausgefunden. Der Ullen hat das herausgefunden. Was für ein wundervoller Tag. Chat, ich muss Pipi machen gehen. Ja, ich muss schnell Pipi machen gehen. Be right back. Hammer time.
What is happening, Chat? What is happening? Ist jetzt auch so awkward silence gewesen? Ich glaube, es war auch so Stille für euch, oder? Und wie war es so in der Stille, Chat? Sind unsere Emotes dort am Fighten? Ja, das nennt sich Intro-Fighters. Das kann man auch runterladen. Das habe ich tatsächlich... Der Hamster-Sound hat mich... Ich habe das bei ihm gesehen und da habe ich das bei mir auch rein gemacht. Ja, nichts Spezielles, aber da könnt ihr in der Pause tatsächlich nebst dem Ausrufezeichen Hammertime, das ihr könnt machen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gemacht habt, ich glaube nicht. Könnt ihr auch da noch ein bisschen fighten und so. Ist Hammertime gekommen? Ohne Scheiß. Es ist Hammertime gekommen. Oh mein Gott. Und dann war es still. Okay, merci fürs Hammertime. Darum sind wir am Tanzen gewesen. Let's go. Okay, nice one. Das war richtig gut gewesen. Merci für das. So, Chat. Awkward Silence ist vorbei. Oh mein Gott, Chat. Also erstens mal bin ich recht durch und ich weiss nicht, was ich machen muss, Chat. Also, wir schauen jetzt nochmal. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Wo müssen wir hin, Chat? Was ist eigentlich da für ein Geräusch da? Mal schnell die Masken aufsetzen. Was ist das da? Und wo ist das vor allem? Ich bin echt verwirrt. Ich bin super verwirrt im Fall. Die Frage ist natürlich, können wir da noch durch? Können wir da irgendwann durch? Also da kommen wir nicht durch. Aber irgendwie leuchtet da etwas. There are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. Oh, holy shit, okay. Also, etwas ist am Passieren, Chat. Etwas ist am Passieren. Nein, jetzt nicht abhocken, Kena. Steh wieder auf. Komm, steh wieder auf. Masken anlegen, let's go. Ja, manchmal braucht es nur eine Pipi-Pause und dann kommt man wieder weiter, Chat. Wenn du nicht weiter weißt, mach eine Pipi-Pause. Mit dem Geist. Also, schnell gucken. Nein, okay, ich drücke immer den falschen Knopf. Das regt mich langsam auf. Jetzt hier noch die Masken, also da können wir aber immer noch nichts machen. Okay, wir sind jetzt nicht wirklich weitergekommen. Scheiße. Okay. Ich bin so verwirrt schon. Ich bin so verwirrt, ne? Wo sind wir eigentlich vorne durch? Da sind wir durch, oder? Da, ich glaube, da müssen wir jetzt auch wieder rein. Da gibt es irgendetwas, wo wir noch erledigen müssen. Ist da noch los? Da gibt es irgendetwas, wo wir noch erledigen müssen. Unsere Mission ist, beseitige die Verderbnis in der Laternenhöhle. Und das da ist doch, das ist die Höhle, oder? Das ist die Laternenhöhle. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das heisst, den Seich müssen wir hier wegbekommen. Aber ich weiss aktuell nicht, wie. Ich habe das Gefühl, uns fehlt etwas, oder nicht? Ich kann hier nochmal rauf und dann können wir dort nochmal schauen, aber I don't know. Also Chat, wenn ihr irgendetwas seht, einfach schreiben. Einfach schreiben, hey Troy, ich habe etwas gesehen. Oder dann sagen, muss ich da einfach rein, oder was? Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Ich gehe jetzt nochmal rauf. Da nochmal schnell einen Check machen. Ist da noch etwas, was wir nicht sehen? Hey, da leuchtet alles, Mann. Die Maske noch schnell anlegen. Schnell gucken hier. Und dort ist nichts, oder? Nein. Also Chat. Ich gehe jetzt hier nochmal rauf. Vielleicht kommen wir ja wirklich da irgendwann noch weiter. Und sonst gebe ich dann irgendwann auf. Ich muss langsam schlafen. Heim. Probiert so einen Kaffee, Mann. Einfach so einen Kaffee. Und dann auch noch mal so 5 Stunden durchziehen, oder? Chat. Nein, ich glaube, wir müssen da langsam geschlafen, oder? Simpel ist am Popcorn essen. Also jetzt gehen wir da alles noch mal schnell durch. Ist hier irgendwas Maske aufsetzen? Gucken. Ist hier irgendwas? Was ist hier unten? Das ist ein Rottwagen, ein Hutwagen. Also gehen wir nochmal da hin. Schnell orientieren. Gehen wir schnell da durch. Da sind wir gesehen. Meditieren haben wir gemacht. Ich snacke meine 300 Gramm Udon-Nudels. Let's go. Let's go. Gönn dir. Gute. Ich muss mich echt orientieren. Da bin ich jetzt durch. Da können wir dann so einen Schneck nehmen. Aber wir brauchen den Schneck, ehrlich gesagt, erst dann, wenn wir wissen, wo wir noch so Verderbnisse haben. Weil ohne Verderbnis... Ich kann da mal schnell die Häufen wegmachen, Chat. Bringt euch das etwas? Schnell die Häufen wegmachen. Da ist halt wirklich etwas versteckt, oder? Ein Rott? Oder nein? Nein, was ist? Mal ein Rott? Okay, Chat. Immerhin haben wir einen Rott gefunden. Und ich taufe dich Helldive Raver. Wir haben jetzt den Helldive Raver gefunden, Chat. Immer Ausschau halten nach Verderbnis. Ich muss da schnell Übersicht haben. Oh, wir können hier runter. Oh, come on, ich muss hier runter, Chat. Hab's rausgefunden. Oh, habt ihr fest? Genau, habt ihr fest? What is happening? Chat, wir kommen voran. Jetzt machen wir weiter. Jetzt gehen wir nicht schlafen, oder? Das sind eben erst die Höhlen. Das ist eigentlich die Mission. Die Höhlen. Ich habe gedacht, ich war ja gar nie in einer Höhle gewesen. Okay, macht jetzt schon ein bisschen mehr Sinn, das ganze Chat. Oh, jetzt kommt sicher ein Bosskampf, oder? Da haben wir einen Warp-Punkt. Das ist auch nice. Hey, da ist 100 Pro ein Bosskampf, oder Chat? Ui, 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 ui. Der Strohhut, Dave, du Losbub. Was soll denn das schon wieder? Ich hab's extra in den Titel genommen. Ich hab's extra in den Titel genommen, dass die Raids pausiert sind. Wenn du das meinst. Aber Dave, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Meinst du das? Wolltest du raiden? Warst du überhaupt live? Bist du noch live? Fragen über Fragen. Ich glaube, du warst live, ne? I'm so sorry. I'm so sorry. Ja, ich habe vorhin... Der Raid-Stop ist noch 8 Minuten drin. Ich habe vor 52 Minuten habe ich den reingemacht.
Aber hast du es probiert und hast erst dann gemerkt, wo es nicht gegangen ist? Oder hast du den Stream-Titel gesehen? Weil das habe ich jetzt neu, damit die Leute auch sehen. Vielleicht, aber natürlich, man achtet sich nicht immer auf den Titel. Nee, vorhin wollte eigentlich dich... Oh no! Ja, I'm so sorry, Dave, I'm so sorry. Aber es ist halt tatsächlich... Um diese Uhrzeit haben wir halt häufig genau dieses Problem, ne? Ich mache Rage-Stop rein und du machst Feierabend und ja, das ist doof. Oh, come on. Ach, Dave, jetzt bin ich bei einem Boss. Und ich hab's halt auf Expert. Ich kann doch das nicht. Und nur noch 7 Minuten Rage-Stop. Das geht länger als 7 Minuten, bis ich den Boss habe. Aber Dave, du bist jetzt hier. Unterstützt du mich jetzt auch noch mental bei dieser Aufgabe? Death is ready. Mann, Pascal. das ist nicht da, wo ich Welle höre. Ja, wenn du schon nicht der Boss bist, dann solltest du auch einen Boss bekommen. Let's fucking go. Dave, das ist fair enough. Und jetzt machen wir den First Try Chat. First. Ja, die Kleinen natürlich. Ja. Ist ja ganz klar, dass die Kleinen auch kommen. Geh weg, ich will mit dir jetzt gar nichts zu tun haben, gell? Oh, oh, oh. Nee, geh doch weg, Kena, geh doch weg, Mann. Kena, kann ich nicht rotten. Ich kann halt nicht rotten. Ich muss Leben haben. Oh, 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 oh. Muss ich nicht auf das Pflänzchen drauf, oder was? Oh, what the fuck are you doing, Mann? Geh weg, Mann, geh weg. Ich brauche Mut, Mann. Was auch immer das ist, glaube Mut. Ich muss da meine Rotz wieder... Oh, shit, geh weg, Mann. Ja, come on, please. Ja, I can do this all day. Einfach, als du es gesagt hast. Okay, also solange wie ich es überlebe. Solange wie ich es überlebe, kann ich es machen. Ich kann aber sagen, oh, geh weg, Mann. Ich bräuchte Leben, Mann. Ich brauche Leben, Chat. Ich brauche Leben. Ich habe Leben, let's go. Ich habe aber keine Übersicht. Ich habe keine... Oh, fucking hell. Wo ist das Skala-Ding? Ich finde es halt nicht. Das ist halt da hinten, Mann. Nein, dreh dich doch nicht ab, ey. Ich hasse das, ey. Ich will nicht mehr, Chat, ich will nicht mehr. Leben? Haben wir Leben? Wir haben halt gar kein Leben mehr. Ich brauche bessere Strats, Dave. Ich brauche deine Strats. Deine Bosskampf-Strats brauche ich. Ich bin jetzt gleich tot. Husa. Also, Chat, ich lese mal kurz.
Merci Pascal, danke vielmals. Also es war nicht First Try. Ich habe jetzt gehofft, dass wir es First Try schaffen. Aber ich schaue jetzt erstmal direkt, ich muss Videos schneiden. Hey Dave, kein Problem, danke dir für den Lurk. Und danke fürs an mich glauben. Troy braucht Heilung, hilf ihm mal. Als Rotze stehe ich immer zur Seite, um Troy zu unterstützen und um ihm zu helfen. Meine Strats nicht unter 500 HP droppen, bevor der Boss dran ist. Let's go. Also wir machen jetzt das mit den Strats von Dave. Na, schnell überlegen. Ich muss irgendwie Schaden machen beim Boss. Ich muss mehr auf den Boss drauf. Oder ich probiere jetzt das mal. Ein bisschen mehr Schaden beim Boss. Ich kann nicht ewig healen. Ich habe hier einen so einen Heal-Tropfen. Was wir ganz sicher zuerst mal machen, ja, ist nicht treffen. Ja? Das ist das Erste, was wir machen. Daneben schießen. Geh weg, Kena, geh weg. Ich kann mich halt nicht für Gegner entscheiden. Er macht sogar selber Gegner kaputt. Das ist auch geil. Ja, genau. Ja, genau. Wo sind die Galen, Mann? Ja, nein, oh mein Gott, ich schaff's nicht. Ich bin zu müde für diesen Quatsch. Oh, Kacke. Ich habe keine Zeitlupe, Mann. Komm, ich brauche noch mal, du musst noch mal reinhauen. Komm, hau rein, please. Oh, ich habe sogar einen getroffen, holy shit. Oh, jetzt muss ich rein, oder? Jetzt muss ich rein. Aber die Gegner kommen halt auch noch mal. Aber das wäre der Moment. Ich brauche Heal, Mann. Einfach irgendetwas machen. Ja, komm. Ah, shit. Ich bräuchte halt schon auch Heal, aber ich muss mal ein bisschen Schaden machen bei dem Dude. Das war der falsche Moment. Scheiße. Scheiße, ich brauche definitiv Heal-Chat. Geht nicht anders. Nein. Autsch. Okay, jetzt machen wir das. Wir probieren das jetzt einfach mit ein bisschen Schaden machen. Ein bisschen nebendurch schiessen, das ist am besten. Vielleicht nicht sterben. Kena, vielleicht nicht sterben, okay? Das fände ich jetzt noch eine geile Taktik, nicht sterben.
Ich habe halt trotz... Mal, ich kann sie auf ihn schicken. Okay, let's fucking go. Nein, aber er macht halt mega Schaden, oder? Oh no, Chat, ich glaub's nicht. Chat, das schaffen wir noch. Ich mache wieder den Rage-Stop hier. I'm so sorry. Ich mache wieder den Rage-Stop hier. Dave, FYI, ich habe den Rage-Stop nochmals reingemacht. Aber ich glaube, jetzt können wir... Jetzt schaffen wir das, oder? Ja, ich habe... Ja. Ich brauche beides ein bisschen. Ich muss tatsächlich auch sammeln, damit ich meine Rotz habe, weil ich brauche die Sachen. Das heisst, ich muss auch die kleinen machen. Da muss ich auch ein bisschen rumtänzeln. Das war jetzt gar nichts, Kena. Wenn ich nicht sehe, wo ich bin, dann bringt es natürlich gar nichts. Gell? Hier schnell die machen. Weg. Schieß drauf, Mann, Kena, schieß drauf, let's go, let's fucking go. Und jetzt müsste ich halt drehen, Mann. Gang 3, Kena, Gang 3. Gang raus. So als würde Kena auf Voice-Befehle reagieren. I'm so sorry. Oh, so gut. Kena, Gumpen, schiessen, Kena, schlag. Da bin ich zu langsam gewesen. Sorry. Da. Oh shit, ich bin zu langsam, Mann. Ich bin zu langsam, Chat. Ich bin zu nahe hin. Ja, das ist kacke, Mann. Raus, weg. Knapp. Ich brauche Leben. Scheisse, Pascal, Mann. Komm, go. Für die Ratzmeere. Jetzt schaffe ich es. Jetzt, wo ich das gelesen habe. Jetzt muss noch eine Death Animation kommen und dann bin ich ready. Ich bin ready. Chat. I feel it. Und Pascal, hau noch schnell rein. Jetzt müsst ihr believen. Wie der Hamster-Sound damals sagt. Believed, Chat. Ihr müsst jetzt believen. Ja? Und dann machen wir da. Pascal, soll ich schnell selber machen? Ja, wie du willst. Also Pascal, ich übernehme. Ja, du musst nicht. Ich mache. Ah, er hat es gemacht. Let's go. Merci, Pascal. Pascal hat die Nase voll. Der denkt, jetzt hör mal auf. Troy, hör mal auf mit dem Hurenseich. Geht weg, Mann. Ich will jetzt euch nicht hier haben, okay? Will ja nicht hier haben. Merci. Ich bin fast tot, Chat. Ich bin wieder da. Bin wieder dabei, Chat. Let's do this.
Geht drauf, Mann, ihr Rotz! Nein! Oh shit, das ist wieder da. Ich darf nicht zu nahe hin, ich darf nicht zu nahe hin, Chat. Das ist gefährlich. Oh no, 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 no! Nein! Oh, come on, ey. Ich hätte es fast gehabt, Chat, ich hätte es fast gehabt. Ich know, es kommt mir verkannt vor. Ich schaue nachher den Clip. Merci vielmals für den Clip. Also, schnell durchanalysieren. Ich habe jetzt mehr Damage gemacht. Ich bin direkt auf ihn, was gut ist. Ich habe gegen Schluss habe ich jetzt zu kämpfen mit allem. Mit dem ganzen huren Chaos. Und habe kein Heal mehr. Wir machen das einfach nochmal Chat. Das kommt schon gut. Das kommt gut, ne? Das kommt gut. Ja. Einmal ins Auge rein. Und ich habe jetzt auch mega gut getöpft, muss ich auch sagen. Ja? Muss ich also schon sagen. Aber ist gut getöpft. Okay, das ist falsches Timing. Nein, habe ich nicht getroffen. Ich glaube es nicht. Ich habe nicht getroffen. Ja, falsches Timing. Dass ich jetzt keinen Schaden genommen habe, ist auch ein Wunder, oder? Geht mal weg, Mann. Es nervt echt die kleinen Nerven des Todes, Mann. Nein, nicht healen, Kena, da drauf, please, please. Ich habe es halt nicht geschafft, oder? Gut. Und jetzt kommen all die Siechen wieder, das nervt, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich einmal healen, Chat. Den Heal brauche ich dringend. Weg, Kena, weg, oh mein Gott. Oh, shit, Mann. Weg, oh mein Gott, ich habe es halt schon wieder abbekommen. Ich kann noch mal healen, ich muss healen, Chat, ich muss healen. Sonst bin ich wieder des Todes. Wieso kann ich nicht healen, Mann? Oh, come on, ey. Oh, das war gar nicht gut gewesen, aber ich kann ihn fast, Chat, ich kann ihn fast. Let's fucking go. Let's fucking go. Ja. Kena und die Rotz und Botthammerin. Entdecktes Relikt, die Laterne. Tahos Reue. Ja, jetzt tun wir hier noch schnell looten. He? Weil looten ist Leben. Dann gehen wir schlafen irgendwann. Irgendein ist es. Dann holt euch den Loot.
glaube, Pascal, jetzt hast du glaube echt genug so Death Pluses müssen eingeben für heute. Ich glaube, es reicht. So, Pause. Jetzt regnet es noch, oder? Also schnell schauen, jetzt müssen wir hier rauf. Befreie Taucher, benutze die Relikte. Okay, Pascal, let's fucking go. Ich muss jetzt mal heim, Bubu. Du wirst doch jetzt sicher nicht nochmals sterben, oder? Nein, natürlich nicht. Und wenn es so ist, dann hat es halt niemand gesehen. Dann zählt es halt nicht. Hey, gute Nacht, Pascal. Möge die Macht mit dir sein, während du in deinen Träumen durch die Straßen von New York schwingst, wie Spider-Man. Träume süß von Abenteuern im Weltraum und im Marvel Universum. Schlaf gut, junger Jedi. Oha, jetzt bist du schon Jedi geworden. Du schaust nach einer VOD, morgen VOD. Ich mache nicht mehr allzu lange. Also, ich versuche jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht das abzuschliessen da. Aber mal gucken. Hey, schlaf gut, Pascal. Merci vielmals für den Support. Merci vielmals für Todzellen, für den Death Count Master machen. Und einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, Pascal. Mach's gut, bye bye, tschüss. Jetzt muss ich muss schnell schauen, Chat. Da muss ich schnell gucken. Ja, dann kommen die Siechen wieder. Gang aus! Okay, das ist ein guter Clip. Merci vielmals. Danke. Oh, Simple ist nochmals geknuddelt worden. Und ich bin auch geknuddelt worden. No, Pascal, merci vielmals. Danke vielmals. Gibt es noch schnell einen zurück? Hug not Pascal. So, Chat, jetzt schauen wir schnell, dass wir hier raufkommen. Jetzt sind wir da. Das ist interesting. Oh! Oh, das ist nicht kein Gegner. Chat, das ist eine Währung. Aha, nein, nicht freigeben. Lern's nochmal. Kann ich es noch einmal ansetzen, in dem Fall. Kommt schneller, näher, komm. Sehr gut, näher. Was haben wir jetzt gemacht? Ja, ich habe halt neben durchgeschossen. Ja, also. Ich habe wieder neben durchgeschossen. Das ist aber gut. Noch mehr. Oh, jetzt aber. I found Taro's lantern. He must have lost it. Ich habe die Laterne von Taro gefunden. Er muss sie auf der Suche nach den Kindern verloren haben. Bringe die Relikte zum gefallenen Baum und hilf Taro, Frieden zu finden. Let's go. Jetzt müssten wir noch da rauf. Befreie Taro. Machen wir das noch, Chat? Das machen wir jetzt, oder? War ja nicht so verrückt kompliziert sein. Scheiße. Wahrscheinlich kommt noch mal ein Boss oder so.
Oh, hey, wow, Chat. Laut. Jetzt muss ich den Meeren noch so ein Hütchen aufsetzen, oder? So, schnell schauen, wo wir sind. Ah, jetzt sind wir da oben. Ach so. Okay, das macht Sinn. Also die Idee war gar nie, dass wir da raufgehen, sondern dass wir von oben runterkommen. Oh nein, ich will nicht schwimmen. Aber das ist eigentlich nicht schlecht. Gehen wir ein bisschen schwimmen, Chat. Weil da jetzt nämlich noch Laut versteckt, gell? Ja, da sind wir, glaube ich, das letzte Mal rauf, oder? Können wir nicht nochmal machen. Ich nehme dann noch das Zeugs mit da. Aha, okay, no, das machst du hervorragend. Ja, das machst du gut. Kommst du da nicht rauf? So, check. Schnell gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier raufkommen, Chat. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich eigentlich mehr verlaufen in diesem Spiel. Hey, Kena, komm, jetzt reiss dich mal schnell zusammen. Das gibt's ja nicht. Aber das kommt gut. Da durch. Da haben wir wieder Verderbnis. Die Verderbnis. Da sind wir, glaube ich, schon mal gesehen. Bin ich da? Ich bin da. Jetzt machen wir das, oder? Interagieren, let's go. Die Laterne. Die 3 Relikte. Die Maske. Ui. Tacho, wir kommen! That's it. Oh, Dramatik, Chat, Dramatik. Und es regnet und es blitzt. Oh. Hey. Wow. Okay, first round.
bist blind, oder? Oh, ich darf da nicht das Zeug rein, oder? Ja, okay, der macht richtig Damage, holy fuck. Ich habe ein bisschen Probleme, hä? Bisschen Probleme, Chat. Und ich halt nicht getroffen. Fuck. Weißt du noch, wo du sagtest, da wird uns kein Boss erwarten? Sagt euch im Pascal nicht. Sagt euch nicht. Hey, da machen wir jetzt schnell easy peasy, Mann. Easy peasy, Chat. Zack. Überspringen. Ja, jetzt machen wir das schnell. Das ist ja ganz easy. Ich muss auch einmal auf den hier schiessen und dann keine Ahnung, muss ich schauen, dass ich nicht sterbe. Einfach mal schnell eine rein. Ein bisschen Schaden nehmen, das gehört dazu zu den Strats. Der Schaden, der muss auch sein. Kena, was machst du? Kena hat keine Lust mehr, Jack. What the fuck, man? Ich gebe jetzt echt dann so lange, bis er tot ist, oder? Jack. Oh shit, man. Das ist heftig, Mann. Oh shit, ist das heftig. Reichweite ist übel, hey. Oh, come on, Chat, come on. Believed. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt so eine... Ich glaube, das ist jetzt eben ein richtiger Boss. Ich glaube, da vorne war gar nichts Richtiges gewesen. Was ist eigentlich, wenn ich da reinschiesse? Ist das irgendwas? Die andere Frage ist, wie bekomme ich Mut, indem ich auf ihn reinschlage? Ich habe keine andere Wahl. Wow, ich habe keine andere Wahl. Oh, weg da. Oh shit, Mann. Okay, Chat, das ist wieder einer von denen. Ich muss zwingend parieren. Ich komme nicht drum herum. Wenn ich nicht pariere, dann habe ich echt ein Problem. Oh, aber die Timings, hey, holy fuck. Okay, das ist eine... Oh mein Gott, hey, das dauert ewig, Chat. Das dauert ewig. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch wirklich hinbringen. Sehr simple. I don't know. Ich muss parieren. Wie ein Weltmeister muss ich da parieren, ich sag's ja. Und ich glaube, jetzt muss ich eben rein. Das ist auch so etwas. Das muss ich nutzen, den Moment. Und dann müsste ich parieren. Oh, das ist nix gewesen. Nix gewesen, hey. Oh, da muss ich ausweichen. Shit. Also wenn er so aufzieht. Ich muss halt noch treffen. Nein, ich hab's verkackt. Das war gar nicht gut, Chat. Das war gar nichts. Scheiße.
Ich müsste dann die Zeitlupe nutzen. Okay, oh shit. Probleme. Kena, Probleme. Weg da. Weg da. Okay, also das ist... ganz doof gewesen. Ja, noch einen und dann habe ich 69 Kyber Race. Noch einen. Mathematik. Okay, da ist die... Oh shit! Ah, mehrmals verkackt. Gar nicht gut. Gar nicht gut, Chat. Gar nicht gut. Macht schneller, ihr Rotz. Ihr müsst schneller sein, sonst habe ich kein... Fuck, das ist Kacke, Mann. Nicht gut, nicht gut. Kommt nicht gut, Chat. Das kommt nicht gut. Das ist nicht schlecht. Hey, aber wie kann ich das treffen, Chat? Wie soll ich das treffen? So, okay, gut, let's go. Wow! Hey, ich habe ihn nicht einmal mehr gesehen. Aber ich bin jetzt schon recht viel weitergekommen, muss ich sagen. Mann. Chat, das schaffen wir schon noch. Das schaffen wir schon noch. Bin ich verwirrt. Autsch, das ist nicht gut gesehen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Wow, shit. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, was machst du, Kena? Schnell drehen, Chat. Ich muss rein, muss da blockieren und nicht sterben am besten. Nicht sterben am besten. Nein, gehen wir jetzt auf ihn los. Scheiße. Scheiße, das ist zum Kotzen. Ich will heilen auch. Der ist richtig fies. Oh, der ist richtig fies, Chat. Holy shit, Mann. Wenn wir schnell ein Upgrade machen, können wir sicher... Hey, wir können ja easy noch Upgrades machen, Chat. Also jetzt schauen wir schnell. Stärke von Kenas Schild erhöht, drücke beim Springen. Das brauche ich jetzt nicht. Kena kann 5 Pfeile abfeuern, bevor sie den Geisterbogen wieder auf... Chat, ich mache Stärke von Kenas Schild erhöht. Mache ich jetzt. Das ist jetzt da, wo ich brauche. Den mache ich auch rein. Also, was muss ich? Beim Springen R2. Ja, machen wir ein bisschen Schaden. Machen wir jetzt ein bisschen Schaden. So.
Es ist natürlich noch sinnvoll, dass wir das ausrüsten. Ja, oh, come on, das ist der Dreier. Ich setze doch langsam Wissen, Mann. Wo ist er überhaupt, Mann? Gar nicht gut, Chat. Gar nicht gut. Das ist kein guter Try. Müssen wir nochmal machen. Frische Luft reinlassen. Ja, die frische Luft habe ich jetzt schnell reingelassen. Frische Luft ist drin. Jetzt machen wir das, Chat. Jetzt machen wir das. 33, das ist die goldene Zahl. 3-3, Chat. Jetzt wird, das kommt gut. Das ist mega schwierig, das Sieg zu treffen, Mann. Das ist zum Kotzen. Okay, dann bist du im Slow-Motion-Modus. Du bist im roten Ende. Das ist nicht gut. Scheiße. Oh, hey, come on. What the hell? Ich bin ja selber schuld, dass ich es auf Expert mache, Chat. Ich bin halt selber schuld. Ich könnte so easy jetzt auch abstellen, aber ich habe keine Lust, das jetzt zu machen, Mann. Keine Lust jetzt. Nein, jetzt, das ist zu früh gewesen, Mann. Nein, Mann, ich treffe das Sieg nicht. Das regt mich so grausam auf, Mann. Das ist halt richtig mühsam, Mann. Richtig mühsam. Ich brauche unbedingt Leben. I'm so sorry. Ja, sie schlägt halt daneben. Oh mein Gott, sie schlägt halt daneben. Das ist jetzt mega. Das ist jetzt richtig fies gewesen, sorry. Das war richtig fies gewesen. Oh, wie viel mal? Oh, come on. Let's fucking go. Let's fucking go.
Oh, das ist fies, das ist fies, das ist fies. Hey, oh, wow, geht's noch? Hey, sagen Sie, schleift es eigentlich? Hey, der andere. Wo sind meine Rotz eigentlich? Leben die noch? Sind die alle tot, oder was? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Habe ich noch irgendeinmal Leben, Chat? Ich weiß nicht, ob ich Leben habe. Let's fucking go. Du verdammter Hurenlümmel, du. Nimm das, Mann. Oh, muss ich noch etwas machen? Muss ich noch etwas machen? Nicht, dass er wieder aufsteht, Chat. Nicht, dass er wieder aufsteht. Ja. Elias Free Impulse. Let's go. Jetzt habe ich aber ein paar Mal schön parieren, Mann. Ein paar Mal habe ich schön parieren. Es war aber einfach immer nur Lack, wirklich. Das war einfach nur Lack. Scheiße, Mann, ist das... Okay, nicht schlecht. I like. Ich schaue die ganze Zeit weg. Ja, nein! Ja, ich habe, also ohne Scheiß, simpel. Am Schluss musste ich schauen, dass ich nicht greedy werde. Und da weiss ich halt von anderen Games. Am Schluss greedy werden. Er hat noch so viel HP, aber er hat halt völlig andere Patterns, ist viel aggressiver und dann wird er greedy und geht rein. Habe ich gelernt, keine gute Idee. Darum bin ich trotzdem immer noch schnell zurück, weil er hat doch recht übel um sich gefuchtelt. Geister des Waldes, geht mit unserem Volk. Führe sie auf ihre Reise zum Bergschrein. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Ja, das ist true, simple true. But I thought we could go to Rusu for help. Wir könnten zu Rusu, bla bla bla. Ich war mir sicher, dass er es wissen würde, was zu tun ist. Irgendetwas war nicht in Ordnung im Wald. Ich hatte Rusu noch nie so besorgt gesehen. Er schickte uns zurück ins Dorf und wusste, dass wir allein waren. Und ich wusste, dass wir allein waren. Ich war alles, was Benny und Saya noch hatten. Ich musste sie beschützen. Oh. Hey, aber nur nice, gell? Okay, gut, das wollte ich sagen. Ja, und da war er weg. Oh nein, oh, jetzt geht er schon. It happened the next morning. Ja, true, sind mega süß.
explosion from the Die mountain Explosion shrine des Bergschreins hüllte covered das the Land in land Dunkelheit. Aber geile, wirklich geile Cinematics auch in diesem Spiel, muss ich schon sagen. Oh no! No! Benny! Saya! Where are you? It lasted for days. Es hat tagelang I gedauert. searched everywhere. Ich habe überall nach ihm gesucht. I was their older brother. Ich war ihr älterer I Bruder. was supposed to Ich hätte sie protect them. beschützen müssen. Even now, Selbst jetzt tue ich mich schwer, it's hard to mir forgive zu myself. vergeben. Taro. The children know how much you care for them. Shit, sorry, ich habe nicht Happened gefocust. in the village Was im Dorf wasn't your passiert ist, war fault. nicht deine Schuld. You will always be Du wirst their older brother. immer ihr älterer Bruder sein und sie brauchen dich immer noch. Okay, Emotionen. I'm sorry, Kina. Tut mir leid, Kena. We can't take you to the Wir können dich nicht zum Bergschrein bringen. It's okay. Es ist okay. You have to go now. Du musst jetzt gehen. Oh no, oh Mann. Ja, die Musik. Wirklich. Wirklich on point. Und alle schauen mich an. Alle schauen mich an. Sehr schön. Holy, sehr schön. Also wir müssen endlich... Let's go. Aber jetzt habe ich glaube auch ein bisschen verstanden, was unsere Aufgabe ist hier in dieser Welt. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, was die Aufgabe ist. Und es ist sehr schön gemacht, Volvi. Ja. Wenn du eine stirbst, Volvi, dann machen wir das mit dir auch. Also ich muss endlich da die Seelen, die verlorenen Seelen, muss ich quasi so, wie soll ich sagen, erlösen, oder? Würdet ihr das auch so beschreiben, Chat? Tun wir schnell eins meditieren, Seelen retten. Und das ist halt mega schön gemacht, dass wir sehen halt, was passiert ist. Ich nehme an, das wird jetzt so mehrere solche Teile geben, wo wir sehen, was ist passiert und nachher schlussendlich sind sie frei und so. Das ist echt schön, echt schön. Ja, also das hat jetzt gerade noch mal oben drauf hat das Pluspunkt gegeben, das Spiel. Ja, richtig gut. Richtige Emotionen. Geil. Chat. Jetzt machen wir noch mal so einen Boss. Nein, sage ich. Ich werde jetzt eigentlich schnell zurück teleportieren. Und ich werde nämlich genau da hin, wo wir auch hin müssen.
Das heisst, wir gehen schnell an einen Schrein. Chat, und dann teleportieren wir. Und dann machen wir noch schnell Hüte. Hüte-Action. Also sind alle gestorben. Also das haben wir ja schon gewusst. Also wir haben ja eigentlich schon gewusst, dass es Geister sind. So viel ist ja eigentlich schon gesagt worden. Also ja, hat man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass sie tot sind. Aber eben, wir müssen quasi die Seelen noch retten. Wir müssen sie irgendwie quasi ins Licht bringen. Ich sage es mal so. Von der Dunkelheit befreien. Fähigkeiten leveln, also eins nach dem anderen, Chat, und nachher gehen wir schlafen. Also dann gehen wir wirklich schlafen. Sonst müsste ich zum 3. Mal den Rage-Stop reinmachen. Zuerst einmal, wir haben noch keine neuen Outfits, das schießt mich an. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Rotz ohne Hüte. Da wird ganz klar, wird jetzt hier eingekauft. Und zwar nehmen wir hier gerade die Türen. Da nehmen wir gerade die Türen, Chat. Einmal, zweimal. Dann nehmen wir noch die. Das reicht, glaube ich, nicht mal. Das reicht schon für alle, die ankommen. Und da noch. Ich habe nicht gezählt, Chat. Ich habe nicht gezählt. So. Wir haben jetzt alle einen Hut da. Jetzt ist gut, oder? Let's go. Zeigt euch. Oh, schau jetzt. Hier ist einer mit der Maske. Hey, richtig geil. Ich bin Fuchsmaske. Okay, also da haben wir den Sir Simple. Ja. Oder? Das ist die Fuchsmaske, oder? Also, Chat. Dann tun wir noch schnell leveln. Upgrades. Ja, ich glaube, so viel. Doch, nein, das können wir uns nicht leisten. Ich glaube, leveln können wir gar nicht gross. Wir haben so knapp zu wenig, um irgendetwas freischalten. 300 bräuchten wir. 205 haben wir. Ist da noch etwas Neues? Da ist halt auch noch ein Rad, den ich noch nicht gefunden habe, Chat. Nee, aber simpel, das war schon eine gute Überlegung. So, da haben wir einen Rad gefunden und ich nenne dich Pascal. Nein, das ist jetzt der Pascal. Hat jetzt der einen Hut? Wenn wir noch mal schauen, dass der Pascal einen Hut hat, oder? Ja, da hat einer noch keinen Hut. Habe ich schon richtig gesagt. Pascal bekommt so einen Geburtstagskuchen. Ich werde grüßen. So, kann man noch etwas machen zum Abschliessen, Chat? Keine Ahnung, speichern. Wir können hier noch schnell. Ich glaube, wir können hier rasch Mission abschließen. Oder was ist da das Ziel? Gehen wir schnell da hin. Und dann ist es gut für heute. Ja, also Chat, ich kann jetzt schon mal die Zähne putzen. Schon mal das Bett parat machen. Den Nudelteller noch verräumen. Schnell abwaschen, Highway Racer. Schnell Staubsaugen. Interagieren mit der vergessenen Schnitzerei hinter dem Maskenschrein, um Bosse zu wiederholen. Ja, genau. Und die spannenden Herausforderungen zu stellen. Indem du neue Prüfungen meisterst, die im Laufe ihrer Reise freigeschaltet werden, kann Kena einzigartige Outfits, Zauberstein und Rotthüte verdienen. Das klingt aber irgendwie schon noch geil. Aber das klingt aber auch fucking schwierig. Taro ruht jetzt bei seinen Geschwistern. Ich kann mir vorstellen, dass die Verderbnis im Wald ebenfalls bereinigt wurde. Ich weiß, dass es Zeit war, dass Benny und Saya mit ihrem Bruder weiterziehen. Aber der Wald wird ohne sie nicht derselbe sein. Es ist natürlich, eine Verbindung zu den Geistern aufzubauen, denen wir helfen. Wir geben einen Teil von uns auf, wenn sie weiterziehen.
Aber das Band bleibt immer noch. Path of a spirit guide is a lonely one. Der Pfad eines Geisterführers ist sehr einsam. Wenn du den Bergschrein erreichen willst, bleibt noch viel zu tun. Eine geschickte Holzschmiedin lebte einst in unserem Dorf und erschuf Strukturen, die sich niemand auch nur vorstellen konnte. Durchsuche die Felder hinter dem Lagerhaus nach ihrem leidenden Geist. Das, Chat, wird eine Aufgabe für den nächsten Stream sein. Ich würde am liebsten einfach gerade weitermachen, ohne Scheiß. Das hat mich gerade mega gepackt. Aber es ist zu spät, Chat. Hi. So, jetzt stehe ich hier kurz hin. Hier, so. Ja. Geil. Okay, es ist mega schön gemacht. So Fotomodus und so, Cheese. Und können wir noch Beleuchtung einfügen. Und machen wir nochmal schnell. Einfrieren ist L1. Wir machen nochmal Cheese. Cheese. Mach nochmal schnell den Move. Let's go. Einfrieren. Zack. Let's go. Wäre gut. Das hätte ich nicht gedacht. Vor allem als er noch reagiert, hätte ich echt nicht gedacht. Oh, Honey. Nicht check. Jetzt ist es glaube gut, aber ich glaube auf dem Foto ist das Hot nicht drauf. Das ist mega schön gemacht. Held Hot anzeigen. Aha, okay, das ist er noch. Okay, das ist auch gut. Und Tiefenunschärfe haben wir auch noch ein bisschen. Okay, aber das ist geil. Finde ich nice. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er auch reagiert aufs Foto machen. Das war jetzt wirklich purer Zufall, aber ich finde das richtig geil. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch ein Achievement gibt, wenn man mit allen Charakteren ein Foto macht. So immer so während dem Bossfight schnell pausieren, dann so hinstehen so. Let's go, Chat. Haben wir gespeichert? Ich speichere nochmal schnell. So. Geil. Oh, Kena. Jetzt, ich meine, ich habe es schon letztes Mal geil gefunden. Es ist fucking challenging. Ich bin auf Expert. Ich könnte auch selber noch schauen, dass es nicht so schwierig ist. Aber es hat mich jetzt heute doch recht gepackt, muss ich sagen. Und es ist halt mega schön. Es ist mega schön erzählt, die Story. Schöne Emotionen dort am Schluss. Es ist wirklich gut gemacht. Oder, Chat? Sind wir an dieser Meinung? Und jetzt raten wir weiter. Nach so einem Fight ist man aufgedreht, man kann alles schaffen. Und da finde ich eben das Geil an diesen Challenges. Darum würde mich eben Elden Ring auch mega reizen. Man hat es Biss, man muss es probieren und dann schafft man es. Oder? Man kommt immer wieder einen Schritt vorwärts und hat wieder ein bisschen mehr vom Boss-Pattern draussen. Und dann das finde ich halt schon geil. Gefällt mir, Chat. So, Chat, wo gehen wir hin? Ich schaue noch schnell, ob ich jemanden habe, wo wir raiden können. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Also, Chat. Viele sind nicht immer von meinen Leuten, die ich in der Follower-Liste habe, Following-Liste. Wer ist das? VTuber. Chat, ich gehe mal schnell schauen, ob wir jemanden bei Kena haben. Kena
Bridge of Spirits. Auf Englisch haben wir wenigstens ein Facecam. Keine Facecam. Wobei Facecam aber ist nicht rum. Haben wir jemanden auf Deutsch? Nur ich. Hey, ich sollte einfach zu anderen Zeiten streamen, Chat, oder? Das ist eigentlich völlig dämlich, dass ich in der Nacht streame. Keiner spielt Kena, true. Jetzt gehe ich noch schnell suchen. Ich weiss, ihr seht es nicht, aber ich suche schnell nach Schweizerdeutsch. Bin ich der Einzige? Verwundert mich nicht. Ich suche schnell nach Schweiz. Bin ich der Einzige? Aha, ich bin jetzt immer noch bei Kena drin. Das ist natürlich nicht die Idee. Schweizerdeutsch. Nochmal schnell. Ist das richtig? Schweiz. Okay, Schweiz habe ich jetzt ein paar. Also, dann schauen wir mal schnell. Wer haben wir da? Fortnite. Nochmal Fortnite. Nein. World of Tanks. Haben wir da nicht, wo irgendwie ein bisschen passt? Star Citizen. Das ist ein Rerun. Es ist halt ein Rerun. Wieso macht man das, Chat? Oh mein Gott. Wieso macht man das? Und was haben wir da? Freedom. Ja, also das ist beeindruckender Stream hier, Chat. Seht ihr da? He? Das ist so schön dunkel gehalten, he? Ein bisschen düster, mysteriös und so. He? Das zieht sicher. Das zieht ganz sicher solche Streams. Hey, holy shit. Oh ja, du. Aber das ist fast ein bisschen too much. He? Darum tue ich jetzt nicht in den raiden. Geil ist da der Name, Gyrosbox. Den finde ich geil, den Namen. Deutsch, Schweiz, Panzer. Schweiz, Luzern. Rede mit mir. Ich nehme mal Gyrosbox in die Wahl rein. Ihr entscheidet, Chat. Das ist World of Tanks. Das ist jetzt überhaupt nicht so mein Genre, aber hey. Ich meine ganz ehrlich, das ist ein Schweizer mit Facecam. Also why not? Oder why not? 4 Viewers aktuell. Hey Chat, wir raiden auch zum Gyrosbox. Sind ihr dabei? Einzeln Chat, wenn ihr dabei sind. Simpel. Wir brauchen auch nur eine Eins. Oder du sagst, hey, nein, lieber nicht. Okay, also. War jetzt geil gewesen, wenn der simpel gesagt hat. Nein. Nee, ich habe keine Lust. Also Chat. Machen wir, ha? Machen wir. Start Raid. Gyrosbox. Lieber Chat, es hat wieder mal viel Spaß gemacht mit euch. Es war sehr geil. Kena, sehr, sehr geil. Also, was ist jetzt hier? So. Also, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Lieber Chat, ist jetzt fast ein bisschen spät, um noch gute Nacht vorzulesen, aber hey, schön sind ihr dabei gewesen. Danke für den ganzen Support. Danke für den Hype-Train. Ich glaube, wir haben sogar einen grossen Hype-Train gehabt. Holy shit. Danke fürs Durchhaben bis jetzt, die noch da sind.
Und an mich glauben bei den Bossfights. Wir gehen zum Gyrosbox World of Tanks. Kopiert euch Nachricht für Subscribers oder nicht Subscribers. Pastet die bei ihm doch bitte rein. Wie gesagt, ich kenne ihn auch nicht, aber fragt ihn ein bisschen aus, wer er ist, was er macht. Lieber Chat, schlaft alle gut, habt einen schönen Sonntag, macht's gut und bis zum nächsten Mal.